So. Sind wir wieder? Da sind wir wieder. Unter der Buchrum sehe ich gerade schon. So, da liegt er da. Einen wunderschönen Donnerstag. Ahoi und Servus. Ja, weiter geht's mit Animal Crossing. Ich hoffe, wir kriegen heute endlich mal irgendeiner Weise einigermaßen zumindest die Insel im Griff. Zumindest grob. Hätte ich mal vorgehabt, die in irgendeiner Weise in der Richtung zu schubsen, wie wir es haben wollen. Mal schauen, wenn ich mit den Tools klarkomme. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir schauen. Wird aber, bin mir ziemlich sicher. Das wird. Animal Crossing, typische Ladezeit. Ja, ansonsten, ich hoffe, es geht euch allen gut. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 23. September 2021, 18:13 Uhr hier auf Mitzien. Da sind wir, da sehen wir uns. Es gibt keine Neuigkeiten heute. Ein toller Donnerstag euch allen und bald ist Freitag. Nice! Ich kann das Wochenende schon fast spüren. Und das war es von mir. Servus. Ach, die ist schon cool. Unsere Mirinda. Oder Melinda. Oh, Nukfang klingelt. Mein Nukfang klingelt. Hallöchen, hier nett aus Nuks Laden am Apparat. Dein Verkaufsgeld ist da, wir haben gerade 13.832 Sterne auf dein Konto überwiesen. Nehmen wir. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig dieses Angebot nutzt. Bis bald dann hoffentlich im Laden. So. Ton ist gut, glaube ich. Muss passen. Neues Set hat uns was geschickt. Kann man so beliebt sein, dass man dessen überdrüssig wird? Genau dieses mir nun geschehen, wenn auch nur im Traum. Ich frage mich, ob dieser Traum ein Ausdruck meiner tiefsten Begierden war. Verunsichert? Neues Set. So. Wo waren wir? Was haben wir gemacht? Gunnar haben wir gekriegt letztes Mal. Gunnar! Guten Abend. Ach, nice, die Grünen. Ja, voll süß. Ah, wir haben hinten einen schwarzen Brett was dran, sehe ich gerade. Ist der auch gerade spazieren? Yippie, lass uns quatschen. Ist ja noch genau die richtige Größe. Zu groß, um das andere Ende zu sehen. Zu klein, um von einem Seemonster angegriffen zu werden. Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Ich glaube, das ist falsch übersetzt. Zu groß, um das andere Ende nicht zu sehen. Oder zu groß, um von einem Seemonster angegriffen zu werden und zu klein. Ha. Ich denke, er meint, dass man quasi das andere Ende noch sieht. Lukas, hi, grüß dich, servus. Aber ich glaube, die Übersetzung ist falsch, bin mir ziemlich sicher. Alles gut bei dir? Wie geht's deinem Führerschein? Wie läuft es so bei dir? Flüster. Erzähl mal was. Ich habe vorhin etwas gerochen. Was nach Kartoffelbrei von meiner Mutter roch. Ich vermisse sie. Oh, die ist schon süß. Ole. Hallo, wie mancher vielleicht schon weiß, hat am 1. Oktober Gunnar Geburtstag. Oh, wir haben Cleo versäumt gestern. Uah. Cleo hatte gestern Geburtstag, glaube ich. Wir waren gestern nicht online. Das ist belastend. Ja, gut, soweit und ich schaffe es noch, wenn ich alle Prüfungen bestehe. Wenn nicht, muss ich bis April warten. Ah ja, die fahren ja im Winter nicht, gell? Stimmt. Das hatte ich da. Ich habe aber so einen Rollerführerschein damals gemacht, aber vor dem Auto. Aber stimmt. Stimmt. Die fahren im Internet. Ah, das ist kacke. Da würde ich weinen. Ah, das boxst du schon. Garantiert. Das schaffst du leicht. Willkommen beim Noob-Portal. Hab gestern auch nicht gemacht, leider. Was haben wir? Money? Bisschen was.
Aber Lukas, ich bin mir sicher. Das kriegst du hin. Also Fleckerlteppich haben wir auch noch da. Fleckerlteppich. Und Unkraut. Oh, so der hat Pulli an. Hallo. Der passt irgendwie farblich nicht so zu dir. Du siehst blendend aus. Ich hoffe, es geht dir ebenso gut, wie es den Anschein hat, Kids. Ich will plaudern. Ich hoffe, du hast heute einen ganz vortrefflichen Tag. Man sollte sich jeden Tag herausfordern. Ja, machen wir. Lukas so. Wann hast du eine Prüfung eigentlich? Also, wenn ich... Moment. Und ich schaffe es noch, wenn ich alle Prüfungen bestehe. Wenn nicht, muss ich bis April wann. Wann hast du Theorie? Also, ich höre raus. 29. September ist Theorie. Ui. Und dann praktische hättest du wann? Es gibt ja manche, die dann Vormittag Theorie haben, Nachmittag Praxis. Hatte ich auch schon mitgekriegt. Also bei mir waren es, ich glaube 2 Wochen waren auseinander, glaube ich, dachte ich mir. Bei mir damals zumindest. Wobei, ich glaube, das war Auto. Da beide Male ziemlich lang rum. Steht noch nicht fest, da haben wir noch die Praxisstunde. Ah, okay. Ja, dann hau rein. Dann hau rein. Eine Fundsache. Gehört dir, Cleo? Welcher will die heute beginnen? Miau. Wir haben ja Geburtstag gehabt. Ist das deins? Was gibt es? Tag Wolfo, hi, servus. Hallo. Das ist mein Roman, du glaubst nicht, wo ich die überall... Ach, der gehört sogar hier. Nice. Ich muss mich wirklich bei dir bedanken. Würdest du ein Geschenk von mir annehmen? Ja, vielleicht, von dir schon. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür. Ein Design-Lagen-Shirt. Vielleicht ist es nicht zugegeben. Hi. Was hast du diesmal für ein Herzen? Miau. Sprich mit mir. Ich will mir echt nicht vorstellen, wegen Nicht-Bestehen über 5 Monate zu warten, obwohl ich schon die 125 habe. Ich kenne das, Lukas. Also bei mir war es zwar das Nicht-Bestehen, aber ich habe im Dezember Geburtstag, am 15. Bin dann quasi 18 geworden und mein Auto war zu dem Zeitpunkt schon daheim. Weißt du, wann ich meinen Führerschein gemacht habe? Anfang April. Das war so dämlich. Ich habe mich im Juni angemeldet. Im Juni habe ich mich angemeldet für die Theorie. Habe dann Ewigkeiten lang nichts gemacht, bin gar nicht hingegangen. Dann haben wir irgendwie ab November habe ich dann mal angefangen Theorie zu machen, so Ende November. Also scheiße, muss ich mich beeilen. Und dann Sarah, hi, grüß dich. Hallo. Und dann bin ich, dann war über Weihnachten zu, ganz klar, und so weiter und so weiter. Und dann bin ich im Anfang Januar wieder hin. Da habe ich damals meine Freundin dort kennengelernt, war auch so ein Ding, dann habe ich mit der Ewigkeiten lang was gemacht. Dann sind wir wieder in die Theorie gekommen, also totaler Kack. Und irgendwie, ja, hat es dann verzögert. Dann hat er die Fahrschule, glaube ich, noch ewig da, bis mich anmeldet. Das war ein ewiges Kack. Ich hatte, weiß nicht wie viele Theoriestunden, also ohne in irgendeiner Weise irgendwas. Also die Theorie war einfach, sage ich jetzt mal damals, aber ich hatte, ich glaube, 40 oder 50 Theoriestunden, einfach weil ich immer wieder mal drin gesessen bin, weil es mir wurscht war dann. Will wer eigentlich noch die Bonbon-Serie Kataloge? Ich stelle sie doch noch bis Montag bereit, dann verschenke ich sie. Ah, gerne, Doc Wolfo. Wenn du magst, ich komme gerne vorbei. Mag ich gerne. Sarah macht auch Fahrschule. Nice, für was denn? Auch Motorrad oder Roller, was machst du? Oder Auto? Lukas macht A1, ja genau. Ah, Sarah auch? A1, ah nice. Okay, cool. Und schon irgendwie Wunschmotorrad ausgesucht, was du gern hättest? Diese Isa, der gerade von Spezibuch, Diese Isa, der gerade von Spezibuch zu Besuch war.
Ihr beide müsst wirklich recht gut befreundet sein, wenn sie deinetwegen so weit anreist. Es wäre ersprießlich, wenn sie unserer Insel weitere Besuche abstatten würde. Miau. Ersprießlich wäre das. Okay. Lukas, kein Problem, kein Problem. Bis gleich. Also Doc Wolf, wenn du magst, ich schau gern vorbei kurz. Ich grabbel die Dinger ganz gern kurz mal an, so ist es nicht. Ich hab's komplett vergessen, muss ich ehrlich sagen. Danke, dass du nochmal schreibst, auf jeden Fall. Ich bin der beste Buddler EU West, ich sag's immer wieder. Ach, ein Automatikroller. Ach, cool. Aber hast du jetzt einen M, also einen 50er Führerschein, hast du den schon? Oder kannst du einfach aktuell noch nicht fahren, aber du hast den Roller schon? Also ging es mir mit dem Auto. Ich starte eben noch das Spiel, habe gerade Minecraft gesucht. Kein Problem, kein Problem. Passiert gar nichts. Eilt gar nichts. Lass der Zeit. Ah, okay, cool. Ja, ist aber cool. Hat man wenigstens was, auf was sich freuen kann, wenn er daheim ist, das stimmt. Einerseits ist es ein bisschen anspannend. Einerseits ist es ein bisschen hohn, sage ich jetzt mal, wenn das Ding jedes Mal anlacht und du darfst nicht fahren damit. Also ich kenne das. Ich kenne das leider bloß zu gut. Aber es ist auch anspannend, irgendwo. Eisenerz. Eisenerz. Steht in der Garage, nice. Hey, ihr zwei. Wovor hast du Angst? Die Viecher tun doch gar nichts, mach dich mal locker. Ich kann einfach nicht akzeptieren, dass diese vielbeinigen Monster meinen Garten übernehmen. Wenn ich dieses Problem einfach ignoriere, werden sie schon bald auch in meinem Haus vordringen. Da schnappst du das Vieh an einem von seinen vielen Beinchen und setzt es halt wieder raus. Einfach anfassen mit den Händen kommt gar nicht in die Frage. Es ist ganz einfach, wenn du einen stabilen Garten haben willst, musst du mit Grabbelviechern klarkommen. Das musst du alles mit Beton zugleistern und das wäre ein Verbrechen, wenn du mich fragst. Ach, ich weiß einfach nicht. Inwies, was meinst du? Soll ich meinen Garten den Insekten kampflos überlassen? Kampflos? Ja. Du denkst das ebenfalls? Na gut, ich mag zugestehen, dass dein Garten ohne Insekten nicht geht. Vielleicht sollte ich sie als kleine Gärtner betrachten, dann sollten sie aber auch entsprechendes leisten. Jo, sonst kannst du ja mit der Peitsche kommen und die armen Viecher auf Touren bringen. Einmal im Ernst, dein Grünzeug würdest dir danken, Wedel. Dann will ich dir einmal Glauben schenken. Aber wenn ich ein einziges Insekt in meiner Küche erspähe, dann werde ich ganz schlimm schreien und du wirst schuld sein, Kids. Ganz schlimm. Ach, scheiße. So, dann tun wir mal kurz auszudehnen. Eisennetz ins Lager. Das Dingsbus da ins Lager. Ach, ich müsste ja auch mal das Spiel starten. Lea, hi, grüß dich. Alles wieder gut soweit? Also ich sag mal gesundheitlich und zwecks den anderen Ereignis. Tut mir wirklich leid. Aber ich kenn's leider. So schaut wie es ist, aber es gehört dazu. Ich brauche Zwischenhilfe in Animal Crossing. Ah. Ich kann nur Shooter. Haben wir dich eigentlich schon?
Die Erkältung wird besser, seelisch geht es mir gerade leider nicht so gut. Ja, ich weiß. Ich sage, es bringt nichts. Leider gehört es dazu. Ich habe das auch schon 2-3 Mal hinter mir. Ist leider so. Und es wird nicht einfacher. Kann ich dir auch sagen. Wird's nicht. Ah, Moment, ich. Okay, DL3W2. Dark Wolf lädt ein. Dürfen wir Bonbon-Sachen angrabbeln. Dürfen wir es auch anlecken. Wenn Bonbon-Sachen kommen. Das Schlimmste ist für mich, aber dass ich ihn so lange nicht mehr sehen konnte. Ja. Ich habe es gelesen, ich weiß. Jemanden besuchen. Online. Also ich kann es mal ganz kurz anschneiden, für alle, die es nicht wissen. Rainbow hat leider gerade treue Gefährtin verloren. Oder Gefährtin, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Kauter, Gefährte, okay. Also ich sage, wir haben das auch schon. Also ich habe es auch schon mehrfach hinter mir. Es ist leider. Es ist nicht schön, aber es Kater und beste Freundin. Ach, bei dir ist er. Ah. Tut mir leid, ja. Ich könnte jetzt sagen, ich bin ein ganz Stück älter. Ich hab. Es, ja, was will man sagen? Es macht nichts besser, was man sagt. Bringt nichts. Egal, was man sagt. Da muss man selber drüber kommen irgendwie. Aber. Ich? Wie alt ich bin? Darfst du schon fragen, ja? Ich bin sehr alt. Fast schon 1000. Was schätzen? Wie alt? Was, Nick hat sich umgebracht? Eine Freundin von dir? Das ist krass. Also, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Der Wolf ist 42. Irgendwie glaube ich das nicht so ganz. Sind das die Dinger da? Einfach aufgrabbeln und wieder hinlegen, oder? Das ist alles Bonbonzeug da. Wie viel gibt's denn da? Das war da von mir auch. Ich
Schlimm ist, man kann gar nicht so, eigentlich gar nicht. Kann eigentlich gar nichts sagen dazu, das ist das Problem. Also was hatte ich Gott sei Dank noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich? Ja. Ich bin alt. Ich weiß nicht, du kommst auf jeden Fall jünger vor. Glaube ich dir, Sarah, das glaube ich dir komplett. Es ist ja leider so, dass man es nicht ändern kann dann in dem Fall, aber... Also ihr habt schon gut geschätzt. Der Golf ist 69, ja das weiß ich. Hast letztes Mal auch schon, dass du 69 bist. Es ist schön, dass du das glaubst. Es ist sehr schön, dass du das glaubst. ...37. Hatte mit ihr davor noch ein paar Stunden geredet. Oh, das ist... Ich hab gerade gesagt. Streamverzögerung. Ich meinte, das ist schon krass in dem Fall, wenn du wirklich vorher noch mit ihr geredet hast, ja. Aber... Ist aber besser so? Wie gar nicht damit geredet, sage ich jetzt mal. Also, es ist beschissen. Es ist auf jeden Fall beschissen, tut mir nichts weg. Es ist furchtbar. Kann man gar nicht anders sagen, aber es ist... Gut, mehr verabschieden ist es auch nicht wirklich, aber trotzdem, es ist einfach... Zumindest hat man nochmal geredet. Also, ich weiß, es ist kein Trost, weiß ich. Aber immerhin. Ich glaube, dein Katze ist gerade umgefallen, kann das sein, bis die Zahl gehört hat. Hast du gar nicht gesagt, und wenn doch, dann sag nochmal, sonst Popo heim mit Baseballschläger. Ich hab gesagt, ich bin 37. 37. 37. Ich hab's gerade vorhin schon gesagt, mehrfach sogar. Ja, 30 war gut. Mich schätzen viele Jünger tatsächlich, das stimmt wirklich. Aber... Ich finde es ja schön. Aber trotzdem. Nein, es ist ein bisschen Unterschied. Und raus, ne? Hab mich gut gehalten. Ja, das ist das exzessive, die Strahlung vom Monitor, ne? Die macht es aus. Die konserviert. Kannst dein Aussehen ausnutzen. Für was? Jetzt bin ich gespannt. ...34, ja, ist nett. Im Nachhinein bloß immer leichter. Ach, du meinst, dass man dadurch die Falten nicht sieht? Genau, das absolute fluoreszierende Licht quasi glättet jedes noch so Ding, genau wie so einfach wie ein Föhn so. Also ich muss generell sagen, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie er ausschaut, muss ich ehrlich sagen. Wobei doch Lea habe ich zwischendurch gesehen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Aber Frauen generell, sage ich jetzt mal, schätzt man oft älter ein. Vor allem, wenn sie dann geschminkt sind, muss man dazu sagen. Ich schmink mich so selten, deswegen schaue ich so jung aus, weißt du. Auf 16 Jahre geschätzt. Mit anderen Worten, zocken ist gesund, ja genau.
22. Ah, okay. Aber noch nicht schmeckt. Achso, auch nicht, okay. Na gut. Gibt viele, die das nicht machen tatsächlich. Also es wird irgendwie. Waren das alle? Hab ich's alle? Gute Einstellung. Länger schlafen ist eine gute Einstellung, ja. Der Wolf, danke dir. Vielen lieben Dank. Das Zeug wieder runterzukriegen ist eine Sache, das stimmt ja. Also ich kann es da nicht mitreden. Also nur mal ganz kurz zur Info, wenn wir die Bonbon-Sachen katalogisieren möchte, der Wolf hat den Link reingeschickt gehabt vorhin. Ihr dürft gerne vorbeikommen, oder meint auch. Also wenn Sarah, wenn dir zum Beispiel die Bonbon-Sachen noch fehlen, oder Lea, wenn es dir noch fehlen, je nachdem, das sind die Dinger hier. Kurz hinnehmen, ins Inventar legen und wieder hinlegen. Habe ich die da schon? Ich weiß gar nicht, habe ich die schon? Kurz nehmen, ins Inventar wieder reinlegen und wieder hinlegen. Sarah hat natürlich alles, ist klar. Die Profizockerin. Danke dir. Jetzt krabbel ich mal kurz an und leg's da hin. Philipp, hi, servus. Guten Tag und Tschüss zur Steuerberaterkasse. Steuerberaterkasse braucht jeder. Das ist wichtig. Danke dir. Philipp, hi. Erst einmal. Oder warten bis fertig. Ja. Ich meine, du hast mir schon mal gezeigt, das Haus. Ich schaue mir es gerne mal an. Du hast mir dein zweites Haus einmal gezeigt, ja? Ich war schon mal bei dir. Vor ein paar Tagen. War es ganz neu, glaube ich. Mit den Worten, kommst jetzt endlich und irgendwie mein neues Haus angaffen. Oder irgendwie so hast du es gesagt gehabt. Da habe ich vorbeigeschaut. Ich weiß, es war, glaube ich, ausgebaut. Also ich habe gesehen, wo es steht. Da gibt es keine Steuern auf Wolfland. Wir beschützen uns vor Tom Nook, bevor er mit Steuern anfängt. Brauchen wir gleich mal Steuerberaterkatze. Zu dem schauen wir jetzt auch gleich noch hin. Ach, Tag Wolf, danke dir nochmal. Danke auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ich halte nämlich Tom Nook nicht zum. Ich wollte heute Morgen meine Insel weiter umbauen. Ich habe 3 Häuser umgebaut. Danach habe ich DVD gezockt. Oh mein Gott. Was? Ich halte nämlich Tom Nook nicht zum Gun ins Gesicht. Ach, Sumgan? Ach so, Gun. Ach so. Mein Gott. Der Nuke hat unendlich Yelled-Nap und Schlepp können dich immer bezahlen. Das stimmt allerdings. Das ist richtig. Das ist richtig. Schau mal kurz der Steuerberaterkatze. Steuerberaterkatze. Wo bist du? Lieber Gunnar. Hi, 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 du bist nicht da, gell?
Ah. Der Kunde gerade du weißt ja gar nicht, wo du hin musst. Gunnar, lass mich da helfen. Unkraut. Der rechnet schon wieder die Inselgröße aus. So, bin wieder da, musste mal mein Handy gerade neu starten. Kein Problem, Sarah. Zum Thema Haus, wie gesagt, ich schaue gerne nochmal vorbei. Zum hat die Auto. Achso, ganz draus gemacht. Rückweit Wolf Haru, hi, grüß dich, hallo. Hallo, servus. Einen wunderschönen. Willkommen. Wieso sammle ich eigentlich immer die Muscheln? Toni hat schon recht dabei. Ich glaube, ich bin wirklich der Einzige, der das macht, ne? Ich mag die Muscheln. Nichts neues Haus, aber an meiner Geschichte ist ein Viertel fast fertig. Ach so, die Geschichte. Ah, das ist was anderes. Vom Haus hast du vorhin geschrieben. Willst schon mal mein zweites Haus schauen, hast du geschrieben. Darum habe ich meinen gehabt. Bei meinem 9081 gute Nacht Sit-Ups bin ich eingenickt und habe von dieser Bastelanleitung geträumt. Vielleicht sollte sie lieber geheim bleiben, aber die vertraue ich sie an. Lass es krachen. Ein Birnenhut. Birnenhut ist wichtig. Wir brauchen mehr Birnenhüte. Hi Bella. Kannst nicht genug von mir bekommen, da musst du an meiner 1A Persönlichkeit liegen. Hm? Ja, du bist jetzt wieder. Ich wusste aber nicht mehr, dass ich das schon gesagt habe. Kein Problem, kein Problem. Also wenn du fertig bist oder wenn du wieder was gemacht hast, schaue ich gerne vorbei, kein Problem. Gerne, gerne. Ich komme also gerne mal vorbei wieder. Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um seinen Hintern auf ein Moped zu schwingen, Vero. Es gibt Animal Crossing Mopeds. Mich knattert ein Motor durch meterhohe Laubhaufen zu düsen, es gibt einfach nichts krasseres. Nuke holt alles von Treasure Islands. Noch lange nicht fertig, ja gut, okay. Ich glaube, Nuke gründet die Treasure Islands. Banden weg. Ah. Wo ist Gunnar? Wo ist Gunnar? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der kleine Schlawiner. Ah, wir haben Aziza. Salam, nämlich Aziza. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Aziza bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere, alle habe ich. Ich möchte mysteriösen Boden. Bann, Tom Nook. Ja. Brauchst du was, Lea? Nook ist so mit dem. Da kommt Philipp und sagt, Nooks, der hat Bescheid. Wir wollten sprechen wollen, wenn es okay ist. Ja, logisch, logisch. Ich kaufe dir gerade kurz Lea einen kleinen Moment. Hat sie beschissen, Lea? Also wollte sie so. Hat sie Teppich verlangt, der wo einfach nettes wert war? Das kein Original nicht war? Jetzt müssen wir mit ihr reden. Reden. Ich kaufe lieber kleiner was, nicht dass bei dem mehr drin liegt. Ich muss ehrlich sagen, nicht bloß du. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht angeschaut, was ich für den gekauft habe. Ist das erste Mal auf meiner Insel. Aber ich hatte schon zweimal auf anderen Inseln gesehen, glaube ich. Bei Philipp einmal, glaube ich. War sie bei Kathi mal? Ich weiß gar nicht mehr. Kann ich gar nicht mehr sagen. Ich öffne mir eine Hand für die Bezahlung, die du gibst. Einmal war bei dir, ja, genau, das weiß ich noch, Philipp. Das weiß ich. Ich müsste, glaube ich, auch noch Coupons im Lager haben. Bei dir ist Gerd. Ja gut, können wir auch noch.
auch vorbeischauen. Gerd das Pferd. Sie wiederholt sich auf jeden Fall. Sie hat etwas am Plattenspieler verschluckt. Ah, vergessen, dass sie doch was verändert. Okay. Ich habe die voll oft, okay. Wenn du was brauchst, mache ich auf. Kathi. Katzi, Lea. Alles Mögliche. Moment. Mach sofort auf auch. Ich weiß nicht, ob ich was brauche, aber ist Gerd der Blumenverkäufer? Ah, okay. Ja, kann ich aktuell, glaube ich, so gerne ich hätte, fast nicht. Obwohl, ich könnte mir Settlinge holen, eventuell. Oh, das ist cool. Ich kann aktuell nichts einbauen. Ich habe viel zu viel Scheiß auf der Insel. Will eigentlich noch mehr die Bonbon-Sachen kategoriere ich nicht mehr lang. Die sind immer leider da. Ich tausche die gegen die Assisa-Sachen aus nächste Woche. Gegen die Asia-Sachen aus. Wie gesagt, wenn dir die Bonbon-Sachen oder Katzi, wenn du die Bonbon-Sachen noch brauchst, wenn du die noch nicht hast, dann fahr mal zu Doc Wolfo. Kurz, wenn du magst. Dann kannst du es angrabbeln, dann kannst du in Zukunft da bestellen, die Dinger. Also, du hast die alle. Ist mehr so 100% Geschichte dann. So, ich muss mal kurz ins Lager schauen, ob ich noch Coupons habe. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, auf der einen Insel habe ich alle. Ah ja, stimmt. Du warst ja die Unterwasserinsel, Frau. Gerd ist nur ein Deckname, ist ein echter Name ist Passe und der kauft Gras an. Getan als Unkraut. Aber ich schau mal bei der einen, wo ich gerade bin. Ach, den Scheiß, glaube ich, habe ich tatsächlich schon alles. Ja, das Zeug könnte ich jetzt eventuell doppelt haben. Das wäre in der Theorie möglich. Ich hebe jetzt auch aktuell die Muscheln ein bisschen auf, weil ich keinen Bock habe, wenn ich mal irgendwas bauen und craften will, je nachdem, herstellen will, dass ich dann erst einmal Ewigkeiten lang Muscheln sammeln muss. Dass ich das machen kann. Deswegen einfach mal in das Lager, bis es voll ist, was nicht mehr lang dauert, denke ich mal. Ich kenne mich. Ah, 619 von 800, ja. Also. Ja genau, Graffiti-Wand habe ich doppelt, okay. Ja, ist wurscht, vielleicht können wir es ja doppelt brauchen. Das war's aber, ne? Böden. Sahara-Grund haben wir doppelt. Matschboden. Wasseroberfläche. Wolkengrund. Zebramusterboden. Kreuzungsboden. Pilzteppich, oh mein Gott. Ja, gut, der ist ja nice. Fußabstreifer soll, ja, richtig cool. Ich glaube, ich habe alle Bonbon-Items. In welcher Farbe hast du sie? Das Lager kann erweitert werden, indem ich anbaue. Mit einem Keller noch, das glaube ich, oder? Ich kann bloß noch einen Keller anbauen. Aktuell. Dachte ich. Nö. Oder kann ich ein zweites Haus bauen? Mit einem zweiten Account. Also einzeln auch. Und das dann mit meinem Klump vollpflastern. Ging ja theoretisch auch, glaube ich. Wenn ich sage, ich mache da nur Kleidung rein und dann nur Teppich und so Zeug und im anderen nur Items. Geht das? Frag für den Freund. Man kann direkt eine Lagererweiterung für das eigene Haus holen. Ach so. Ich meinte, wenn ich quasi jetzt hergehe auf die Insel, habe einen zweiten Account, mache mal einen zweiten Bewohner quasi, baue dort auch ein Haus, kann ich dieses Haus dann mit diesem Bewohner auch nutzen. Kannst ja auch mein Lager vollpflastern. Nicht, okay, scheiße.
Nur einzeln, okay. Ach, deswegen war das so viel Zeug da, Wolfer, von dir. Ich dachte mir vorhin schon. Nur der Bewohner des Hauses hat Zugriff auf das jeweilige Lager. Okay. Das ist belastend. Das ist minimal belastend, ja. Was wollt ihr machen? Ich wollte. Was wollte ich machen? Ah, ich weiß. Ich wollte kurz schauen, wie die Bombersachen ausschauen. Dazu muss ich aber ins Billardtisch. Nice, okay. Dazu muss ein Service Center. Ne, ich glaube schon. Service Center. Okay, ich überlege mal, ob ich welche brauche, beziehungsweise welche Farbe habe ich so auf jeden Fall. Also habe sie auf jeden Fall alle in rosa. Ich schaue was gerade an bei mir. Ich habe die noch gar nicht gesehen, die Dinger. Mir in die Finger kleben jetzt. Irgendwer hat die vorher schon angeklappert, glaube ich. Tja, es ist schon lange offen. Bonbon, jetzt pass auf. Rosa, blau, gelb, rot und blau. Ah, rosa, himmelblau, gelb. Also 2, 4, 5. 5? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay, nice. Werkbank, Wanduhr, Tisch, Stuhl, Stehlampe, Sofa, Schrank, Frisiertisch, CD-Player und Bett. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt mit Bonbon. Aber okay. Danke dir. Ah, Ding will man heute einladen. Ich will, wo ist es denn? Ich habe mich jetzt mal für die 10. Bewohner entschieden, glaube ich. Ich denke, wir nehmen Looper. Zumindest vorerst mal. Gunnar habe ich immer noch nicht gefunden, ne? Wie geht es dir, Mann? Lass uns plaudern. Das Wetter eignet sich gerade hervorragend für eine kleine Inselspaziergang, findest du nicht? Ja, logisch. Macht er schon wieder die Steuern für irgendjemanden? Ich weiß, der macht das gern, aber ab und zu übertreibt das. Der ist nicht daheim. Looper ist echt nice. Ja, ich finde sie auch cool. Lupa, ich mag O mehr als A. Lupo. Ich glaube, der heißt Fang auf Englisch, ich weiß gar nicht. Oh, die bastelt gerade. Das wird extrem cremig, jawohl, ja, Bossi. Was treibst du da? Was ich treibe, willst du wissen? Gaha, schaust dir ruhig an, wenn ich fertig bin, wird das ein stabiles Schlüsselbrett. Basteln verlangt echt Fingerspitzengefühl, was normal nicht so meine Stärke ist, aber die Mühe lohnt sich. Willst auch mal ran? So dir so ein Schlüsselbrett zu basteln, kann dir zeigen wie. Ja, logisch, schau her. Muss ich doch, hier hast du die Anleitung, hau rein, Bossi. Merci dir.
Ja, das Ergebnis, wie die Flitzebogen gespannt Sachen selber machen, rockt echt heavy. Nee, Grimm heißt in Englisch Fang. Ah, okay, ich verwechsel die immer. Zur Auswahl standen ja noch Coco immer noch. June war mal interessant. Der Bär, glaube ich, habe ich mir angeschaut. Der ist ja ganz cool. Aber ich gehe jetzt mal mit Whitney, heißt auf Englisch, mit Lupa. Nehmen wir uns die mal vor. Dafür tauschen wir noch Tatjana quasi. Den Bär, wo wir gerade waren. Ah, Kopfhörer. Fossilien. Fossilien und Pistazien. Jetzt erhältlich mit Vitamins. Nicht einer dabei? Okay. Versuch's nochmal, Lea, jetzt müsste es gehen. Ich war gerade mit, ich hätte was Morpheus gesagt, mit Eugen. Hast du schon eine Lupa gefunden, beziehungsweise schon eine Quelle ansonsten? Sieht man jetzt, aber so eine Amiibo-Karte halt quasi so kleine. Also ja, danke dir. Aber ich kann es am Campingplatz einladen. Aus Wano Kuni kommt die Lea. Amiibo, ja genau. Nee, das ist Amiibo. Also nicht Amiibo, sondern Amiibo. Wenn es auch die kleinen sind. Aber du wirst offiziell gekauft. Wo ist er noch besser? Ach so, eine bedruckte Amiibo. Ja, es ist kein Original. Nein, Original ist es nicht. Also es ist ein Original, es ist original gekauft. Aber es ist leider kein Original. Weil die Originale, glaube ich, sind richtige Karten, die sind richtig groß. Die Karten zumindest. Hallo. Wenn du brauchst, nimm ruhig. Da hinten war die vorhin. Da ist sie. Marcel, hi, grüß dich, servus. Einen wunderschönen Hallo. Ich weiß immer noch nicht, wo Gunnar ist, ne? Da ist Cleo. Habt ihr gesamte... Ah ja, genau. Stimmt, der Wolf macht gerade. WB Lukas, welcome back. Ne, lieber nicht. Sorry, ich habe gerade mit Jette telefoniert und habe nicht gehört, falls du irgendwas gesagt hast. Ich wollte nicht, dass sie verschläft. Sie hat Nachtschicht.
Äh, keine Sorge, Lea. Machen nebenbei Fahrschule etwas. Lukas, kein Problem, mach ruhig. Hauptsache du schaffst es dann. Gunnar ist auch bei mir zwischenzeitlich auf der Insel angekommen. Da ist die Froni. Gerne machen wir gleich mal Switch an. Okay, na nice. Finde ich cool. Finde ich cool. Ich bin 100%ig sitzt da irgendwo. Der kann es wieder lassen. Er hat gesagt, er macht Urlaub auf der Insel. Nee. Aber 100%ig macht er wieder ein neues Set. Oder ist er bei Tom Nook? Bei Tom Nook kann er noch gar nichts sehen, glaube ich. Weil er kriegt alles mit. Bin mir ziemlich sicher. Habe ich heute schon was, so eine Stunde auf den Bus warten musste? Oh je. Sei grüßt, Spatzel. Entspann dich ruhig ein wenig in meinem Domizil, Emitz. Lass uns quatschen. Bei Betten bin ich pingelig. In meinem Antikbett schlafe ich wie auf Wolken. Somit bin ich der beste Beweis, dass das Konzept des Schönheitsschlafs nicht aus der Luft gegriffen ist. Ich muss aber ehrlich sagen, unser Azubi damals hat auch die Dinger gemacht, die Karten. Für den 125er damals. Ich habe die auch gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es nicht so schlimm. Also ich hatte meistens irgendwo so zwischen, keine Ahnung, 95 und 100%. Also ich hätte jedes Mal bestanden, die Theorieprüfung. Ich habe auch schon einen Führerschein, muss man so sagen. Trotzdem dachte ich mir, mit Führerschein ist es deutlich schwerer, weil du das seit Ewigkeiten gewohnt bist und du bei vielen Sachen auch irgendwie nicht so ganz sicher bist oder irgendwas vielleicht falsch im Kopf hast. Manche Sachen ändern sich. Da ist Gunnar! Alles in Ordnung, Weste? Ich will plaudern. Klarer Himmel, keine Brise, lebe deinen Traum, Emitz. Also gut, meine Aufmerksamkeit gehört ganz dir. Was gibt's, Weste? Ich wollte mit dir reden. Na, kleiner Nachtspaziergang. Bei mir auch. Irgendwie war es zu früh, um ins Bett zu gehen und zu spät für ein Nickerchen. Zum Glück hatte ich noch Plan C rumlaufen und im Kopf Disco-Pop hören. Im Kopf, oh mein Gott. Sarah, alles gut? Guten Hunger, guten Appetit. Lea, du siehst die Minimap auf meiner Karte, oder? Die Schneiderei siehst du auch, oder? Die ist links unten. Da ist eine Brücke, die drüber geht über den Fluss. Siehst du die? Ich verlaufe mich trotzdem. Okay, wo bist du? Ja. Komm mal zum Strand. Zum Flughafen. Ich hol dich ab. Oh mein Gott. Warte, ich komm. Hinrennen schaffen wir schon, weißt du, aber heimfinden tun wir nicht mehr. Ich suche die mal. Irgendwo oberhalb. Was siehst du? Was ist in der Nähe? Laden oder irgendein Haus, irgendein Bewohner. Ah, da. Irgendwo Bäume, ja genau. Nie wieder Untergrund von der Insel. Nie wieder. Musst du immer da bleiben. No. Schon Himmel ist auch da. Aha. Sie zieht sich um, bevor sie sich Sachen kauft. Ich hab da halt auch noch nicht reingeschaut, fällt mir da rein.
Sehe gerade Astronautenstiefel. Oh, entschuldige, es passt mir gerade nicht so gut. Ich laber dich jetzt voll. Huch, entschuldige, ich bin gerade zu beschäftigt. Oh, entschuldige, es passt mir gerade nicht so gut. Ich laber dich jetzt voll, solange Lea mit dir redet. Die Glätzchenjacke. Die da. Gentle Lady. Sogar mit. Oh, gibt es Schnurrbart zum Kaufen? Ein Galaxy-Glätzchen. Das war blöd. Ich wollte wieder. Man kann ein Bart kaufen? Ein echter Gentleman trägt Bart. Ach, können ja gerne mit Ding, okay. Können wir vielleicht irgendwann mal brauchen? Oh ja. Sehe ich. Da sehe ich mich. Definitiv. Stahlkappenschuhe. Nehmen wir einen Schwarz auch noch mit. Ja, schaut gut aus. Wie geht der Schnurrbart? Das würde mich interessieren. Ich brauche auch einen Schnurrbart unbedingt. Schnurrbart ist wichtig. Ach, werde ich jetzt aufgenommen, oder wie? Grusel. Die Gumi hat mich letztes Mal schon gefragt. Oder was? Fufu? Fufu, glaube ich, was. Dann sind sie weg und haben geredet und dann habe ich nichts mehr gehört. Ich warte heute nach mein Gewand. Fufus Fangirl. Gummi-Fangirl. Ach, Fufus stimmt auch, wusste ich gar nicht. Und Grusel. Wo ist Emils Fangirl? Ach so, schade. Gibt kein Emils Fangirl.
Muss ich designen für dich. Gunnar. Was hältst du von Lupa? So mal nebenbei. Ich weiß gar nicht, wen du auf der. Wo ist der Wolf of Fangirl? Der Wolf of Fangirl, glaube ich, gibt es keine, oder? Alter, dann habe ich auf 4. Brauchst du 2 Stäbe, geht das? Kann man 2 Stäbe haben? Also 2 Stäbe mit mehreren Outfits. Watchtime geht leider nicht, Lukas. Ich hab's versucht zum Einstellen. Es ist furchtbar einfach über Streamlabs. Ich habe aber kein Streamlabs. Excuse me. Also ein Stab, aber so verschiedene. Was geht, ist Follow Edge. Also zum Beispiel. Das geht. Erdbeermit ist not following Erdbeermit, das geht nicht. Ich kann mir selber nicht folgen. Ach doch, das geht schon. Du kannst quasi verschiedene Stäbe haben und pro Stab kannst du quasi verschiedene Outfits machen. Das geht. Ah, okay. Du kannst quasi jetzt mal 2 Stäbe dabei haben und kannst dann quasi, ja, ich sag mal, wie viele Outfits pro Stab? 5? Ich glaube 5 gingen pro Stab, oder? Mit 2 Stäben gehen dann 10. Funktioniert das so? Also Follow Age sagt eigentlich nur, wie lange du meinem Kanal schon folgst, wenn du das eingibst. Das geht. Dann steht quasi da, du bist halt so und so lang. Du kannst nur einen Stab haben mit mehreren Outfits. Ach so, ja, aber wie viele Outfits kriege ich dann? Du hast gerade ein paar mehr gehabt. Wenn du 2 hast, dann hast du bei dem anderen Stab trotzdem dieselben. Ach so. Das war doch gerade ewig viel, oder? Wenn du hast einen, ist das dann? For 2 weeks, 2 days. Heiliger Mundfisch, genau, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gentle Lily ist cool. 7. 8. 9. Also 8 insgesamt, oder wie? Wie die Emotes auch, denke ich mal, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, du hast das gleiche Kreisel wie die Emotes, denke ich mal, oder? Wenn du den hast. Das sind 8 Stück dann. Und das, was du halt standardmäßig anhast. Ah, okay. Ich freue mich auf Halloween dieses Jahr, ohne Scheiß. Unbedingt. Also Animal Crossing Halloween und anderes Halloween. Mal schauen, was ich da mache. What? Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne und unten da leuchten wir. Ich gehe, mein Licht ist aus, ich gehe nach Haus. Rabimmel, rabimmel, rabam, bam, bam. Ich werde an Halloween wieder daheim rumsitzen, wieso das? Horrorfilm-Marathon. Magst du noch Laden schauen oder ich weiß nicht? An Halloween gehe ich nach Wien und sage ich Halloween. Oh mein Gott. Ah, der hat jetzt wehtan. Der war jetzt schon. Uiuiuiui. Ah, die Schmerzen.
Der war bitter. Kannte ihn aber tatsächlich noch nicht. Aber er tat trotzdem weh. Ui. Ui. Es ist Donnerstag. Der 19:18 Uhr. Es ist der 23. September. Hab noch einen Philipp Streams. Hey, ich habe mir schon einen angeschaut, so ist es nicht. Speedrun von Superliminal. By the way, hast du es geschafft jetzt, Philipp? Du hast nichts mehr gesagt. Hat es hingehauen? Ich erwarte auf einen Erfolgsbericht. Ich warte auf einen Erfolgsbericht. Ich erwarte auf einen. Bis jetzt nicht schaut. 35 Minuten waren es, ne? Mein Gott. Moment, ich hau's mal drauf. Ich hab's, glaube ich, auf der Wunschliste drauf? Ich weiß gar nicht. Habe ich das Spiel Superliminal? Ich kann es gar nicht sagen. Ich muss mal kurz schauen nebenbei. Du kannst den nicht reißen, weil du nicht wie ich. Also weil du nicht wie ich ausschaust. Moment, ich schaue gerade nebenbei mal, ob ich den schon habe. Ja, Superliminal wäre auch mal interessant. Ich finde es eigentlich ganz cool, es ist bloß schwierig, weil ich schon so viel gesehen habe von dem Spiel. Nö, da ist es nicht. Dann noch Steam. Wolf verwirkt wie 30 Jahre verheiratet. Hast keine Wege, das zu erfahren. Quasi alles gesehen. Ja, viel. Bei dir jetzt eigentlich schon, ja. Wobei mir das teilweise zu schnell ging, muss ich ehrlich sagen. Du hast das durchgehauen wie nix eigentlich tatsächlich, das Ding, das war da. Das ist krass. So, schauen wir da mal noch kurz. Einmal Shop. Superliminal. Na, tatsächlich nicht. Warst du im Shop schon drin, Lea? Nein. Das da oben. Da. Zurück. Jetzt kannst du nicht mehr raus. Ich habe vorhin gesehen, Moment, wo habe ich gesehen? The Big White Wolf Haru ist schauen Halloween wieder Nightmare Before Christmas. Ist auch cool, ja. Tim Burton ist halt immer cool. Ich bin vorerst weg, komme ich später noch dann ein bisschen. Okay, Wolf, danke dir, kein Problem.
Kein Problem. Bis später. Wie ich rauskomme, meinst du? Bin ganz dick und stell mich vor die Tür. Ich halte es zu. Ich stelle einen Metallkanister vor die Tür. Der ist so shiny, da kommst du nicht mehr raus. Mist. Ach. Ich dachte, es geht. Hast du Billardtisch gekauft? Komm ich vorbei, dann spielen wir eine Runde. Ich freue mich schon irgendwie auf FNAF oder Scribble oder Gothic von. FNAF wird, glaube ich, nochmal eine Stufe härter. Wobei ich eigentlich gar nicht so richtig. Also, ich kenn's, ja, wie gesagt, ich weiß ja, um was das im Groben geht. Es ist ein reines Jumpscare-Spiel. FNAF. By the way, ich habe ein neues Spiel, Tall Polly. Wenn es eben sagt. Ich soll dich runterschmeißen. Moment mal ganz kurz. Ich muss das Bild immer anschauen. Habe mein Piratenschiff in Animal Crossing New Horizon fertiggestellt. Steckt sicher über die Hälfte von meinem Strand. Piratenschiff ist okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Piratenschiff hast fertiggestellt? In Animal Crossing, okay. Würde mir gerne mal anschauen, muss ich ehrlich sagen. Tschüss, Lea. Von Gerd. Ich kann mal schauen, ja. Kannst du dich aufmachen, wenn du magst. Komm ich kurz vorbei. Eventuell tatsächlich ja. Vielleicht hat er was Interessantes. Kürbissetzling würde man vielleicht ein paar kaufen. Ja, gerne. Marcel. Gerne, gerne. Ich schaue bloß kurz zu Lea, weil ich zu Gerd noch hinschaue. Philipp, du machst kein FNAF? Oder wie verstehe ich's? Was ich vorhin sagen wollte, genau, Tall Polly, wenn das wer kennt. Also Tall wie groß, T-A-L-L und Pol, ich glaube Poppy oder Polly. Jetzt muss ich lügen. Moment, ich hab's gehört da. Das heißt Poppy, Tall Poppy, Entschuldigung, mit Doppel-P. Tall, T-A-L-L, Poppy, P-O-P-P-Y, Tall Poppy. Hat nichts mit der Mohnblume zu tun, glaube ich, sondern es geht um einen Trollgeist. Ist ein ganz kurzes Spiel. Naja, hab 3 Folgen für YouTube aufgenommen und dann erst gemerkt, dass der Rechner das. Achso, das war das. Ist übrigens die Insel, die du im Schlaf besucht hast, also bitte reiß mir nicht die Kopf ab. Ach, okay. Kein Problem, kein Problem. Geht quasi darum, dass man, ich glaube, die Frau von dem Hauptcharakter, sage ich jetzt mal, hat ihr Geldbörse vergessen. Irgendwo in der Kirche und du musst sie suchen. Ende der Story. Und anscheinend ist da ein Geist, der halt mehr so lustig ist, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also er will dich später dann, macht er dich schon, bringt er dich schon um, so ist es nicht, wenn du nicht aufpasst. Aber er erschreckt dich halt. Er ist mehr so auf Jumpscares, so wuhu, hallo, hier bin ich. Weißt du, so in die Richtung einfach, so ganz übertrieben. Und es schaut sich ganz interessant aus. Ich glaube, das dauert eine halbe Stunde. Also, oder eine Stunde, vielleicht länger, glaube ich, dauert das gar nicht. Aber mehr ist noch nicht auf der Insel. Was aber mehr ist noch nicht auf der Insel passiert. Habe erst vor 3 Wochen komplett neu angefangen. Oh mein Gott. Katze war hier miau. Singt jetzt gleich wieder. Ich meine dich, Bella. Du wackelst so komisch. Wenn die komisch wackelt, singt die gleich. Gleich.
Den Text vergessen. Sie wackelt. Sie wackelt. Sie wackelt weiter. Ein Hund ist sie, vielleicht ist sie ein Wackeldackel. Ah, Mist, okay. Hallo. Kung Fu Fighting. I wanna do Kung Fu Fighting. These guys are fast as lightning. Moment, was soll ich? Schau bloß kurz zu Lea, noch zu Rainbow Katzi. Und Moment, ich bin gleich da bei dir. So. Han, sagt er, wie immer. Ich möchte fliegen. Wäre ganz cool. Roshi. Ich würde gerne jemanden besuchen. Wäre nice. Ich würde das gerne bei Online-Spielen machen. Oh, jetzt kommt wieder Telekinese, Dodo. Voodoo ist also blöd. Der Speichervorgang wird ausgeführt. Wie möchtest du verreisen? Wer Freundesliste? Der komplette Weg ist schon fertig gebaut. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Komm gleich, wie gesagt. Abbeflug. Abreise wird vorbereitet. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Mal schauen, ich glaube, entweder machen wir morgen. Morgen könnte man Horror reinhauen, hey. Toll, Poppy wäre schon cool. Ich würde es mal ausprobieren gerne. Oder heben wir uns für Halloween auf? Was auf dem Boden liegt, kannst du mitnehmen. Sarah, hi, willkommen zurück. Ah, das war die Trauminsel. Die war noch, da hast du angefangen gehabt, genau, stimmt. Die andere war ja die, was ist mit der Wasserinsel passiert? Mit der heiligen Mondfischinsel? Mit der Unterwasserinsel? Ist die jetzt Traumcode? Ach, du hattest, wie viel Switch hast du gehabt? Stimmt, ja, da war was. Tschüss. Ich komme wirklich nicht durch, Mist. So langsam würde ich meine Wette gerne ablösen. Deine Wette. Ich glaube, die explodiert gleich. Ich muss los. Ah! Die explodiert gleich. Ach, dass du im Monat keine Coins benutzen darfst. Sophie, Hallöchen, du musst ein Besucher von einer anderen Insel sein. Ich bin Sophie. Bin gespannt. Wir können jetzt einen Monat schon rum, ich weiß gar nicht. Toll, dich jetzt treffen. Du wirst eh jetzt gehen, wir wollen zusammen shoppen. Nein, lange nicht. Mich hätte schon gewundert irgendwie. Ist das nicht ein wunderschöner Tag, um ein paar Blümchen zu kaufen? Ja, logisch, schau raus. Und vielleicht noch einen Busch dazu. Du hast Glück, denn heute verkaufe ich den Duftblütenbusch.
komme danach dann mal kurz mit. Oh je. Ich wollte gern einkaufen. Habe ich denn? Empfindung kommt jetzt, ja. Ich merke schon. Komme ich bloß gegen Lösegeld wieder frei. Das ist doch der einzige Verkäufer, wo man, oder die einzigen Verkäufer, die quasi am Rathausplatz sind, wo man die Sachen kaufen kann und kann sich noch was anderes aussuchen. In anderen müssen wir jedes Mal das komplette Menü durch. Da ich es nicht weiß, nehme ich mal die noch mit. Ich glaube, ich habe die nämlich nicht. Ich pflanze die aber dann ein. Scheiße, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich 5. Was ist denn das für ein Emote? Ach, von Ramme. Jetzt. Okay. Die Maus sieht cooler, stimmt. Oh mein Gott. Hab bloß noch ein paar Piratenflocken. Was hab bloß noch keine Piratenflocken? Kann jemand Marcel helfen? Hat wer Piratenflagge? Ich versteck mich da. Das habe ich sogar, glaube ich. Das ist so gut. Ausraum, bis ich es einsetzen kann, Moment. Ob das so gut ist, das Emote? Ich weiß gar nicht. Ist das blöd? Blub, ja. Und nu? Hatte heute ja Fahrschule, Praxisstunde und mir ist so ein 15-Jähriger extra den Weg gelaufen. Hat dann dumm gegrinst, weil er dachte, ich habe Prüfung. Das ist kotzig. Was, wenn du dem heiligen Mondfischkult beitreten müsst, musst du nur Fuego fragen. Wer ist, was? Fuegro? Wer ist Fuegro? Hätte nur Listen zusammengefahren. Lukas, glaub mir, du wirst in deiner Laufbahn, in dem Moment, wo du auf der Straße fährst, noch viel öfter mit dem Gedanken spielen. Mach es nicht. Ach, Fufu. Also ich habe mich eh schon eingeladen eigentlich, glaube ich. Fufus Fenkel, oh mein Gott. Also eingeladen wurde ich schon. Aber da hat sie mit Gummi sich verratscht, glaube ich. Da wurde es vergessen, dachte ich mir. Das arme Geld.
Ja, ist nicht so toll. Muss da mal wieder ins Voice kommen. Das war so ein Durcheinander tatsächlich. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mich da überhaupt nicht auskennen im ersten Mal. Das war zwar lustig, aber 5 haben DBD gespielt, 3 haben irgendwie Pokémon Unite gespielt und 2 waren gar nicht da. Einer hat was anderes gespielt. Das war so ein Durcheinander. Was kommt hier hin? 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 Ach, das ist ein Mondfischinsel. Jetzt sehe ich es erst. Mika, hi. Grüß dich. Passiert öfter. Oh mein Gott. Ja, wenn der Fall entdeckt mit deinem Pferd. Du wolltest mich wieder einsperren, ne? Also weiß noch nicht, was da hinkommt. Ach, du hast sogar ein Grundstück frei. Einfach bestechen. Uiuiui. Oh, das schaut creepy aus da oben. Wie geht's euch denn heute? Ich hoffe gut. War gestern Blut abnehmen. Blut abnehmen, okay. Mir geht's gut, danke dir. Vielen lieben Dank. Ich hoffe dir auch, wenn du beim Blut abnehmen warst. Wer zieht da ein? Der Hintergrund Sepp. Geh mal hin und lies, was da steht. Hier entsteht das neue Haus von Felix. Wer ist es? Ja, Antikörpertest und dann gleich nachschauen, ob ich ihn. Ach so meinst du. Also nicht Blut spenden, sondern Blut abnehmen beim Doktor. Ach so, okay. Dann schauen wir meine Karte. Ach, der da. Der Bär, der zieht um. Du brauchst du die ganze. Wie kann man Bewohner auf dem Strand setzen? Jetzt sehe ich es erst. Das wäre perfekt für Cleo. Das geht ganz normal. Viel pink. No. Pink Overload. Pink Overload. Oh, du bist mein Lila. Oh, ein Besucher. Cool, dich hier zu treffen. Du hast irgendwie 2 Namen, hatte ich auch kennen. Ich bin Paulina. Voll die mega Abwechslung, mal jemanden von der anderen Insel zu treffen. Fast alle Bewohner am Strand. Okay. Du musst mal zu Marianne gehen ins Haus. Marianne. Ach, der Tintenfisch. Ja, den kenne ich. Hab die Häuser nur wegen Inselumbau. Ach so. Komm. Hol dich, Mist doch nicht. Ist Katja nicht da oder kommt? Ich weiß gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist schon da. Bär. Ihr Bär? Das ist ein Eichhörnchen. Wo bist du, dieser Besucher mit Jen, von dem ich gehört habe, Mimitz? Zum Glück habe ich mich daran erinnert, was hätte ich gedacht, du wärst der Spinner oder so. Ich weiß nicht, ob sie kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist auf jeden Fall, ich denke, sie ist in einem Stall. Der macht Gurgur, das ist ein Bär. Alle Bären machen Gurgur.
Also hier schaut er aus wie ein Bär. Komm. Ach, du hast die Juna. Also es kann sein, dass sie schon noch kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Sie ist eigentlich zu, ich sag mal, 99% immer dabei. Aber eventuell, vielleicht mal heute nicht. Okay, Lukas, kein Problem. Gute Nacht und Servus und viel Spaß beim Üben. Die sind da. Und viel Erfolg vor allem. June habe ich mir auch überlegt. So als letztes. Also, ich bin jetzt bei Lupa hängen geblieben. Aber June wäre schon interessant gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ui. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ich heiße oder Juna, nicht June, Juna. Und du bist aus der Emitz. Was für ein schöner Name. Ich hoffe, du kommst mich jetzt immer besuchen, wenn du auf Wano Kuni bist. Ja, logisch, schei vorbei. Aber mir hat das irgendwie eben das Muschelzeug nicht so ganz zugesagt. Ich habe mir das Haus angeschaut. Und ich dachte, weiß ich nicht. Da liegt eine Muschel. Muschel? Da liegt eine Muschel. Muschel. Muschel mit F. Eine Muschel. Aber am Dienstag Mathe-Test, morgen Deutsch-Test und nächste Woche Englisch. Das war die stressigste Woche, die ich hier hatte. Oh mein Gott. Muffel. Muffel. Muschel. Muschel. Muffel. Mümpfen und Muffeln. Also. Tschüss. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hin ist. Wow. Die Aussicht. Wie geht's? Der ewige Kreis. König der Löwen. Kürbis. Fehlt? Was? Sorry, was war? Wurde rausgeworfen? Internet, achso. Ich meinte, ist auch krass, sage ich, wenn du die Tests hast, das meine ich. Wie ist der gegangen mit den Tests? Kann das sein, dass du dezent keinen Platz mehr im Lager hast? Willst du da rein? Ich bin dir nachgerannt. Sonst wäre ich schon wieder weg. Wenn ich es mir anschauen soll dann oder anschauen darf, schaue ich es mir an. Wenn nicht, dann bin ich weg. Manchmal noch schlimmer. Anscheinend darf ich es anschauen. Ich komme gleich. Marcel. Mathe habe ich eins und die anderen schreibe ich ja noch. Oh cool. Respekt. Mathe war ja immer gut, tatsächlich. Ich traue mich nicht rein, sonst friere ich da fest. Das schaut kalt aus. Schnell zum Ofen. Ah.
Ofen. Okay, ist weihnachtlich. Brr, ja, schon, ich finde auch. Es ist schon ganz leicht. Es ist irgendwas zieht da. Rudolph the Red-Nosed Reindeer has a very shiny nose. Dere, 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 dere. Mehr kann ich von dem Text leider nicht. Mein Haus ist komplett eingerichtet vom Keller bis zum Dach. Ich habe ein Zimmer. Das ist für den nächsten Schwammerlbrei. Das ist auch cool. Ich freue mich schon so auf Weihnachten. Ein bisschen frisch, aber angenehm hier. Vor allem hat man Fußspuren, ne? Sehe ich gerade. Sogar das Eis liegt auf dem Kamin drauf. Oh mein Gott. Das Feuer hat überhaupt keine Chance nicht. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ähm. Schön. Aber ist schön. Ich komme mal durch, schauen mal rein. Willkommen. Kuchen. Falls du mal heiratet und das kommt zu mir, dann bin ich Zahnarzeuge. Perfekte Temperatur. Das ist Kuchen, da bleibe ich. Ja, aber für viele Thrasher. Was? Ja, war auch viel auf Thrasher-Inseln, sonst hatte ich gar nicht so viele Sternis. Ach, übrigens brauchst du hier. Hey, danke dir, Marcel. Vielen lieben Dank. Ich komme schon klar. Danke dir. Bin jetzt so der Thrasher Island-Gänger. Ach, Bad. Ja, das Ding da. Den Teppich hatte ich einmal. Ich lasse da mal Wasser ein. Das wird schon fast wieder kalt. Und Wäsche habe ich auch angeschalten. Ein paar bräuchte ich jetzt. Ja, ist ab und zu ganz geschmeidig. Na schön, Lea, gefällt mir. Ist wieder was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit Baumkuchen sogar. Die haben überall Kuchen. Ich habe einen Muffin. Einen Muffin. Die haben alle Kuchen. Mist, ich komm gleich wieder, Lea. Ich wollte nicht raus. Ich wollte nicht raus. Ich bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Kein Stress, kein Stress, kein Stress. Ich kann zu wenig Französisch. Was heißt das drauf auf der Tür? Forte? Sommer und Frühling fehlen noch, oder? Ja, kannst recht haben, das ist Frühling. Hanami. Habe ich schon live gesehen. Fast einmal durch ganz Japan durch. Ah, da haben wir ihn ja. Dann, wir raten mal ganz speziell. Also ich kann mir das nicht ganz vorstellen, Mika. Ich, ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, oben ist Sommer. Rainbow Snowy. Hi, hallo. Oh, doch nicht Sommer. Schade. Hallo, willkommen. Rainbow Snowy und Rainbow Katzi. Kennt ihr euch zufällig? Hallo. Okay, ihr kennt euch. Dachte ich mir schon. Ach, der Elefant ist da cool. Na, hab ich auch schon mal gesehen. Wie heißt denn der Elefant, Lea?
Der Teetassenelefant da. Tschüss. Aber schaut trotzdem beautiful aus. Ja, ist cool. Finde ich ja. Ist zwar kein Sommer, aber schaut cool aus. Die Bewohnerposter finde ich ja cool. Wolfgang? Ist es Wolfgang? Nee, ist nicht Wolfgang. Ach, Eleanor. Eleanor. Das kann sein. Wunderbar. Rainbow Snowy, vielen lieben Dank. Da ist Wolfgang, okay. Wie geht's dir? Ich hoffe auch gut. Hoffe ich doch. Lea, weißt du, was hier noch ganz gut hinpassen wird? Da drauf. Ein Poster von Gunnar und ein Poster von Cleo. Hm? Ich soll mal dazu stoßen. Ich soll mal dazu stoßen, wenn es okay ist. Ja, klar, stoß dazu. Kein Problem. Gerade kommen, Masi, bist du mir willkommen. Achso, auf die Insel. Ein Hihi kommt. Ich habe dich nicht vergessen, Marcel. Ich komme schon noch. Ich habe dich nicht vergessen. Eleanor muss ich aber austauschen. Die habe ich gehen lassen und Ricarda auch. Wer war Ricarda? Zuverlässige Hälfte Snow White aus Sri Lanka. Mhm. Ja, es geht ums Bauen, Philipp. Hast einen cute Namen. Danke dir. Eichhörnchen. Reinwas neu, danke dir. Vielen Dank. Du magst ab jetzt Erdbeeren. Falls du sie noch nicht mochtest. Danke dir. Ach, Eichhörnchen, Molly Ricarda. Ah. Die da. Ah, sie da. Ich habe tatsächlich zu Whitney, der hier, auch angeschaut, ob ich ähm, sagen wir es quasi, ich habe den Wolf, den Trendsetter Wolf möchte mal frittiertes Hühnchen. Hm. Ich habe tatsächlich schon gegessen. Was Nuggets? Wie hat die geheißen? Moment, ich muss kurz schauen. Angie? Hat die Angie geheißen? Angie? Lea, vielen lieben Dank. Danke dir. Danke. Müsst aber überhaupt nicht sein, das weißt du ganz genau. Danke dir. Die Rainbow Snowy, hallo, willkommen im Mietshaus. Danke, Fan, Katzi. Danke, Fan. Moment, ich wollte kurz schauen. Ich glaube Angie, Animal Crossing, ich kann mir die nicht merken. Die fand ich auch ganz lustig. Na, das war die Kuh, Angie, die hat anders geheißen. Moment mal, ich schau kurz. Sonstige, Villager. Bitte Fan, Mausi. Danke, Fan und bitte Fan. Die war irgendwas mit, oh, wie hat die geheißen, wie hat die geheißen? Ach, Odi. Odi war der englische Name.
Audi Animal Crossing Deutsch. Katharina heißt sie auf Deutsch. Katharina. Die dachte ich. War auch schon im Gespräch. Aber ich glaube, ich bleibe bei weitem nicht aktuell. Ui, ich wollte. Mein Kater heißt Odin, der andere Spike. Okay. Meine heißt Misty. Ich bin versehentlich in den Keller runtergegangen. Ich verlaufe mich in deinem Haus immer. Achso, da ist noch wer. Hallo. Ich brauche das überhaupt noch. Ich versuche gerade einen großen Kraken zu zeichnen. Echt schwierig ohne Vorlage. Oh, nice. Einen großen Kraken. Cool. Ich muss mal was sagen. Bin ich der Einzige, der heute und nicht zu Weihnachten Lebkuchen isst? Also Lebkuchen ist schon... Es ist kalt genug. Sag ich mal. Aber Lebkuchen jetzt? Wird ein bisschen früh. Ich meine, wer es mag, klar, ich könnte die Dinge jetzt speziell auch das ganze Jahr essen. Ich mag die schon auch. Was heißt es eigentlich, das, Lea? Das, ich google es mal. Ich weiß es nicht mehr. Failed. Heißt willkommen, oder? Ist es Englisch? Failed? Auf dem Türrahmen drauf. Ist es Englisch? Ach, irisch. Setmilfeld. Millefeld. Achso, in der Ding, okay. Herzlebkuchen. Ui. Ich habe nicht alle Emotes. Kommt gleich so Film raus. So. Ist auch noch mit Marmelade drin, oh mein Gott. Hab ich nicht. Kann ich nicht. Was kann ich denn? Ich kann nicht viel. Ich kann das. Jetzt sind wir die 3 von der Tankstelle, oder? Ich glaube, Snowy ist kaputt, die hupt. Oder ist das Seehund? Ist das blöd. Wie machst du das so schnell? Mit der App, ne? Also 8. Oktober ist es endlich soweit, dann werde ich mir die Switch Pro gönnen. Oh, nice. Party!
Bis 20.45 ist noch offen, da muss ich schlafen gehen, muss 4 Uhr wieder aufstehen. Ah, okay, kein Problem, Marcel, kein Problem. Y? Entschuldigung, Moment. Y. Ich drücke Y. Y passiert nichts. Bei mir ist es X. Du hast das Y drücken. Du hast es gesagt. Ja, Emotionen mache ich. Dann Y, ja. Ach so, okay. Ach so, ausprobieren. Schaut das blöd aus. Wie so ein Fisch im Wasser, ne? Let it go, let it go. Naja, die Nachtfüchse, ich muss dann schönen Abend noch schlafen. Mika, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Gute Nacht, schlaf gut. Ich bin da, glaube ich, in einen ziemlichen Mondfischkult reinkommen. Gute Nacht, Mika. Danke dir. Mal eine ganz dumme Frage, hast du eigentlich immer einen Mondfisch dabei? Snorri gehört auch in den Mondfischkult. Oh mein Gott. Ach, ich müsste einen fangen, fallen mir gerade rein. Ich habe noch gar keinen. Blub. Versteck mich hier hinter dem Busch, das findet mich keiner. Mist. Staub habe ich das. Ich habe einen Staub tatsächlich, Lea. Danke dir. Hihi, Bluppen. Ich habe einen Staub. Nur noch keine Outfits. Kein Problem, aber danke dir trotzdem. Ich habe wahrscheinlich gemacht. Ah, komm. Du kriegst einen Knuddel. Nö. Okay. Aber ich habe das ja kein Mondfisch-Outfit nicht. Kriegt man das automatisch zugeschickt per Abo dann, oder wie haut das hin? Oi, Emloi, oi. Hi, servus, grüß dich, habe dir. Da reist jemanden. Emily, hi. Ich muss mir noch Outfits zusammenbauen. I have to do so. Fufu hängt dir das in die Schneiderei, zudem bekommst du ein Mondfischmodell, welches du irgendwo auf deiner Insel aufstellen musst. Einmal schauen, ob ich einen Platz finde dafür. Ich fange mein Mondfischmodell, glaube ich, sogar selber. Aber tatsächlich, Lea, ich würde jetzt mal ganz kurz gehen. Ich würde dann ganz kurz versuchen, dass ich noch einen Mondfisch angel, weil ich kann den, glaube ich, bis 9 Uhr angeln, oder? Wie bei dir. Oh mein Gott. Okay. Sogar mit Mond, oh mein Gott. Sogar mit Fischstäbchen.
Ist der Staub dein Fischstäbchen? Oh mein Gott. Fischstäbchen. Oh nein, sie will mich fangen, Hilfe. No. Sie ist zu langsam. Gleich läuft sie sich auf der eigenen Insel was drauf. Hui. Ich bin weg. No. Ui, wer ist denn das? Ninja. Mäh. Okay, bin noch mal kurz weg. Ach, geht's nicht. Nein, Emotions gehen nicht. Jetzt. Habe die Ehre. Vielen Dank. Regenschirm brauchen wir keinen Marcel. Das kriegen wir alles. Achso, die schmeißt mich raus? Ja, nicht schlecht. Okay. Ich brauche nicht mehr selber gehen. Das haben wir gern. Mhm. Das haben wir gern. Dann schauen wir jetzt zu Marcel ganz kurz. Da muss ich schauen, dass ich einen Mondfisch angekriegt oder sowas. Ich hab den noch nicht. Wie fehlt der noch? Toni zieht den immer raus bei mir überall. Ich habe schon mehrfach gegangen, ich habe den nicht einmal gesehen. Das Viech. Bin mit meiner Insel fast fertig, muss nur noch ein Zimmer in einem anderen Haus gestalten. Okay. Bevor ich es vergesse, bei so Emily, wie geht's dir? Hast du kurz Hi geschrieben? Habe ich gar nicht gefragt. Jetzt müssen wir mal wieder Minecraft machen, ha? Wie schaut's denn aus mit dir? Ich möchte fliegen. Marcel, kannst du den Code nochmal schicken? Das wäre ganz lieb. Ah. Jemand besuchen? Aus meiner Insel komplett fertig, außer pinke Blumen fehlen. Pinke Blumen? Hat wer pinke Blumen? Online? Eventuell. Roshi. Snowy, Philipp hätte Rosen in Pink. Ach komm, Philipp. Ich nehme nichts mit. Ich schaue mir nur die Insel an.
Egal, wo es her gewesen wäre, ich hätte sowieso nichts mitgenommen. Kennst mich doch. Wir haben gerade einen Flug nach Dream City, stark klar. Okay, mach mal. Ihr könnt euch auch, wenn ihr wollt, bei mir auf der Insel treffen. Wenn ihr Übergabe machen wollt, feierlich. Na, passt schon, okay. Kein Problem. Ich weiß, du magst das nicht, ich weiß das. Carol, hi. Servus. Hallo. Willkommen. Ich muss jetzt unbedingt Mondfisch fangen. Unbedingt. Und weiterbauen mal. Moment. Ah, ich sehe dich glaube ich. Ich sehe dich in der Ding in der Insel. Wenn ich dort war, dann habe ich dich drin. Hier spricht euer Captain, ihr könnt erreichen mit Dream City, bitte bereit machen zur Landung. Ich bin etwas gespannt, wie das aufbaut, das muss ich ehrlich sagen. Wie? Ich bin jetzt auf das Schiff gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin echt gespannt. Weil man das aktuell gar nicht vorstellen kann. Überhaupt nicht. Darum immer wieder gern her mit so Inspo-Dinger, weil ich mir... Hallo. Das... Hallo. Der Kutsche, okay, nice. Ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage, du magst Piraten. Ach so. Mit den Aufstellern. Bubble Tea leider nicht, na Carol. Ist auch cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. Hier kann man sogar noch durch, okay, nice. Wie schaut das vorne? Ich sehe es nicht. Ach, oben quasi. Ah, alles klar. Bitte. Flanke? Ach so. Alles klar. Ja, ist cool gemacht. Okay, gefällt mir. Gefällt mir. Ist ja wieder eine ganz andere Idee. Aber das ist eine Absperrung, oder? Denke ich mal hier. Wie komme ich? Da komme ich raus. Ja, cool. Brauche für mein romantisches Örtchen. Hm. Ich weiß nicht, ob aktuell noch wer einen hat, keine Ahnung. Du könntest notfalls zurückspulen auf 29.07., glaube ich, war der Tag, 29.08. Du kannst sogar welchen holen von Rainer. Von Tombola. Wenn du unbedingt brauchst, meine ich. Rosen in Pink. Können wir später ausmachen, das noch wieder. Ui, das schaut auch cool aus.
Habe ich sogar. Ich habe die Dinger, das da glaube ich, und ich habe einen Mondteppich. Ich finde die Insel bisher sehr gut. Ist noch jemand dann dran mit einer Insel danach? Ansonsten würde ich gerne meine zeigen. Ich komme mal zu dir, kein Problem. Nein, aktuell, Marcel hat aktuell die letzte gesagt. Mir gefallen die Kürbis-Halloween-Sachen allgemein sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ich kann da, wenn du magst, vorher zu Philipp kommen, wenn es okay ist für Philipp, und würde dir dann eventuell, wenn es. Oh, cool mit dem Ding mit Tapeten. Würde eventuell dann Rosen mitbringen, wenn das passt. Wenn Philipp okay findet. Okay, dann geht's nicht. Philipp ist gerade Minecraft. Alles klar. Kein Problem, nevermind. Dann irgendwann mal, auch kein Thema. Ja, cool. Ähm, leichter Beobachtungsdrang, merke ich. Ganz ein leichter. Oh je. Erfolge fahren wir nur so, okay. Na, nice. Ich spiele auf PC deswegen. Ach, alles gut. Haha, minimal dieser Drang. Ein Saurier. Ja, cool. Das wäre was für Ronja. Die Saurier. Oh je, Hilfe. Was wird mir in Animal Crossing neu gestartet? Durch was meinst du, Carol? Also, Moment. Aber wird mein Animal Crossing neu restartet? Du meinst, wenn du zurücksetzt? Nee. Das Einzige, was du hast, wenn du das normale Datum wieder einstellst, du hast kurzzeitig zersauste Haare, die kämmt sich dann wieder. Dann hast du Kakerlaken in der Wohnung und Unkraut auf der Insel. Unkraut kannst du zupfen und die Kakerlaken musst du halt dann zusammentreten. Wenn du alle erwischt hast, sind sie weg. Ist auch cool. Grüne Kommode. Ja, nice. Gefällt mir. Sag mal, mit Handball kann man die heben? Geht nicht. Kann sich heben. Viel zu schwer. Also Animal Crossing wird nicht neu gestartet, wenn du das meinst, Carol. Du musst quasi nur, wie war's, rausgehen, es komplett beenden, dann die Uhrzeit umstellen. Ich glaube, der 29.8., also jeder Sonntag im August war es. Moment, der 9, zum Beispiel der letzte war der 29. 29. August. Dili, hi, grüß dich, hallo. 29. August ab 19 Uhr war das, glaube ich. Das schaut auch cool aus. Gefällt mir. 29. August war der letzte Sonntag im August und ab 19 Uhr, glaube ich, war das Feuerwerk. Und da ist Rainer auch am Platz. Da kannst du dann das Zeug kaufen. Ich hätte gern, was mag ich denn? Ein Gas habe ich. Ja, 21, logisch, ganz normal. Dieses Jahr, ganz regulär. Die Bewohner wundern sich vielleicht, wenn du wieder zurückspulst, wie, dass du Zeit weg warst. Aber macht auch nichts. Kurz wieder reden, damit dann passt wieder alles. Ich habe das leider machen müssen wegen Gunnar, dass ich die Figur kriegt, also quasi den Kater gekriegt habe. Darum weiß ich aus erster Hand, dass das quasi nichts macht. Aber die anderen haben es auch schon mehrfach gesagt, also ist kein Problem. Ach, mit Werkbank. Okay, nice. Mohnkuchen nehme ich. Nam 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 nam. Hier ist noch Geburtstagskuchen. Happy. Finde ich cool, ja, gefällt mir.
Smokuchen. Nam, 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 nam. Oh, Tango, Moment. Tango muss ich auch probieren. Nam, nam. Nam, 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 nam. Das sind gar keine Tangos. Schaut. Das ist irgendwas Koreanisches? Könnte koreanisch sein. Der pennt mir einfach weg, während er mir sein Haus zeigt, weißt. Mal aufwecken. Geht nicht, schaut. Sieht sehr schön aus, sagt der Bakotzi. Ja. Schön. Kurz noch Bewohner anschauen. Das sieht mich einmal. Carola, Svenja, Bocky hast da, Carlos, Anton, Leonard, Wilma, oh mein Gott. Rudi, die Bella, die haben wir auch. Und der Quentin. Ach, du hast die Häuser auch am Strand, sehe ich gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ändert natürlich alles, wenn man die am Strand platzieren kann. Das ändert alles. Habe ich gesehen, Snowy. Habe ich gesehen. Machen wir gleich. Hab's noch offen nebenbei. Danke dir. Also war schön, cool. Das Piratenschiff, das haben wir wieder eine ganz andere Idee, muss ich ehrlich sagen. Der Weg ist interessant. Ich muss halt mal schauen, wie ich es mache. Okay, das ist so macht auch nicht schlecht. Also ich weiß zwischendurch, wie viel Arbeit das ist dann, das so gerade bringt hier hinten. Es ist halt echt mega aufwendig, auch mit den ganzen Wegen und dem Zeug. Also es dauert wirklich massiv. Aber gefällt mir, finde ich cool. Das Schiff ist auch eine ganz andere Idee, wie gesagt, muss ich sagen. Ist auch, also vor allem die Wände finde ich cool. Ich habe es schon mehrfach gesehen, dass man da Dinge gemacht hat damit, dass man da... Gibt sie komplett zu, die Wände auch? Ich glaube nicht, oder? Und bei dir ist es wahrscheinlich Absicht durch die, wegen den Paddeln oder sonst was, denke ich mal. Aber gibt es die komplett zu auch? August, ja, August. Carol, August. Der 8. Ja. 29. August 2021. Ab 19 Uhr. Du musst aber aus dem Spiel komplett rausgehen. Speichern, komplett rausgehen und dann die Switch umstellen. Ach cool, mit Weihnachtsbaum. Nice. Schön. Verkaufsstände. Erntedankfest oder was ist das? Ja. Oder Geburtstag? Ich glaube beides ja nicht. Oder einfach nur Herbstfest. Könnte aber Erntedank sein. Eine Totenfeier? Mit Weißwürst.
jemand zu Besuch? Wer ist da? Ich muss jetzt bloß ganz kurz runter wieder, weil ich den Mondfisch noch fangen will. Oder zumindest will ich es versuchen, noch ein paar Minuten. Der Freund, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Marcel, kein Problem. Der Lutz aus Homeland. Kannst du auf die linke Seite anschauen, ja, mach ich gern. Dauert ein wenig. Der Wikinger. Der Wikinger-Schorsch. Weil ich Lutz rumfüllen muss, kein Problem, kein Problem. Ich schaue kurz auf die linke Seite, da bin ich eh runter. Danke dir, Marcel. Kein Problem. Wenn ich wüsste, wie ich die linke Seite komme. Ah, da. Da gibt es keinen Bubble Tea Stand. Der Rainer hat einen Stand, Karol. In der Mitte am Rathaus, hier, wo ich gerade stehe. Hier müsste Rainer stehen, mit einem Stand. Müssten alle Feuerwerk machen und happy und ab 19 Uhr, wie gesagt. Erst ab 19 Uhr. Und hier müsste Rainer stehen, wo du für 500 Sternis loskaufen kannst. Oder Tombola mitmachen kannst. Und da gibt es unter anderem eine Bubble Tea. Ach, cool. Das ist ein Pokémon, oder? Ich kenn's bloß leider nicht. Pokémon nicht mehr. Ah, mit Feuer, cool. Muss laden. Hallo. Hey, du bist der Besucher einer anderen Insel, oder? Ich heiße Leonard, schön dich kennenzulernen. Wenn du eine Frage zum Muskeltraining oder so hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Es freut mich immer, wenn Besucher herkommen, das bedeutet ja, dass Dream City beliebt ist. Karol, hast du das Feuerwerk? Ist Feuerwerk bei dir? Dann stimmt es. Ach, da ist auch so ein Weg. Okay, nice. Ja gut, dann ist Rainer. Der Fuchs. Geh zu dem Fuchs hin für 500 Sterne, wie gesagt, kannst du so ein Ding kaufen, so los. Und da kriegst du unter anderem auch die Bubble Tea. Hat aber andere Sachen, auch Windräder und so Zeug und alles mögliche. Oh, wir kennen uns ja noch gar nicht. Unternimmst du eine Lustreise reizend? Ich bin Wilma. Und der Name lautet Imitz. Es ist mir eine Freude. Ich hoffe, unsere schöne kleine Insel sagt dir zu. Viel Spaß noch, Mega. Ja. Ach, damit aufbauen. Okay, nice. Ja, muss sagen. Wird auf jeden Fall, definitiv. Gefällt mir. Du wirst habt ja alle ein Prinzip oder eine Struktur drin, wie ihr das machen wollt. Das fehlt mir aktuell irgendwie nur komplett bei meiner Insel. Das fehlt mir aktuell nur komplett. Das finde ich cool. Okay, was soll ich? Ich gehe dann. Oder bin da mal kurz raus. Danke dir. Danke fürs Zeigen. Schaut cool aus auf jeden Fall. Schiff ist auch cool. Ist wie gesagt eine ganz andere Idee. Finde ich auch nicht. Also, hat was. Ciao, danke dir. Ich will nach Hause von Dream City.
Heimkehr wird vorbereitet. Gib mir ganzes Geld aus. Ja, der Rainer frisst einiges an Sternis, das stimmt. Das tut er. Es gibt 4 oder 5 verschiedene Bubble Teas, gibt es, glaube ich. Damals auch bloß die 2 oder die 3, die wo ich dir gegeben habe, die habe ich gekriegt damals. Aber bestimmt habe ich, glaube ich, was ich habe einiges ausgemacht dort. Gunnar! Ich muss jetzt zumindest kurz schauen, ob ich irgendwo einen Hai sehe. Rainer ist halt ein Fuchs, ja genau. Ein fuchsiger Fuchs. So, jetzt warte mal mit kurz Angel. Snow, ich hab dich noch vergessen. Komm auch noch, kein Problem, kein Problem. Aber, ganz kurz schauen, ob ich hier so ein Hai rumfliegt. Sonst kriege ich wieder Schimpfe von Toni. Weil ich keine Haie angel. Wenn du fertig bist, speichern. Wieder rausgehen. Und wieder das Datum einstellen, das du vorher hattest. Also ich denke mal das jetzige, ganz normal. Oder wieder auf Synchronisieren gehen. Kat, hallo, grüß dich. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. By the way, Deli, wie geht's dir eigentlich mit der Insel? Wie weit bist du? Du hast auch gesagt, du hast angefangen. Oh, Moment. Ich glaube, bei dir war es Dienstag, hattest du, glaube ich, gesagt, dass du angefangen hast. Relativ neu auch damit. Wie geht's dir aktuell? Hast du viel... Oh mein Gott, das war blöd. Das war blöd, was ich gemacht habe. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Wie viele Bubble Teas der Fuchs gibt? Eigentlich unendlich. Wenn du genug Geld hast, kriegst du so viel Bubble Teas wie der... Also, die Lose müssen halt passen. Aber dem geht er jetzt nicht aus. Jo, meine ersten 3 Bewohner sind nun auf der Insel eingezogen. Ah, nice. Wen hast du? Welche Bewohner? Also random oder ausgesucht? Ich frag mal so. Als allererstes. Ach, du hast random. Oh mein Gott, ich hab's nicht gelesen, Entschuldigung. Sorry. Ich lese sogar noch vor random. Oh mein Gott. Komplett Brain AFK. Heißt, ich bleib es nur noch 2 Stunden. Was heißt, ich bleib so noch 2 Stunden lang? Also wie gesagt, wenn du fertig bist, wenn du nicht mehr magst, ich glaube, das geht jetzt halt wieder, da kannst du einfach die, sagen wir es, das Datum wieder ganz regulär einstellen, speichern halt vorher, Datum wieder ganz normal einstellen und dann bist du wieder da, wo du warst. Wie gesagt, du wirst einiges an Unkraut auf der Insel haben. Manche Bewohner werden sich wundern, wo du warst in der Zeit. Scheiße. Und die Haare sind kurz zersaust. Eventuell hast du Kakerlaken in der Wohnung, je nachdem, wie lange du weg warst. Aber alles kann man reparieren, also die Kakerlaken einfach zusammentreten. Musst halt alle im Haus machen, das ist endgültig weg. Der Figur freut sich dann, wenn du das machst. Du merkst das, wenn du alle erwischt hast. Und das kommt der Text. Und das Unkraut kannst du auszupfen wieder. Mit den Bewohnern reden, dann passt wieder alles. Ich kenne mich null aus mit denen, was für einen Unterschied echt haben. Hab die ersten 3 Meileninselbewohner einfach eingeladen. Achso, und wen hast du? Wenn du nicht weißt, wie sie heißen, kannst du... Also, Karin, Armin und Schoki. Okay, ich kenne alle 3 nicht.
Ich wollte gerade sagen, kannst nachschauen. Karim Animal Crossing. Ach, das Eichhörnchen mit dem blauen Helm. Armin. Vogel, ja. Und Schoki. Ach, die Maus. Ja, 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 ja. Aber 3 Random-Bewohner. Dann hast du quasi jetzt 5 auf der Insel, oder? Ja, genau. Cat hat schon Angst, hat gerade schon gesagt, die Bewohner haben verschiedene Persönlichkeiten. Wer sind die anderen 2? Es gibt irgendwie, ich weiß auch nicht, welche das sind, aber ich glaube, es gibt irgendwie so große Schwester-Kategorie. Dann gibt es Popstar, glaube ich, gab's. Rudi und Janine. Moment, muss ich auch noch kurz schauen. Rudi und Janine. Rudi? Ah, das Crumpy Pferd. Und Janine. Ah, die Katze. Okay, gut. Ich glaube, für mich gibt es keinen Mondfisch heute. No fish today. Du, 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 du. Nein. No fishes. Es gibt bei Mädchen große Schwester, ausgeglichen, schwungvoll und hochnäsig. Die hochnäsigen Bewohner mag ich tatsächlich am liebsten, glaube ich. Ich habe Froni und Cleo sind hochnäsig, glaube ich. Wobei, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Bella, glaube ich, ist Schwester. Und die habe ich zusammenbringen. Ich glaube, hochnäsig. Wobei ich es nicht finde so. Froni und Noisette, glaube ich, auch die 3. Bella und Tatjana, glaube ich, sind die Schwestern. Fatima und... Die unterschiedlichen Persönlichkeiten bringen auch verschiedene Emotes. Ah, okay. Also Fatima und Sandrine, glaube ich, sind auch gleich. Ich weiß bloß nicht, was sind die ausgeglichen? Ich hätte eher gesagt schüchtern oder sowas. Victor und Morpheus sind auch gleich, würde ich sagen. Zwei sind einfach, ich würde sagen, verfressen. Verschlafen, verfressen. Die 2. Gunnar weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bei den Jungs gibt es sportlich, selbstzufrieden, Vielfraß, schläfrig. Vielfraß sind die 2. Miesepeter. Lupa ist auch hochnäsig, ne? Bin mir ziemlich sicher. Gunnar ist selbstzufrieden. Ah, okay. Guck gesehen, ich habe 3 männliche Bewohner auf meiner Insel. Inklusive mir 4 dann. Und die 2? Also Sandrine und Fatima, was sind die? Wobei ich sagen mag, ich weiß gar nicht, ja, schwierig. Also Top 3 würde ich sagen, ist bei mir Cleo, Bella und Gunnar. Also ausgeglichen sind die. Bis jetzt habe ich die meisten von Fatima. Kathi, hi, hola. Hallo. Alles gut mit Scarlett? Muss ich kurz zu Snowy gehen, Moment.
Ja, da geht's wieder gut. Es ist sau cool ohne Krampf. Finde ich super. Also, das ist schön. Ich habe auch gesagt, dass es wieder gut geht, aber hätte ja sein können, dass das war nochmal. Per Online bitte. Nee, war mit ganz viel Krampf. Ruschi. Warst du gerade bei ihr noch? Habe es auch nur herausgefunden, weil ich gerne alle Anleitungen hätte. Ah. Ah, okay, cool. Du kurz einen ganz kleinen Moment einmal. Ich denke, sie hat jetzt mal geflüstert, ich schalte kurz um. Moment, ich bin gleich wieder da. Ich gehe da was kurz ein, dann bin ich gleich wieder da. Momento. Suche nach Insel läuft. Moment. Da sind wir wieder. Wir haben gerade einen Flug nach Sri Lanka starker. Möchtest du sehen? Ja, möchte ich. Musste sie jetzt 2 Tage. Was musste sie jetzt? Moment. Musste sie jetzt zweimal am Tag logieren, damit das Blunzenbauch am Arbeiten bleibt. Ah, okay. Aber in der Früh und jetzt nochmal. Oh. Logieren heißt rumführen, oder? Oder reitest du drauf dabei? Ich kenne mich zu wenig aus. Ich weiß nur Reiten, Trabreiten und Galoppreiten, das kenne ich noch. Und ich kenne noch Voltigieren. Logieren ist dann führen, denke ich mal, oder? Da habe ich wieder Text. Mehr oder minder, ich stehe in der Mitte und sie läuft im Kreis um mich. Ah, im besten Fall. Skalle so, oh, Futter. Oh, Futter. Kann man das essen? Gibt's da was zu essen? Kann man das essen? Oh, Katja hat was zu essen. Das darfst du essen. Musst aber mitlaufen, weil die Maus nicht um die Ecken kommt. Ui. Da kommt wer zu Besuch, Sockel. Schaut auch schon cool aus. Weil es so steif wie ein Brettel ist. Ah, okay. Das ist geil. Ja, sie bei. Hi. Du spielst gerade nebenbei. Hallo. Falls du es siehst. Ja, sie Bay. Bay heißt's. Sri Lanka. Ich war mal auf Sri Lanka. Warte kurz am Flughafen. Wie viel bekommt man denn im Durchschnitt für die Rüben? Deli, liebend gern, wenn du magst. Ich muss da auch gerne mal schauen. Also die Rüben im Durchschnitt, es geht von 39, gleich was Niedrigstes, das ich gesehen habe, bis 500 hoch. Kaufen, glaube ich, tun wir es im Durchschnitt zwischen 90 und 110 oder sowas, glaube ich. Aber Philipp weiß das bestimmt besser und Cat. Die können dich da besser aufklären. Aber bekommen tust du, was du kriegst. Das was quasi was einfach random ist, sag ich jetzt mal. Das Beste, was ich verkauft habe, war 640. Oh. Ihr kommt hier nicht durch, ja. Ich bin fett.
Ihr kommt so nicht durch. 640 Stück, oh mein Gott. Voll die Trollinsel, ne? Da gibt es den Bund auch, okay, nice. Also so viel zum Thema Daily. Es gibt, wie gesagt, kaufen tust du sie, glaube ich, am Sonntag korrigiert mich, zwischen 8 und 12 Uhr. Von dem kleinen Rübenschwendel. Über Facebook hatte Sonntag und durfte immer hin und her. Ach, nice. Also, ich muss jetzt nochmal Werbung machen. Deli, schau gerne auf dem Discord vorbei. Ich schreibe da, wenn ich Rüben brauche, auch gern rein, ob er was für einen Preis hat. Da hat jemand richtig geduld mit mir, das glaube ich dir. Ich war bei Cat auch schon mal. Und bin schon mal 4-5 Mal hin und her gefahren. Alles war der Preis anders, aber ich brauchte Geld. Damals, also habe ich für, ich glaube 50 damals irgendwie Aufpreis gemacht. Digibar, nice. Ach, das Gunnar sehe ich gerade, stimmt. Ach, du hast das den Surfbereich. Ah, cool. Toter Vogel? Ach so. Und der glaube ich lebt noch. Ich hab die, wenn du magst, schau ruhig mal drauf auf Discord. Dann können wir uns mal was ausmachen, wenn es passt. Also ich kann auch gerne schauen, was ich für einen Rübenpreis habe. Nice. Digibar. Ich hack. Oh mein Gott. Lea wird mir gerade unsympathisch. Die Animal Crossing Bagger. Animal Crossing Verpackte. Wow. Wow. Aber stimmt, es ist ja gar nicht Lea. Weil Lea hat keinen Schnurrbart. Wie konnte ich das vergessen? Also ich habe geschummelt, wollte nicht noch 2 Tage auf die Bewohner warten, bei mir ist jetzt Sonntag. Es sehen manche als Schummeln, ich tatsächlich nicht. Also ich habe schon mehrfach gesagt, ich habe auch am Anfang zweimal vorgespult, zwecks paar Stunden, weil ich im Stream quasi noch was machen wollte und ich habe am nächsten Tag gewartet. Man kennt es genau, stimmt. Aber spul nicht mehr jetzt, gell? Wenn du jetzt spulst, sind die Rüben im Arsch. Ich habe das einmal gemacht. Weil ich 2-3 Stunden zurückgespult habe, weil ich gemeint habe, ja, von Dienstag auf Dienstag war das. Und habe da quasi geschaut, zwecks der Fahne, die ich fertig machen wollte, und dann waren die Rüben kaputt. Auf meiner Switch ist nur das richtige Datum, wenn ich Forti zocke. Ihr seid 2 so Troller, ne? Ach Gott. Hat's mich ganz innerlich gerissen. Was mir aktuell noch auffällt, kurz oft auf Medieval Dynasty ist jetzt Full Release. Ah, cool. Okay. Marcel, gute Nacht. Danke dir. Gute Nacht. Vielen lieben Dank. Also wenn mir Sonntag ist bei euch dann auch dann nicht auf Sonntag theoretisch. Nee. Also jeder hat quasi das Datum, das er eingestellt hat. Bei mir ist aktuell, siehst du, bei mir ist, Moment einmal. Bei mir ist Donnerstag.
Also ich habe die richtige Zeit aktuell. Und ich muss das letzte Mal auch quasi spulen, zwecks Gunnar, dass ich den krieg. Von der Kathi. Ja, aber wenn ich zum Beispiel zu dir gehen würde, wäre für mich dann nicht Sonntag. Nee. Körner, hi, servus, Abend. Wenn du bei mir bist, ist zwar Donnerstag, das macht aber nichts. Du hast die Rüben bei dir gekauft am Sonntag. Es geht nach deiner Woche. Dreiklang-Gitarre. Aber ich kann gerne später auch noch mal schauen, wenn du magst, wenn ich heimkomme. Hat er noch eine Stunde offen, der Laden bei mir. Was ich für den drüben Preis habe, gerne. Können wir schauen. Für wie viel hast du gekauft? Oder für wie viel würdest du kaufen, Deli? Ach, Museum, nice. Oh, cool. Der ist nackig. Lauter nackte Männer aus der rumstehen. Ich habe schon vorsichtig gefragt, wo es ist. Weil Kätzchen auch gefragt hat, wegen Nachsehen. Achso, ja, gerne. Kannst du mir mal erklären, was? Kannst du mir mal erklären, wenn ich Geld vergrabe, bekomme ich mehr, oder? Ja, Körner. Wenn du Geld an dem Punkt vergräbst, wo der goldene Schimmer rauskommt quasi. Da ist der goldene Punkt am Boden, den gräbst du aus, dann kriegst du, glaube ich, einen 1000 Sterne-Sack, wenn ich mich nicht täusche. Und da kannst du bis zu 10.000 Sterne eingraben und nach ein paar Tagen sind am Baum dann dreimal der Betrag dran, den du eingegraben hast. Sprich, vergräbst du 1000 Sternis, kriegst du 3000 raus, vergräbst 10.000, kriegst du 30.000 raus. 30.000, glaube ich, ist aber Maximum. Ich habe 10 gekauft, habe nicht so viel Geld, musste ja Schulden abarbeiten. Also 10 mal 10 hast du gekauft. Das sind nur 10er Packs. Ach cool, nice. Gartenzwerg. Cherry, Peach. Die Schilder, ne, so cool. Orange, Apple, Pear, Coconut. Ach, wenn ich quasi da hergehe und mache einen Sandboden, kann ich einen Kokosnussbaum pflanzen. Aha. Also das hast du richtig verstanden, das stimmt schon so. Aber es muss der goldene Schimmer aus dem Boden rauskommen. Woanders geht's nicht. Schön. Ich habe gerade einen kleinen Piraten gesehen. Oder ist ein Zwerg, oder? Ach, das ist ein Gartenzwerg. Insel ist echt schön, ja. Ist ja wieder, also unten von der Minimap sieht man es ja ganz gut, ist ja richtig cool aufgebaut. Einiges ausgraben. Aber ich sage jetzt aktuell noch nichts. Ich warte noch auf eine bestimmte Sache. Das fehlt aktuell noch. Mal schauen. Kommt bestimmt. Könnt ihr dann euch theoretisch bei mir Rüben kaufen und bei euch dann auch von... Ja, geht. Ich kann zu dir kommen, kann bei dir Rüben kaufen und könnte sie bei mir verkaufen. Das wird gehen, ja. Richtig. Das geht. Wenn es ein guter Rübenpreis ist, mache ich es vielleicht sogar. Autokorrektur, kein Problem. Schön. Na, wen hast du als Bewohner? Na gut, schauen, mal spicken. Ach, du hast Maria. Gunnar habe ich. Fatima, Cleo, Big Love. Misusu hast du auch, okay, nice. Barry, Marianne und Apollo. Apollo! Also ich habe 95 ist gut. Ist bei jedem verschieden, ja. Es ist der gleiche Random-Preis. Ich glaube zwischen 90 und 110 oder 120, irgendwie so, glaube ich. Kannst du einkaufen.
Moment, das ist doch... Ah, ist noch nicht 9. Der hat noch auf. 95, glaube ich, ist unteres Niveau. Also gut. Ui. Ah, 95 ist gut. Muss ich ehrlich sagen. Ein Froschkostüm. Naja. Das nehmen wir mal mit. Brauchen wir zwar aktuell nicht, aber nehmen wir mal mit. Vielleicht für jemand anders. Eventuell. Nee. Kommt nur ins Lager. Dankeschön. Ach, oh mein Gott, scheiße. Warte mal. Moment. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Ich könnte mir die Robe holen. Soll ich? Müsst ihr wissen. Snowy und Katzi. Okay. Oh, Haustour. Dein Haus? Trim. Ach. Du hast verschiedene Dinge. Ach, cool. Ich sage, ich bin... Lea war das mir im Kino, ne? Ich glaube schon. Wash your hands. Das ist auch eine coole Idee. Ich habe einen Diner und so weiter. Ach, nice. Lea, ich glaube, du warst das mit dem Kino, oder? Ja, doch, warst du mit dem Mondfischkino. Ach, cool. Das ist so nice gemacht. Respekt. Also die Ideen sind super. Registrierung. Okay. Duschen. Auch nice. Ich finde das sau cool. Also mir gefällt das wirklich. Ui, jetzt wäre ich fast raus. Ich wollte echt da rein. Also, ja, ich sage, ja, Kino will ich auch bauen, unbedingt. Ah, die trainieren gerade. Moment. Kann ich auch. Glaube ich, irgendwo. Ja. Und hui. So, Aufwärmen vorbei. Ball hauen. Frust rauslassen. Super Saiyan Stufe 2 erreicht.
Kurz spicken, was es unten noch gibt. Gibt's ja unten? Ah, gibt's gar nicht, okay. Hab nichts gesagt. Warteraum. Schön, schön, schön. Cool. Also Gymnasium hätte ich jetzt fast gesagt. Fitnessstudio. Habe ich zwar noch nicht gesehen. Aber coole Idee, gefällt mir. Im antiken Griechenland hieß es Gymnasium. Das Gymnasium. Auf ins Diner, okay, nice. Wie cool ist noch das? Von dem ganzen Zeug, das du da drin hast, habe ich den Muffin. Ach, das Fitti. Ah, okay. Das ist die Sportstätte, wo trainiert wurde. Sag mal, hast du meine Unterwasserinsel schon mal gesehen? Ich schon. Ich kenne sie. Du lernst den Beruf Unterwasserinsel gerade? Da sind Kakerlaken in der Bude. No. Oh. Ach, Service, okay. War nur Spaß. In welchem Bereich? Also direkt Service, Restaurantservice oder Hotel? Oder wo bist du? Finde ich cool, also mag das auch gern. Gastrobereich. Bin ja so halt daheim. Ach so, am Service, am Gast im Restaurant. Ah, okay. Scheint Büro zu sein. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Cool. Nein, meh. Okay. Musst du mal zeigen, Lea. Unbedingt. Lea hat ja zwei Switch, ne? Sag ein Rich Girl. Irgendwie hast du Kakerlaken hier. Oh. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin da mir versehentlich drauf toucht. Kannst du bitte wegschauen? Da sind Erdbeeren drüber. Deswegen muss ich da hin. Was, das waren nur Kakerlaken? Ein WC? Ja. Ich find's sau cool. Und Lea sitzt bei den Krapfen, ist eh klar. Schön. Echt schön. Also wirklich, wirklich schön. Tschüss, Lea.
Ja, Zeit, das ist wurscht. Ist auch schön. Spielplatz, nice. Schön. Basketball, oh mein Gott. Das neue, wir haben ein Problem. Also, doch haben wir. Lea, schau, hast du einen Balli? Magst du mit Balli spielen? Schau mal, Lea, da ist ein Balli. So ein schöner Balli. Wenn ich jetzt du wäre, ich würde so gern mit dem Balli spielen. Nein! Ach Gott, die Insel ist super schön, ja. Lea sabotiert gerade die ganze Zeit. Ich finde es aber auch wieder in dem Fall, so muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sau cool mit den, ja, mit den Plattformen. Und vor allem, das ist auch wieder komplett ausgeschnitten, die ganze Insel. Das ist schon cool gemacht da. Was ihr unten sieht, einmal wie die Wasserwege rein sind, finde ich cool. Gefällt mir echt gut. Gefällt mir wirklich gut. Das ist auch schön. Verkaufsstände. Und, sind Verkaufsstände? Ja, sind Verkaufsstände, ja. Mit Ding mit. Ach, die Dinger drauf mal. Das schaut schon super aus. Mit den Stühlen sogar cool. Respekt. Respekt. Hier ist auch Polly. Darf ich fragen, wie lange bist du dran gesessen an der Insel? Wie viele Stunden hast du drauf? Fatima, hallo. Ach, da ist er, okay. Ich habe schon darauf gewartet, wo er steht. Ich habe schon gesucht die ganze Zeit. ...660, okay, das geht aber direkt. Für 660 ist... Also... Okay, du sagst, 660 ist nicht viel. Also für die Insel. Habt ihr das entschuldigen? Emote, passt das nicht besser? Wo sie so... Kathi würde sagen, Headbanged. Als Headbang-Emote. Hey Maria, lange nicht mehr gesehen. Oh, dich habe ich ja noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel. Dann kommt Fufu mit 2920. Naja, ich habe lange dran gesessen. 2920 Stunden, oh mein Gott. Mein Name ist Maria, schön mal jemand von außerhalb kennenzulernen. Wie geht's? Aber cool, das finde ich auch cool. Switch. Mit der Nintendo Switch. Die Nintendo Switch. Es ist schon cool gemacht, ja. Hallo? Oder wohin müssen wir? Lea ist heute im Troll-Modus, glaube ich. Böse. Oh mein Gott.
Lea ist einfach böse. Muss man mal so sagen. Schön. Ah, schön. Also, ich finde es ja krass, wie sie immer die ganzen Ecken ausschmückt. Ich versperre den beiden die ganze Zeit den Weg, ja. Das tut sie. Auf meiner Insel ist das schwierig. 4 Bubble Teas, sehr nice. Aber 4 ist gar nicht so viel, oder? Oder bist du links? Links. Ah, da. Ach, cool. Ah, da kann man sogar rüber. Ach, nice. Wie besucht ihr euch denn? Hast du die Nintendo, die Online-Mitgliedschaft, die brauchst du leider. Dann kannst du mit entweder per Freunde hinzufügen oder mit Dodo-Code. Hast du? Da kannst du im Flughafen hingehen. Und viel Eisenzucker. Ja gut, okay, immerhin. Dann passt's. Und Dodo-Code aufmachen oder per Freundesliste. Geht natürlich auch. Aber dazu musst du quasi erstmal auf der Insel gewesen sein oder mit Freundescode jemanden hinzufügen und dann... Ach, Wanted, cool! Das ist auch cool gemacht, finde ich. Mit Ding mit Ferdinand, sage ich, mit Rainer unten drauf. Schön. Echt cool. Kann ich auch? Oh mein Gott. Lea ist im Rage-Modus. Yay. Okay, was? Ja, keiner, den ich kenne, spielt Animal Crossing. Jetzt kennst du mehrere. Okay, Moment mal. Bin gleich wieder da. Geht's so kurz? 2 Sekunden? Oh scheiße, das war blöd. Moment. Moment. Shindoru. Ich weiß nicht wieso, aber mir macht Animal Crossing keinen Spaß, obwohl ich Lust drauf habe. Also ist schwierig. Aber es gibt oft so Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist richtig. Aber erstmal, hi, grüß dich, servus. Willkommen. Körner Erzformen ist schwer. Eigentlich nicht. Einfach auf die Steine drauf. Am besten, wenn du quasi einen Stein hast in der Mitte, lass die eine Reihe um den Stein frei und grab dir Löcher rum. Dann kannst du quasi nicht wegspringen. Also dann kannst du quasi nicht weggehauen werden. Dann kannst du sogar bis zu, ich glaube, 8 Teile aus dem Stein raushauen. Kissen, nice, schön. Weißt du, wie ich mein? Und Shindoro zum Thema Animal Crossing. Ich habe es auch tatsächlich erst mit New Horizon angefangen und ich spiele jetzt seit ungefähr
Ja, jetzt könnte es knapp ein Monat sein langsam. Ich glaube 26. August, glaube ich, habe ich angefangen. So viel zum Thema. Ach cool, Schokokuchen mit Wohlfühleck. Nee, nicht ausgraben. Den Stein nicht ausgraben. Nur draufhauen. Mit der normalen, also entweder mit der Wackelaxt oder mit der Steinaxt. Der Stein spawnt nach ein paar Tagen wieder irgendwo auf der Insel. Random, irgendwo so jetzt mal. Aber lass den Stein, wo er ist. Und hau einfach nur drauf. Also mit der Schaufel geht's oder mit der Axt. Aber nicht mit der. Moment mal, wo ist es denn mal da? Also mit der ganz normalen, mit der Steinaxt hier. Oder mit der Wackelaxt. Nicht mit der anderen, die gerade Lea hatte. Die macht's kaputt. Dann kriegst du auch dementsprechend mal ab und zu Gold oder Eisen raus. Gibt auch Steine, wo du Gold oder Geld rauskriegst. Sternis. Wenn du ihn ausgräbst, dann dauert es lang, das glaube ich dir. Dein Haus ist schön bis jetzt, ja? Oh mein Gott. Das hat lustig ausgeschaut, du bist gerade im Gang hingefallen. Weil du im Bett drin gelegen. Schön. Goldkoffer, ne? Das ist das Bestechungsgold von Tom Nook da. Ich hab's genau gesehen. Schön. Hannes, wer ist Hannes? Er da, oder? Ist das Hannes da? Ach, du hast den Robo? Duck. Hannes war der Kung Fu. Leben im Himmel, ja, genau. Stimmt. De, 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 de. Jetzt habe ich es vorhin schon gesagt zwischendurch. Ich glaube schon. Ich spiele auch noch nicht so lang. Ähm, Hat mir aber gefallen, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt chillig. Es ist halt ein bisschen rumgruschen. Dir darf nichts passieren bei dem Spiel. Musst du Zeit nehmen. Mehr ist es nicht. Rein rumgruschen. So cozy Game Kategorie würde ich mal sagen. Einfach chillig. Einschalten, kurz ein bisschen spielen. Das war's. So wie Minecraft, sag ich jetzt mal. Also das normale Minecraft. Finde ich auch in die Richtung. Ist auch mehr so chillig rumjumpen. Oh mein Gott, cool. Einfach anfangen, bis er 3 Tage süchtig, dann hast du. Ah, ich glaube, mit meinem Haus auslegen. Ja, schlimm ist, wenn du gestochen wirst. Ach so, bei Animal Crossing, ja, ja, klar. Wie ich Mahjong spiele, ne? Oh mein Gott. Hab Lust, auf meine Insel zu kommen. Weil zu Carol möchte. Ich war erst da, Carol. Ich muss auf meiner Insel noch ein bisschen rumbauen, tatsächlich. Sonst gerne wieder. Jetzt kriege ich gar nichts gebacken bei meiner. Meine schaut immer noch genauso aus wie vorhin. Oder wie das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob die anderen mögen. Muss mal fragen nochmal. Philipp spielt Minecraft selber und Philipp war gerade begeistert, wie ich glaube ich gesagt habe, dass Animal Crossing und Minecraft dasselbe ist. Ich find Minecraft schon chillig. Das ist auch sau schön, ohne Scheiß.
Kann ich irgendwo in dem Animal Crossing... ja klar, Moment, unter... Warte mal. Haus unter Gaming. Oder soll ich Animal Crossing extra aufmachen? Brauchen wir einen Animal Crossing Kanal? So, ich habe Sachen hingelegt. Ja, warum nicht? Wie wir nehmen es Animal Crossing ist chillig, aber da gibt es auch Stresssituationen. Ich lade dich gern ein, dir meine Erfolge vom Map anzuschauen. Geht das Crossplay? Ich hab's nur auf PC leider. Moment. Ich mach kurz Kanal auf Animal Crossing. Stuff. Kanal erstellen. Okay, gibt einen Animal Crossing Kanal. So, jetzt sind die weg, jetzt kann ich kurz auf Toilette gehen. Das war brisant. Ah. Uiuiui, das war nötig. Okay, jetzt kann ich wieder. Oh. Es war klar, dass die kommt. Ich konnte mein Haus einmal zeigen, das ist halt nix. Ich habe einen Raum, einen kleinsten Raum von allen habe ich eingerichtet, einen kleinsten. Mein Gott, hau doch ab. Das wäre meine Küche, ja, voll. Ja, 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 ja und ja, ja. Da schreibe ich so. Geil, Philipp, wie das ausschaut mit Küchenmöbel. Sogar mit. Ach, Philipp, lass dich nicht verarschen. Ja, ja. Sheesh. Shindoro, vielen lieben Dank, danke dir. Das schaut super aus, ohne Schmarrn. Das habe ich wirklich, also, das wäre genau meine Küche, ohne Scheiß. Respekt. Das schaut top aus. Hau mir ab, ist das cool. Die Küche ist sau cool. Wirklich Respekt. Also wunderschöne Küche, ohne Scheiß. Hätte ich in Real Life auch gern so. Da wäre die rot. Es ist auch schön, ohne Scheiß. Wirklich. Oh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich gar nicht vorrennen. Wollte ich gar nicht. Ui, Keller.
Na, ist nicht ganz so aufgeräumt. Wer kennt's nicht? Alte Sachen von einer Ausgrabungsstätte hat man im Keller. Bunkert man halt derweil mal, bis man es zum Museum bringen kann. Kennt man auch. Ich reiße jetzt meine neue Insel ein. Was? Ich reiße jetzt. Ach du, typischer Kölner, das stimmt. Du hast gerade angefangen quasi, oder wie? Schön, oder? Also du bist auch ganz, ganz neu. Ja, hatte mal kurz angezeigt, aber hatte keinen Bock mehr und habe Spielstand gelöscht. Ah, okay. Aber es ist, wie gesagt, es ist einfach so ein Spiel, das man immer wieder mal spielt. Es dauert auch relativ lang tatsächlich, weil du, ich finde das sogar in Köln nice, ne? Weil du quasi auch immer einen Tag warten musst mit Tom Nook und am Anfang dauert es umso länger, aber trotzdem, es ist wirklich lustig. Ich finde es super. Also mir gefällt es gut. Ist so ein Spiel, jetzt muss ich es wieder mit Minecraft vergleichen, ich weiß es, aber du zahlst da 20 bis 40 Euro für das Spiel und hast halt, was ich, wie viel, siehst du ja, 660 Stunden, 2600 Stunden, 1500 Stunden, also es ist schon einiges an Zeit. Also das Spiel ist halt wirklich sehr Geld massiv wert. Komm, ich bin ja schon jetzt sehr angetan vom Spiel. Birnen. Du kannst da neu starten. Aber Birnen sind noch nicht schlecht. Ich habe Orangen. Kürbisfeld ist halt auch mega cool. Hau mir ab. Ich warte immer noch auf Bananen. Banana. Schön, 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 schön. Ist echt schön. Also, die Insel ist echt schön. Der da im Hintergrund aktuell sitzt, ist es der letzte Besucher. Ich spiele lieber sowas, als wenn 50 Euro und in 12 Stunden. Ja, das meine ich. Das meine ich. Als wenn 50 Euro und in 12 Stunden durchgezockt. Gibt auch Spiele, die man immer wieder spielen mag, ganz klar. Aber Animal Crossing ist wirklich so ein Spiel, wo ich sage, ja, ich kann leider nicht online spielen. Okay. Macht aber am Anfang eigentlich gar keinen Unterschied tatsächlich. Ist schon was, was man sagt, okay, man hat die Birnen und das Zeug. Ist besser als die Popo-Frucht. Der Pfirsich. Die Bananen hat passé. Hallo zusammen. Geht ja auch. Machtel, servus, grüß dich. Gegen solche Inseln sehen unsere aus wie Gehhilfen. Ja, das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Auf allem 660 Stunden hau mir ab, ne? Also das ist halt schon um eine Hausnummer stärker. Ich meine, ich habe schon saucoole Inseln gesehen mit 2000 Stunden etc. Ja. Aber 660 ist schon uiuiui. Ich will die Popofrucht, ich liebe Eistee-Pfirsich. Ah, okay. Dann neu starten. Ich glaube, du kannst mehrfach neu starten. Musst halt wieder löschen etc. Ja. Aber wenn du durchstarten magst. Ich habe gedacht, Orangen oder Kirschen wären nice. Es wurden Orangen. Aber Birnen sind auch nicht schlecht, finde ich. Ich mag Birnen. Ich mag eigentlich alle. Ich mag Apfelbirne, Kirschen, Pfirsich, Bananen. Ja, ich mag eigentlich ziemlich alles Obst. Aber es ist eine mega geile Insel, ohne Scheiß. Mega schön. Der Fahrradverleih. Wespen sind schwieriger. Kai, servus, grüß dich, hallo, ahoi. Es gibt einen Probemonat, glaube ich, ja. Musst du mal schauen. Ich glaube, einen Probemonat kannst du dir holen.
Das glaube ich geht. Danach weiß ich nicht. Also es kostet glaube ich 20 Euro im Monat. Im Jahr. Also ist jetzt nicht so teuer, sage ich jetzt mal. Und die Möglichkeit mit den, es gibt auch eine Family-Karte, wo du quasi dann, ich glaube 35 Euro zahlst, kannst du bis zu, pro Woche, okay, pro Woche, Entschuldigung. Gab es ein Video auf YouTube? Ja, gab es tatsächlich. Habe ich gesehen, ja, mit Gunnar. Soll kommen. Der Aufschrei war groß. Ein 286er. Der gute alte IBM. Ach, mit Kino auch wieder. Sau nice. Pflanz. Gunnar Karte auf die Wunschliste gesetzt. Standing Ovation, yay! Also nochmal, Shidoro Probewoche gibt es anscheinend, ja. Und was ich sagen wollte vorhin, es gibt für 35 Euro kannst du auch eine Familienmitgliedschaft machen. Da kannst du bis zu 8 Leuten quasi einladen. Gunnar, Carol, Gunnar, Misuzu und ich glaube Andrea, das Pferd. Für die gab es aktuell keine Amiibos, also die Karten quasi. Sprich, man konnte es wirklich nur finden auf den Inseln. Das musst du halt Glück haben. Mit den anderen Karten quasi kannst du die Amiibos am Campingplatz einladen. Carol, ich denke, wenn jemand drauf wollte auf die Insel, dann wäre schon jemand kommen, denke ich mal. Es tut mir leid. Aber ich kann jetzt gleich für die anderen sprechen. Andrea ist auch cool. Das Pferd, ja, ist auch cool. Aber ich finde Gunnar cool. Also was an Gunnar so toll ist, es ist Geschmackssache, Deli. Es ist einfach Geschmackssache. Lieblingsbewohner Nummer 1 bei mir ist Cleo. Die Ägypterkatze. Oder man hat sie von anderen Spielern bekommen gekauft. Zum Beispiel meine ist von Kathi, ja. Also das Username ist not available. Weiß ich halt auch da. Da habe ich ja ein Gunnar. Was halt schön ist an Ding an, Moment, ich gehe kurz zu Gunnar. Was schön ist an Gunnar, es ist die Steuerberaterkatze. Steuerberaterkatze von Gewinn. Moment. Ich zeig's dir kurz. Was halt an Gunnar schön ist. Vielleicht geht's so. Er hat zwei verschiedene Augenfarben. Ein grünes und ein gelbes, glaube ich. Den behalte ich ja, Kathi, kein Problem. Der bleibt bei mir. Zeit für eine Überraschungsfrage. Was davon passt zu meinem wahren Ich, Emits? Ein Kabuki-Hut, ein Footballhelm oder eine Afro-Perücke? Ich weiß nicht, ein Kabuki-Hut. Dabei erkennt man mich überhaupt nicht. Willst du mir vielleicht was sagen? Ich mache nur Spaß, das ist super, du hast einen tollen Geschmack. Die Afro-Perücke, okay, schaut. Da rennt man mit einem Kabuki-Hut rum. Also gut, das ist halt schön. Mein Nummer 1 ist Cleo. Komplett. Cleo finde ich super. Mögen aber viele nicht, das weiß ich. Also immer so grumpy schaut irgendwie. Aber das neue ohne Scheiß, richtig schöne Insel. Also Respekt. Die Afro-Perücke hast du gern gesehen. Jimmy und Sarah for the win. Oh, Jimmy, okay. Sarah kenne ich gar nicht. Wie schaut Sarah aus? Schau mal kurz, Moment. Jimmy weiß ich, das ist Einhorn. Ach, Savannah. Genau, ich kenne bloß einen englischen Titel, ja. Okay. Savannah ist sau. Also, von den Pferden finde ich Savannah am hübsch. Es ist ein Esel, ja, ein Zebra. Aber von den
Sarah ist das Zebra, ja. Und der Zebra ist kein Pferd, der Zebra ist ein Esel. Hat mir Kathi mehrfach gesagt. Jimmy gibt's schon noch als Amiibo. Jimmy gibt's doch als Karte. Du müsstest es eigentlich haben, Jimmy. Philipp. Huschke ist das Eichkätzchen, glaube ich, oder? Oder war das der Ding, oder war das das Meerschweinchen? Das ist eine super geile Insel. Richtig geil. Eichhörnchen ist es, genau. Endö. Sehr schön, danke dir. Dankeschön. Vielen Dank für die Führung. Dankeschön. Und Sarah finde ich auch cool, muss ich ehrlich sagen. Sarah kommt vielleicht bei mir irgendwann auch noch. Mal schauen. Ich werde den 10. Bewohner, den ich quasi habe, aktuell wird es jetzt einmal Lupa dann, kurzzeitig, werde ich, denke ich, regelmäßig durchtauschen. Immer wieder mal. Einfach, wie ich Bock drauf habe. Bei dir ist sie schon. Ach, cool. Mal anschauen bei Gelegenheit. Das Einzige, was ich an den Pferdebewohnern nicht so gern mag, weil sie so groß sind. Ich weiß, viele lieben das. Natalia, ist das nicht auch ein Ding? So musst du erst mit dem Hundi. Kein Problem. Vielen Dank, Snowy. Vielen Dank für die Führung, vielen Dank für alles. Danke dir. Dankeschön. Mighty, Servus. Servus. Ahoi. Viel Spaß mit Hundi, ja. Als ewiges Pferdemädchen muss es sein, dass meine Insel nur aus Pferden besteht. Und einem Schwein. Oder? Fatima, hallo. Wie geht es dir denn so beim... Ja, mein Quoten-Hugo, ja genau, sage ich doch. Komm, am Samstag findet das Insektikus-Turnier statt. Nimmst du auch teil? Vorher wollte ich noch einmal meine Insektenenzyklopädie durchlesen. Ich habe nur 2 Drittel geschafft. Glaube ich dir. Der Quoten-Hugo, ja. Katja hat bis jetzt auf jedem Animal Crossing einen Hugo gehabt. Hat sie gemeint gehabt. Seltene Bewohner glaube ich nicht. Es gibt Misuzu, Gunnar und Andrea. Die 3 gab es bis jetzt nicht als Amiibo-Karte. Sprich, du konntest das mit den Amiibo-Karten oder Amiibo-Figuren nicht auf dem Campingplatz einladen und somit quasi direkt durchtauschen lassen. Du musstest sie wirklich finden auf den Inseln. Und da es ungefähr 400 verschiedene Bewohner gibt, wenn du einen bestimmten haben willst, schwierig. Ja, und es war irgendwie immer einer von meinen Startbewohnern. Ah, die beliebtesten waren etwas doch tatsächlich, sind wirklich Söldner? Für Animal Crossing gibt es Amiibo-Karten. Das sind so groß wie normal, also die Originale sind so groß wie Spielkarten. Man kann sich aber welche kaufen. Ich hab zum Beispiel auf Amazon welche gekauft, die sind so. Haben die Größe, also es ist bloß wie ein Greenscreen, die Größe von dem Spiel. Das sind keine Originalen anscheinend. Wusste ich zuerst auch nicht. Ich dachte, die sind so klein. Aber Cat besammelt sie. Und das sind die großen, die kann man immer in so einem 3er Booster Pack kaufen. Es sind immer 3 Karten drin, die man natürlich vorher nicht weiß, welche das sind. Und kannst du quasi sammeln. Gibt es auch Sammelalben dazu und lauter Zeug.
Moment, Doc Wolfer, willkommen zurück, danke dir. Ähm, Das wusste ich bisher vorher auch nicht, dass die Kleinen nicht echt sind. Also angeblich nicht. Zumindest, ich habe es mehrfach gesehen, sie werden, also Nintendo hat da wohl so ein Problem, dass den Code, also die Daten, die drauf sind, glaube ich, egal, ja, öffentlich gemacht haben, glaube ich. Oder jetzt können es, glaube ich, irgendwie nicht vorgehen. Ich weiß es nicht genau, frag mich nicht. Aber ich wusste auch nicht, ich habe auch ein paar gekauft. Ich glaube, das ist so eine 30er-Packung. Die kleinen sind von Treasure Islands. Cheat Meats halt wieder. Nein, kein Cheat Meats. Das habe ich original gekauft. Also ich habe es gekauft. Die sind leider nicht original. Wusste ich aber nicht. Cheat Meats eher wieder. Sind aber offiziell über Amazon, sage ich jetzt mal. Also die kann man richtig. Gibt wirklich Geschäfte, die Dinger verkaufen. Aber die originalen Karten kriegst du wohl nur auf Ebay und da sind auch oft andere dabei, weil es viele einfach anscheinend nicht wissen, wie groß die Dinger sind. Und ja, ich kaufe meine Konsolen-Dongles auch im Original. Gibt's auch, ja, aber nur die Packungen. Die Packs, genau, die Packs sind original, richtig. Ich finde die Figuren ja auch schön, so ist es nicht. Ich mag die schon gern. Rainbow Katzi. Wenn ich jetzt nicht alles mitkriege, wenn ich nicht alles mitkriege, nicht böse sein, schauen nebenbei Film fertig, den ich vorher angefangen habe. Welchen, Kathi? Dann halt NFC-Figur. Open Waters. Oh, Cage Dive, okay. Ja, Hentai wäre bei Kathi der. Ja. Nichts gar nicht so falsch. Da sind bestimmte Takeln dabei, garantiert. Oh, das ist ein hässlichen Pulli. Naja. Flüster, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ich halte den Clip-Button wie letztes Mal bereit. Nee, heute nicht, heute mag ich lieber Hai als den Takeln. Okay. Später vielleicht. Oh, vielen lieben Dank. Danke dir. Dankeschön. Danke dir. Am Anfang konnte ich eine rechte Masche noch nicht von einer linken unterscheiden. Aber je länger ich durchgehalten habe, desto einfacher wurde es. Es gibt nichts Entspannteres. Beim Stricken treten alle Probleme des Lebens in den Hintergrund, zurückbleiben nur Liebe und Wärme. Naja. Oder die Antik-Serie kategorisieren, sowie Gartenzwerge, Fußboden, Sots, Standscheinwerfer und Lavalampen. Oh mein Gott. Carol, gute Nacht, danke dir. Vielen lieben Dank. Gute Nacht, schlaf gut. Aber zum Thema Dark Wolfo, letztes Mal habe ich es wirklich nicht mitgekriegt. Ich hatte es ja schon gesagt, nachdem es vorbei war, aber ich habe es ja unmittelbar davor auch gesagt, ja. Brauchen wir aktuell, glaube ich, noch nicht. Obwohl. Na komm, erst Türkis. Ich glaube, ich hab's noch nicht. Ich kauf's. Was haben wir sonst noch? Interesse an den Artikeln im Regal? Ja, logisch. Schau her. Elefanten kann ich. Ja, kannst du bestimmt irgendwas andrehen.
Geschenkpapier brauchen wir wieder. Silberkauf auch noch. Schwan. Nein, 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 nein. Ah, die Kolbe ist ja gefiltert, ja, okay. Ich muss niesen. Ah, doch nicht. Ah, ist das grausam. Aha. Nein, ich will die Angel nicht. Ah, Gott. Ja, nehme ich. Kunstparkett. Nehmen wir mal. The Bath. Danke schön. Ich glaube, das mal Dark Wolf, glaube ich, kriegen wir es nicht hin. Morpheus, hallo. Oh, fein, Emmy, jetzt lass uns quatschen. Ah, Moment, jetzt habe ich gerade vergessen. Ich wollte gerade kurz schauen wegen Deli vorhin noch. Leider schon sehr, sehr spät. 10 vor 22 Uhr. 22 Uhr gleich macht der Laden zu. Aber ich schaue kurz wegen dem Rübenpreis. Ganz vergessen, mein Gott. Herzlich willkommen, willkommen. Willkommen, Emmy, herzlich willkommen. Was können wir heute für dich tun? Rübenpreise. 134 Sterne ist pro Rübe. Na. Ist nicht so. Geht besser. Morpheus hat auch keine Amiibo-Karte. Das wusste ich gar nicht. Rainbow-Karte. Weißt du schon, wie du deine Insel baust? Nein. Schlicht und ergreifend. Nein. Ich habe keinen Plan. Da hier steht viel zu viel Wald rum. Viel zu viele Blumen stehen rum. Ich habe viel zu wenig auf jeden Fall Platz für irgendwas. Und ich brauche Designs für Boden etc. So wie in 2 Jahren. Dark Wolf, was meinst du? Das wird noch öfter drin stehen in der Planung. Also ich finde die Idee cool, die manche haben mit dem großen Gang in der Mitte durch. Aber die ganze Insel jetzt so spontan umreißen, bin ich aktuell noch ein bisschen am Hadern. Da sitzt Gunnar rum? Bei den Bäumen kann ich dir helfen, sie wegzumachen, und andere hier würden sicher auch helfen, wenn sie weg haben willst. Kann ja notfalls neu pflanzen. Die Blumen kann man in den Strand platzieren, solange. Vielleicht mach gerade Pause. Ciao. Keine Steuerberatung jetzt gerade. Mach Pause. Finanzamt Katze. Einfach drauf losbauen, ja, hast du recht, ist auch das Beste. Es ist das Beste. Ich habe ja eine ganz grobe Richtung, also ich sag's immer wieder, ich weiß im Groben, was ich machen will, weiß bloß irgendwie nicht so richtig, wie ich es umsetzen kann. Können wir das auch morgen machen, also früh, muss gleich kochen, hab die Zeit vergessen. Also na, alles gut, ihr müsst mir nicht helfen, kein Problem, kein Problem.
Kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Ich mache mir einfach Wurstel schon selber weg. Ich habe den ganzen Zeit hinbaut. Ah, aber bevor ich es vergesse, Moment. Eine Sache will ich machen. Da die Frage eher aufgekommen ist. Ich kann euch das gerne mit den Amiibos kurz zeigen. Und zwar ist es eigentlich ganz, ganz einfach. Ach, geht um die Unterwasserinsel. Alles klar, passt. Gut. Habe ich da eigentlich schon reingeschaut? Ja. Sag mal, was ich hier im Service Center, wenn man einen Campingplatz hat. Wie komme ich auf die andere Seite von der Insel, weil ich Animal Crossing New Leaf war und die schon immer Brücken. Musst warten aktuell. Shindoro. Du kriegst, ich glaube, die anderen wissen es wahrscheinlich wieder besser. Irgendwann kriegst du den Stab. Moment. Du kannst später Brücken bauen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo dich Tom Nook fragt, dass du quasi eine Brücke bauen kannst. Eine Brücke baut er quasi dann automatisch für dich. Die kannst du platzieren, wo du magst. Und die wird dann automatisch gebaut. Und das war bei mir die in der Mitte. Also die über ein Service Center. Die habe ich als allererstes gebaut. Die untere quasi habe ich, also die da gerade, die habe ich dann selber gesetzt. Die muss man dann bezahlen. Aber ich weiß nicht wann, ich glaube, wenn du die ersten 3 Bewohnerhäuser platziert hast, glaube ich, da glaube ich, kriegst du die Brücke, glaube ich. Und dann müsstest du normalerweise auch kurz darauf den Sprungstab kriegen, wo du durchs Wasser durchspringen kannst. Und die Leiter, dass du auf die Erhöhungen drauf kommst. Das dauert aber einen kleinen Moment. Das hast du nicht von Anfang an. Genau, das ist Geo. Die coole. Was würde ich sagen, holen wir mal kurz die Lupa. Mal kurz anschauen. Camp einladen. Möchten Sie denn mit mal Camp? Ja, möchte ich. Habe ich. Er kann das Amiibo Lupa. Ich möchte einladen, ja bitte. Das war einfach nur die Karte, wie gesagt. Auf den Controller draufhalten. Mittig. Genau sie. Guten Tag, Lupa am Apparat. Nach 5000 Jahren endlich das letzte Haus umgestellt. Oh mein Gott. Ja, das dauert ewig. Guten Tag, Lupa am Apparat. Kontaktierst du mich aus einem bestimmten Grund? Ich helfe dir gerne weiter, wenn du mir sagst, worum es geht. Du lädst mich auf deinen Campingplatz ein? Eine Bildungsreise, warum nicht? Die ist cool. Mag ich jetzt schon. Ich nehme die Einladung an und mache mich sofort zum Aufbruch bereit. Jaul! Erst kommen wir hinzu, können wir wieder reden. Und dann will sie was gebastelt haben. Von uns. Das ich hoffentlich basteln kann. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns noch ein bisschen um die Insel. Ich probiere mal ein bisschen rum. Oh, das ist Froni, der will mal kurz reden. Hallo. Wie oft unsere Wege heute wohl noch kreuzen werden, Emit? Ich weiß es nicht, lass uns plaudern. Hättest du es nicht ebenfalls für eine Sache von größter Wichtigkeit, seine Nachbarn gut zu kennen? Ja, logisch. Das würde unsere kleine Inselgemeinschaft noch näher zusammenbringen, dessen bin ich mir sicher. Um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, das ich dich fragen wollte, falls es dir nichts ausmacht. Hau raus. Hast du einen Lieblingssport und betreibst ihn selbst oder siehst du zu? Ach, ich bin neugierig. Schwierig. Billard ist das nicht zwingend Sport, aber ja, mag ich gern. Bouldern mag ich gern. Schau mal Bouldern.
Ging halt das ewig nicht. Bungee Jumping. Ja, gut. Und wenn es dazu sagt, musst du etwas dahinter stecken sollte, das wohl auch mal passieren. So was gibt es hier Boulderwände in dem Spiel. Schlittschuhlaufen ist auch nice. Habe ich aber schon ewig nicht mehr gemacht. Inlineskaten ist auch cool. Ist ja wie Schlittschuhlaufen im Endeffekt, aber Ringfit ist auch cool. Habe ich aber nicht. Ringfit habe ich leider. Also, ich habe es tatsächlich in Animal Crossing geschickt gekriegt von der Scarlett. Zumba. Lupa, hi. Aber in Wirklichkeit habe ich es nicht. Mal schauen, vielleicht mal irgendwann. Aber glaub mir, ihr wollt mich nicht beim Sport sehen. Wollt ihr nicht. Eigentlich hatte ich es nach deiner Einladung recht eilig herzukommen. Als junger Wolf habe ich beim Zelten mit der Familie gern Marshmallows übers Feuer gehalten. Wenn ich es recht überlege, hat mir das seitdem doch sehr gefehlt. Jawohl. Ich werde entzückt, ein kleines Souvenir meines Urlaubs in den Ferne mit nach Hause zu nehmen. Eine Kleinigkeit, um meine Freunde zu beeindrucken und auch um zu beweisen, dass ich hier war. Crashen? Ich muss unbedingt mal mit der Twitch Treasure Islands crashen. Also crashen. Jetzt auf jeden Fall was denn? Ach so. Ah, nee. Glaube ich nicht. Wollt ihr nicht sehen. Bin mir ziemlich sicher. Ah, ich weiß, wie wäre das mit einem Goldgeschirr? Alles klar, logisch. Also kann ich unmöglich nicht sagen, ha, ich kann den Meisterwerk bewahren. Die ist mal picky. Wann muss ich die verlassen? Bringe mir das Stück, also bitte noch heute, wenn möglich. Jawohl. Da muss ich aber Live-Support klären. Die Insel schließen lassen und die Hacker nerven. Ich schau gleich, Moment. Ja, gleich, Moment. Nee, hab ich. Ich hab. Nachher finden die raus, wo du wohnst. Und dann? Es gibt ja auch wirklich Inseln, wo man die legitim sind, so ist es ja nicht. Ist zwar, glaube ich, die absolute Seltenheit. Wann kann man denn mehr Bewohner anwerben nach den ersten 3? Du musst bei Tom Nook im Service Center nachfragen oder im Zelt am Anfang nachfragen. Und dann kannst du Grundstücke kaufen. Ich glaube 10.000 kostet eines. Und die kannst dann platzieren. Und dann kannst du ab dem Zeitpunkt, wo das Grundstück platziert ist, ab dem Zeitpunkt kannst du mit Meilentickets Bewohner anwerben auf Inseln. Die sind dann quasi wieder vorhanden. Allerdings, ich glaube innerhalb von einem Tag, glaube ich, ziehen dann random Bewohner ein. So kenne ich's. Korrektur bitte im Chat. Wäre schön. Was wollte ich im Lager? Gold. Müsste ich ein paar haben. Ich habe Früchte und Holz gesammelt, ganz fleißig da. Da kommt, glaube ich, erst der Campingplatz. Den ersten, der kommt, musst du nehmen und dann kann. Ah ja, so ist genau. Stimmt. Stimmt. Campingplatz ist vorher, hast recht gehabt. Und da zieht dann einer ein, wie bei mir jetzt quasi gerade. Und dann kriegst du den quasi, den Bewohner. Nicht noch ein paar seltene Bewohner, Sikoko. Achso.
Birnenhut, nice. Was braucht der? Birnen. Der muss doch safteln wie nochmal was, oder? Ich mache gerade mit meinen Einwohnern ein Lagerfeuerchen und braten Birnen. Und braten Birnen. Ja, nice, passt. Wir haben Orangensaft getrunken bei mir. Bei mir, glaube ich, war es Orangensaft, der getrunken wurde, genau. Birnenbraten war nicht. Bewohner kann man rausschmeißen, Deli, ja, gibt es. Mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist die einfache. Mit den Amiibo-Karten. Oder es kommt random immer wieder wer zu dir am Campingplatz hin. Alle paar Tage mal kommt es vor. Und wenn am Campingplatz quasi wer ist, dann kannst du dem Sachen basteln, wie ich es gerade mache. Also wenn ein Grundstück frei ist, kannst du ihn sofort einladen, glaube ich, wenn er random kommt. Korrigiert mich bitte. Ähm, Dann kommt er sofort zu dir auf die Insel. Wenn du den mit der Amiibo machst, mit den Karten da, oder mit den größeren Karten, ist egal, dann musst du den dreimal hintereinander einladen. Und dann kannst du aber aussuchen, wen du rausschmeißt. Beim Campingplatz, wenn du einen holst und hast kein Grundstück frei, schmeißt er random einen raus. Das ist der Nachteil dran quasi. Wenn du den nimmst, der kommt. Wenn du aber ein Grundstück frei hast, zieht er natürlich einfach dazu. Und wenn du dann 10 Bewohner hast zum Beispiel, wie gesagt, mit den Karten kannst du das gezielt rausschmeißen. Oder es gibt einen Spultrick. Kite und Philipp können dir den gern per Discord schicken. Bin mir ziemlich sicher, dass die das machen. Beziehungsweise ich könnte es da glaube ich auch schicken, aber ich habe noch von Cat und Philipp habe auch schon mal eine geschickt. Das hat also ich habe es einmal machen müssen und ich hatte Glück, dass bei mir Maria war, dann habe ich Gunnar dafür gekriegt. Ich kann es weiterleiten, okay. Dann leite ich es weiter. Schicke ich dir kurz. Moment, wo haben wir es denn? Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da ist es. Schauen wir Direktnachrichten. Wo ist Deli? Das Spiel überfordert mich. Wie soll ich meine Insel nennen? Ähm, Das Problem hatte ich auch. Hat Shindoro irgendeinen Hintergrund? Dann nimm es, wenn es aus irgendeinem Anime-Universum ist oder aus irgendeinem Film oder aus irgendeinem geschichtlichen Ding, nenn es halt nach dem. Ich finde gerade, Moment, wo ist denn Deli? Ah, da. Moment, wie geht's weit? Ich hab's dir geschickt, Deli. Auf Discord. Direktnachricht. Das ist so, wie es mir die beiden geschickt haben. Hat bei mir, also bei mir hat es ja, eigentlich ganz gut funktioniert, sage ich jetzt mal. Vor allem, da kannst du dir nach einer Zeit, das ist zwar ein bisschen Hin- und Herspülerei, aber du kannst da aussuchen, wie du ihn rauskriegst. Geht aber erst, wenn du voll bist. Also du musst alle 10 Grundstücke besetzt haben, erst dann geht es. Und wie gesagt, Campingplatz, wenn du jemanden vom Campingplatz holst und Grundstück ist frei, dann kriegst du es. Das passt, wenn du jemanden vom Campingplatz holst und hast kein Grundstück frei, dann geht random einer, kannst du nicht aussuchen. Holst du ihn mit so Karten oder mit den NFC-Chips, dann kannst du dann aussuchen. Oder durch den Spultrick quasi mehrfach testen.
Ich sag's auch gleich dazu, Nachteil am Spultrick ist das. Ich habe es vorher schon gesagt gehabt, mich hat es auch gestört. Moment mal gleich. Du musst die Kakerlaken beseitigen im Haus, du musst Unkraut zupfen bei dir und die Bewohner wundern sich, dass du so lange nicht da warst. Gleichzeitig hast du kurzzeitig das aus, die Haare, bis es wieder kämmt. Ist eigentlich nichts Wildes, aber danach ist alles wieder gut. Jetzt Moment. Konoha. Einhornland, ich sehe es gerade. Aus Stephen King Film. Salem Slot, ich sehe es gerade. Okay, Stephen King ist cool. Schön, Einhornland. Konoha. Philips Insel heißt auch Konoha, das ist richtig, ja. Also Naruto-Fan anscheinend. Trash Island. An das große Update glaube ich nicht, genauso wenig wie an den Weihnachtsmann. Würde mich dennoch über ein Update freuen. Ich auch. Ich fände das Freunde-Update, aber das Freunde-Update soll doch kommen, hat heißen. Können wir uns irgendwie über eine Minute einigen? Achso. Jetzt komme ich erst mit. Dieses Jahr großes Update. 0. Der Glauben ist wirklich schon weg. 3 Jahre Support. Aber sie haben ein Update angekündigt für dieses Jahr noch. Man kann bei Randoms aussuchen, man muss bei dem falschen halt neu starten. Ach so, okay. Sorry, Dark Wolfer. Stimmt, aber... Schau mal, Bruder, auf Discord. Wegen Naruto, ja, ich weiß, ich weiß. Philipp, von dir weiß ich's. Ich meinte, weil Shindoro auch Konoha nannte. Darum habe ich gefragt, Naruto-Fan. Ich habe Shindoro gemeint. Von dir weiß ich's. Philipp, mein Mann. Liebe Emis, ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Gerne, Lea. Deshalb habe ich ein Geschenk für dich. Ich hoffe, du findest Gefallen an dem Zwirbelbad. Kätzchen, Katzilen. Zwirbelbad. Was kann ich denn mit Gold jetzt machen, außer die komische Pharao-Maske verkaufen? Pharao-Maske, Goldgeschirr, Goldwerkzeug. Später mal. Die verfluchte Maske. Man kann Sternzeichen-Sachen bauen. Gold-Sachen wie eine Goldtoilette beispielsweise. Okay, stimmt, gibt's mehr. Edgedora, wir sind uns auf jeden Fall sympathisch. Wir sind wie dick und doof. Frage ist, wer ist was? Das könnt ihr jetzt aussuchen. Müsst ihr wissen. Ich hab's ja geschrieben. Exquisit. Ein Zwirbelbad. Ja, ja. Der gute alte Zwirbler. Hello. Da liegt eine Orange. Ja, ja, die Zitrusfrucht des Südens. Aufheben für den Anfang, ja. Ja, ja. Ich würde es mal aufheben, tatsächlich. Das Jahr, was du für Gold bekommen würdest, schenke ich dir auch so. Dark Wolf der alte Milliardär wieder. Animal Crossing Milliardär. Lupa, du bist ganz süß. Okay, komm her. Kriegst Goldgeschenk von mir. Ich habe ein Bart. Oh mein Gott, sie hat mich gar nicht mehr erkannt. Oh, hast du etwa mein wundervolles Souvenir schon angefertigt? Die Spannung ist unerträglich. Sag es mir. Jaul. Es ist fertig. Weißt, Victor wollte Pappkartons. Victor wollte Pappsessel, Papptisch. Sie will ein Goldgeschirr, ne? Da kennt man den Unterschied wieder. Wundervoll, wirklich wundervoll. Souvenirs für diese Insel sind so authentisch. Ja, sie sind aus Gold. Ich werde dieses prächtige Goldgeschirr für immer in Ehren halten.
Ja. Bitte, mein Lieber, gestatte, dass ich dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit zukommen lasse. Und zwar nichts anderes als diese Chenille? Chanel? Was ist Chanel? Strickjacke? Ja. Danke. I guess. Ich habe nicht viel, nur Schulden. Ganz wichtig für Goldwerkzeug. Ich gebe die Hoffnung auf die Minute nicht auf. Wir machen die easy Schulden. Das stimmt allerdings, ja. Aber Frage ist, ob du das möchtest, Deli. Mein Fall war es nicht. Wenn du das magst, ist es wirklich so. Manche mögen es nicht. Mercy Maus, Entschuldigung, ich habe bemerkt, Mercy Maus. Hallo, grüß dich. Hallo, willkommen. Ist das ein Maikäfer? Nein, Mike! Der Bord ist nice. Wunderbar, danke dir. Vielen lieben Dank. Und dir? Und, also mir geht's gut und ich denke den anderen auch ganz gut. Hat sich halt noch keiner beschwert, glaube ich. Zwölf war das nice. Vielen lieben Dank nochmal. Was ist die Jacke? Ach, so ein Ding. Okay. Könnte besser sein. Bist du krank oder einfach nicht gut drauf? Logo geht's gut, könnte aber ein klein wenig besser werden. Ich habe immer noch alle Bonbon-Sachen zu. Also nochmal Aufruf an alle. Wenn jemand die Bonbon-Sachen ich kann das Wort nicht sagen, katalogisieren möchte, ich mache es dann einen Moderatorkurs, nur dass ich katalogisieren sagen kann. Vor allem so ist wichtig. Shindoro. Kann man bei Dark Wolf vorbeikommen. Er macht euch die Insel auf, ihr könnt sie in die Tasche stecken, könnt sie wieder hinlegen und ab dem Zeitpunkt könnt ihr die im Service Center bestellen, wenn ihr möchtet. Und ihr habt dann quasi alle. Also nochmal für Doofe, wenn ich jetzt zur Zeit, wenn ich jetzt die Zeit wieder zurücksetze auf das heutige Datum, würden die Rüben matsch werden, aber die Bewohner und der Fortschritt bleibt gleich, oder? Richtig. Nicht mal ganz. Im Gegenteil, es wachsen die Bäume, glaube ich, sogar trotzdem. Wenn du, ich weiß nicht, was du schreiben wolltest, Shindoro. Schreib mir es notfalls per Flüsternachricht. Es kann irgendein Link sein, es kann irgendein... Ich habe gerade gelesen, Morpheus hat Flöte. Das war doch nicht erst beim Flo, oder doch? Erst sage ich es nicht, der ist auf mir rumgewackelt. Oh, nun ist der weg. Vielen Dank, Emil, du bist mein ganz persönlicher Held. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Hey, wie geht's denn so? Moment, wo waren wir? Wir waren bei Delhi. Nein, macht zur Zeit ein paar Sachen durch, beziehungsweise eine, aber das reicht. Oh, das tut mir leid. Aber genau, Delhi, genau. Stimmt, so ist es quasi. Du hast die Sachen alles dabei. Die Bäume, glaube ich, wachsen sogar weiter, je nachdem, ob du die Tage zurück oder vorspulst. Wurscht, aber die Rüben sind definitiv Matsch. Richtig. Aber du kannst mal ganz lieb fragen bei den anderen. Vielleicht hat wer einen guten Rübenpreis, dass du es gleich verkaufen kannst. Dark Wolf eventuell kannst du gleich zum Katalogisieren. Katalogisieren, was ist so schwer an dem Wort? Katalogisieren, vorbeikommen eventuell. Oder Cat oder Philipp, je nachdem. Sind ein paar dabei. Kai, gute Nacht, danke dir, vielen lieben Dank.
Gute Nacht, schlaf gut. Danke fürs dabei sein. Bis nächstes Mal. Danke dir. Merci mal, schau gerade mal. Wie sieht es mit euren Dealer-Waschbären aus? Ich habe aktuell 1,2 Millionen oder 1,25 Millionen Schulden beim Dealer-Waschbär. Achso, Moment. Ach, den Clip, dass der Clip macht. Ach so. Ich sehe, du hast sogar ein Hiragana dort stehen. Shindoro, nice. Shindoro. Moment mal kurz. Nein, Mike. Ah Gott. Nein. Oh Gott. Eine blöde Lache. Ach Gott, Moment. Das hat Shidoro gerade schicken wollen. Das war ein Clip, den er gemacht hat, okay. Wo haben wir es denn? Habt ihr Link, also hast du mal genau. 8 Stück. Ich guck mal, ob ich den schon habe. Ah, okay. Hab mir mies einen Nagel umgeknickt. Aua. Dark Wolf, alles gut aktuell. Ich habe noch keinen Plan über das ganze Zeug. Irgendwann später mal gerne. Wenn er jetzt zu mir kommt und ich habe einen anderen Tag und Zeit, werden seine Rüben dann auch... Nein. Werden sie nicht. Wenn Dedi quasi zu dir kommt und du hast einen anderen Tag, werden sie nicht matcht. Kannst du so oft hin und her fahren, wie du magst. Kein Problem. Bei mir ist das dieser noch, stimmt ja genau. Ach, by the way, Mercy Mouse, bei dir warst... Ich habe zwischendurch Geo. Haben wir am selben Tag noch klar gemacht, wo du das auch angeboten hattest, tatsächlich. Math One? Hallo. Grüß dich, danke dir. Vielen lieben Dank für den Follow. Math One, danke dir. Ich hoffe, es man sagt Math One. Kein Ziel, ja. 95 Sterne ist okay, das ist nicht wert, nee. Moment, wo ist sie denn? Buna haben wir zwischendurch noch, der rennt da hinten rum. Geo müsste da irgendwo sein. Geh weg hier auch nicht, was? Ihr kennt euch. Servus, hallo. Anscheinend kennt ihr euch. Ich gehe jetzt mal fest davon aus. Ihr kennt euch, okay. Ich design gleich eine Jacke von meinem Lieblingsrapper. Ah, cool, okay, er macht das. Aber jetzt bekomme ich so eine Chance, oder? Eine Chance. Was ist so schlimm? Ich meine, ihr kennt euch anscheinend. Klärt mich auf mit eurer düsteren Vergangenheit. Oh, was mache ich jetzt? Oh, Emitz. Hör mal, das ist gerade der neueste Teil meiner Lieblingsbuchserie rausgekommen, aber ich bin pleite. Ich dachte mir, ich verkaufe ein bisschen was von meinem Kram. 4 Sachen habe ich ausgemistet. Möchtest du mir vielleicht etwas davon abkaufen, Bimbam? Klar, hau her. Schön. Wie wäre das mit einem Lehrerpult? Ja, nehme ich.
Damit habe ich genug Sterne, um ein Buch kaufen zu können. Danke, Wimbam. Kein Problem. Immer wieder gern. Muscheln. Jetzt siehst du, waren wir schon. Jetzt pass auf, bevor ich wieder nach links und rechts renne die ganze Zeit und nichts mache. Ich wollte inselmäßig rumkruscheln. Kann man eigentlich das hier ändern? Was meinst du, kennt sie? Nicht, also man kann quasi, leider nicht. Also man kann den Strand, der muss so bleiben, wie er ist. Ah, okay, schade. Was meinst du, kennt sie? Was ist los? Teile uns die. Warum hast du nicht abgewartet, was das Reh noch im Angebot hat? Rennbock, ich werde mal schlafen gehen. Gute Nacht und noch einen schönen Abend. Lea, vielen lieben Dank. Danke dir. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Das ist eine Bewohnerin bei mir auf der Insel. Also, da geht es nur darum, dass man über was abkauft, dann steigt Freundschaft, fährt etc. Mehr geht es da gar nicht. Mir war es ja ziemlich wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen, solange ich es noch nicht habe. Du hast sofort. Ja, weil ich es noch nicht habt. Ich hatte das leere Pool noch nicht. Darum habe ich es gekauft, ja. So einfach. Hi Gunnar. Hey Imitz, ich will plaudern. Also was hältst du von meinem Look heute? Schlicht, oder? Ah, das ist ein Trick, das nennt man umgekehrte Psychomodi. Psychomodi, doch stimmt schon. Je nach Ausstrahlung des Trägers wirken dann scheinbar simple Kleidungsstücke plötzlich extravagant. Ja. Ziehen sich Steuerberater nicht einmal so an? Winken Steuerberater nicht? Anscheinend nicht. Okay. Was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Weil meine Cousinen Animal Crossing New Leaf gespielt haben und nie das Ziel verstanden haben. Es gibt kein Ziel. Es gibt kein Ziel. Muss man genauso hart sagen. Rumrennen, bauen, Spaß haben, Scheiß machen, Bewohner suchen. Gut, du kannst 5-Sterne-Insel, Bewohnerfoto, ja, gut. Kannst auf 100% gehen, ja, aber es ändert nichts daran, dass du deswegen auch nur einfach rumrennst und Zeug baust. Ist ja gerade das Schöne eigentlich, dass es nichts gibt. Irgendwie. Das wird ja nicht langweilig. Und es kommt tatsächlich auch regelmäßig neues Zeug raus. Also, Korrektur, es kam regelmäßig neues Zeug raus, glaube ich. Doch Wolf illegalen Tierhandel betreiben. Also mit den Bewohnern meint er. Wobei so illegal ist er gar nicht. Illegal ist er ja gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Nukasun zum Beispiel, ja. Ist legal. Ja, regelmäßig. Es ist... Ich habe das Spiel erst neu. Gut für fertig. Und war nice. Ich wollte eigentlich Leon suchen. Wo sind die schon wieder? Nein, war grauenvoll. Okay, passt. Hat aber Spaß gemacht. Das sind meistens die besten. Die sind dann wenigstens lustig. Matix hat direkt aufgegeben. Wieso das? Mögt ihr euch nicht? Der erste war gut, der zweite war mehr. Ich glaube, das ist jetzt der dritte und der war Shitshow. Achso, wirklich nicht gut, okay.
Nicht lustig, nur schlecht. Okay, ja, dann ist schwierig. Schwierig. Wo ist denn die Cleo? Die rennt mal 100.000 Mal über den Tag. Dann rennt sie mal rum. Und wenn ich suche, dann finde ich es nicht. Der Machtel habe ich schon hart bestochen, dass er wegbleibt. Was ist so schlimm? Verstehe jetzt nicht ganz. Ich meine, darf jeder zuschauen, oder? Bin froh, wenn wer kommt zum Zuschauen, der zuschauen mag. Mit einem Döner bestochen. Der Döner? Kommt drauf an. Also entweder bei Sandrino oder im Museum. Er gehört nicht in die Community. Ah, da ist sie. Saskio, hallo. Welch kuriose Koinzidenz, auch dich bei Sandrino vorzufinden, miau. Lass uns plaudern. Diese Raumaufteilung sprüht vor kreativer Energie. Sandrine ist wahrlich ein Designguru. Jetzt Moment, das wird ein bisschen durcheinander. Hat er denn eigentlich bekommen? Am Ende war es nur eine Limo. Aber wieso gehört er denn in die Community? Das verstehe ich nicht ganz. Sind Animal Crossing nicht alle lieb zueinander? So habe ich es kennengelernt bis jetzt. Ich wäre wieder für ein Megaphone, wo man Bewohner rufen kann. Dann wären sie blitzschnell da. Hat es gegeben? Habe ein iPhone auf Wish bekommen. Ein iPhone? Mit Döner bestechen, echt? Nicht mal ordentlicher Burger oder so. Minusmensch. Was ist so schlimm? Ich verstehe das nicht ganz. Ich meine, ich mag das Mobbing-Zeug eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Kennt ihr euch privat oder nur durch den Chat? In New Leaf gab es dann... Ah, okay, wusste ich gar nicht. Also ich habe New Leaf gerade nicht so lange gespielt. Da haben wir die rufen können, dass sie kommen. Das ist nice. Das ist cool, ja. Aber sowas meine ich. Wieso gibt es sowas dann nicht? Wieso gibt es die Spielereien, das Freunde-Update, wo ich schon mehrfach gesagt habe, wieso gibt es das nicht mehr? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja doch einfach so einfach normalerweise. Oh. Kein Mobbing. Ich will die Leute aus meinem Umfeld nicht hier haben. Besonders der kann auf Dauer nicht das Maul halten. Aus deinem Umfeld. Du kennst ihn quasi privat. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, musst eigentlich mir überlassen, aber da bleiben darf oder nicht, oder? Kann mir jemand eventuell ein paar Feldsteinmauern machen? Feldsteinmauern? Wenn ich das Rezept habe, gerne. Ziegelsteinmauer habe ich. Moment, Mauern ist extra, oder? Einrichtung, Kleinkram, Wanddeko. Herstellbar. Ich finde das lustig, Leute mit Füßen drin. Also er hat ja nichts geschrieben, er hat nur Hi gesagt bis jetzt und ich meine, also ich gebe ihm schon eine Chance, du das nicht. Ich meine, sollte sich dann bestimmte Sachen bewahrheiten, ist es was anderes. Aber müssen wir schauen. Eisenzaun. Mit was brachtest du? Du wolltest, ich sehe es gerade nicht mehr, Feldsteinmauern.
Steinhocker, Ziegelsteinmauer. Da müssen wir uns mal separat drüber unterhalten, glaube ich, weil würde mich schon interessieren, wo das Problem ist. Feldsteinmauern, aber ich glaube fast nicht, Mercy Maus, dass ich da helfen kann. Ziegelstein wäre auch toll, wenn du mir... Ja, Ziegelstein kann ich gerne machen, ist kein Problem. Ziegelstein habe ich. Lehm habe ich auch noch. Ah. Habe ich noch Lehm? Ich muss schauen. Ich schaue, vielleicht haben sie es drin. Der Golfer kann ich mal anmachen. Als Ziegelstein, ich schaue da gleich, ob ich welche machen kann. Ob ich noch Lehm habe. Es sei denn, du hast Lehm, dann kann ich halt zu dir kommen und kann es dort machen. Ist auch kein Problem. Aber ich müsste noch Lehm haben, glaube ich. Ich schau gleich. Hast du? Ah, gut, das war auch kein Problem. Da komme ich gern. Ich schau gerade, vielleicht habe ich zufälligerweise das Rezept sogar. Haltenroboter, Silo. Den nehme ich mal mit, ganz kurz, weil den brauchen wir auch noch. Möchte ich nicht. Okay. Ich schaue jetzt trotzdem schnell, ob ich Leben habe. Ansonsten komme ich schnell. Erlernen. $100 sind dann 10 Mal anfertigen, oder? Oder 2 Mal anfertigen. Ich glaube, sind das 10er Packs oder 50er Packs? Ich weiß immer nicht. Klärt mich mal kurz auf. Ich habe nämlich das mal die Japan-Mark gemacht. 10er Pack, also 10 Stück, okay. Sieben Leben habe ich noch. Die Japan-Mauern, ja. Philipp wollte, dass ich im Japan-Mauern mache. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Da ist das ganze Lehm hingewandert. Bei mir, der ganze Stein. Kann da welche mitbringen, wenn du Japan-Mauern magst. Mercy Maus. $50? Gerne. Aber ganz einen kleinen Moment, ich muss kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Geht zwar 2 Sekunden. Geh schon mal runter. Dir weiß, glaube ich, kannst du schicken, aber du musst sie einpacken, glaube ich, oder? War das so? Ich möchte fliegen. Ich möchte jemanden besuchen. Per Online-Spiel. Roger. Per Dolocode. Und ich mache eine ganz kurze Pause, ich bin sofort wieder da. Okay, bis gleich, bin gleich wieder da. Momento. Bis gleich.
Hello. Wir haben gerade den Flug nach Yo Island Starkler. Möchtest du dorthin? Logisch. Dankeschön, Philipp. Was haben wir versäumt? Hab die Fleischländer zu viel gemacht. Bringt dir 110, okay. Ne, will nur 100. Ist ein bisschen messy, ich bin total im Umbau. Kein Problem. Kein Problem. Siehst du, was bei mir auf der Insel ausschaut? Wildwuchs. Naja. Sah jetzt schon besser aus wie bei mir. Deutlich besser. Cool. Ich finde schade, dass man das Rathaus nicht sieht. Das Rathaus haben wir noch gesehen, oder? Hallo. Oh, geht gleich los. Nicht ganz okay. Moment. Ach, du hast den Tag. Bei dir ist Samstag, okay. Wo bist du? Bei deinem Haus? Ui. Bist du im Haus? Ah. Ich muss ins Haus rein, ne? Und du musst mir, glaube ich, außerhalb vom Haus geben, glaube ich, den Leben, dass ich das machen kann. Moment einmal die Japanmauer ablegen. Die Mauern liegen hier draußen. Ein Campingplatz? Ach so, Moment. Geh wieder raus. Ui. Vor allem jetzt schon. Irgendwas an der Lippe. Dann nehme ich es wieder mit, bringst du gleich. Campingplatz ist. Da unten. Okay. Kann ich dir was Gutes tun? Tickets, Gold. Alles gut, Mercy Maus, kein Problem. Alles gut. Äh. Jetzt geht's, okay. Jetzt das herstellen. Wir wollten die Ziegelsteinmauer. Zehn Stück hast du gesagt, ne? Ich schaue mal ganz sicherheitshalber kurz. Okay, also noch. Okay, noch 9 Stück. Mach so viele wie geht, alles klar, mach ich. Weißt du, Maus, hast du gerade gelesen, Dark Wolf bringt auch 100. Soll ich gerade noch welche machen? Da macht es, glaube ich, keinen Sinn, oder?
Okay, liegt da. Kurz die Bewohner anwirken. Die Mizi, aha. Mizi. Zenobi. Die Dina. So bin ich mal raus für heute. Bin super müde. Kathi, kein Problem. Gute Nacht. Danke dir. Schlaf gut. Gute Nacht. Dina und Sabine kommen weg. Dina und Sabine. Ah, okay. Und wen holst du? Henrike denkst du auch? Ah ja, okay, verstehe ich. Gutes Verhalten. Claudia, Marianne, Dritter. Monika. Kabuki ist auch cool. Ja, Kabuki haben wir auch schon angeschaut. Kabuki finde ich super. Aber irgendwie hat es da doch nicht in meine Top 10 geschafft. Oder noch nicht. Mal schauen. Ach, die Ente. Ich finde Ketchup so süß. Bei New Leaf gab es Ketchup. Katharina. Ah, okay. Die kleine rote Tomatenente da. Die war süß. Polunder ist auch süß. Ach, Toni ist da? Habe ich es überlesen? Ah, sie ist im Lurk wahrscheinlich, oder? Toni, hi, grüß dich. Trotzdem hi. Hallo. Immer gerne dabei. Schneider dauert ein bisschen, Shindoro. Das dauert. Irgendwann kommt der Igel, der Blaue, kommt in den Laden von den Zweien. Und dann von Nepp und Schlepp. Und dann quasi redet sie mit ihm, das kriegst du dann mit. Und dann ist die ab dem Zeitpunkt öfter mal am Rathausplatz. Dann musst du sie mehrfach anlabern und Sachen von ihr kaufen. Und irgendwann baut sie dann eine Schneiderei hin bei dir. Das dauert ein bisschen. Hallo. Also Moment. Tick, tick, Toni. Kein Problem, kein Problem. Das ist auch einer meiner Lieblinge geworden. Ja. Glaube ich dir. Ist das süß. Ich habe ein neues Set. Die haben mich halt gehabt, wie die in dem Moment, wo die Spatzel gesagt hat. Ich kannte die auch nicht, aber dann hat sie gemeint, ja bla bla Spatzel. Denk mal, passt, komm mit. Spatzel, passt, super. Wenn du genug bei ihr am Platz kaufst, kommt sie zu Nepp und Schlepp und dann baut sie. Genau. Tag Wolf, hi. Der Schutz des Lurks hat dich verlassen, Toni. Kitsune, hi. Gilva, Kitsune. Grüß dich. Ja? Was los? Hallo. Was ist ja? Wie ist das Insektikus-Turnier für dich gelaufen, Nussi? Hast du richtig ausgesprochen, okay? Okay, gefällt mir. Ist es Ilvas schwieriger oder das Kitsune? Was hauen die meisten?
Das schafft nicht jeder. Ja gut, Kitsune hilft mir Japanisch, denke ich mal ein bisschen. Schön, also ich glaube der Platz das wird cool. Ich weiß. Also Kitsune ist eigentlich allgemein der Fuchs. Kitsune heißt einfach nur Fuchs. Aber auch der Geist, hast recht. Hallo. Ilva bedeutet Wölfin, okay. In was für einem Ding, in was für einer Sprache dann? Den Namen versuchen die Leute kaum auszusprechen. Okay, ich fand's, also ich habe schon deutlich Schlimmeres gesehen. Also schlimmer. Ich habe deutlich schwierigere, sagen wir es so, zum Lesen gefunden. Norden, Island, glaube ich. Alte Weg. Ah, cool. Zahnlieferung. Ja, schlimmer. Schlimmer ist, ich meint schlimmer im Sinne von schwieriger auszusprechen. Also Ilva Kitsune hat jetzt gar nicht so schwierig, aber Zahnlieferung. Habe Talking. Also wegen Wolf. Ich reite gerade auf den Zaun. Kann das sein? Hüa, Zaun, hüa. Ich spreche kaum Englisch. Aber oder war es jetzt so schlimm dran, das meine ich. Aber Japanisch? Du wolltest nur Kitsune nehmen. Ja gut, ja ist klar. Das ist bestimmt schon weg, ja. Du hättest das in Hiragana nehmen können. Für Foto. Oh, Foto, Moment. Ilva Kitsune, danke dir. Vielen lieben Dank. Oh, ich habe schon wieder versehentlich Emote gelöscht. Ich bin der Beste. Moment, anderes Emote wird gewünscht. Machen wir gerne. Danke dir. Ne, da verknote ich mir die Zunge. Ha. Japanisch ist gar nicht so schwer. Also von der Aussprache her ist es relativ leicht tatsächlich. Schlafanzug passt. Oh mein Gott. Inselinspektor. Ich wollte Latein. Also Latein hatte ich in der Schule auch nicht. Ich habe von meinem Dad damals, glaube ich, habe ich die Lateinbücher von der Schule gefunden und haben mir das selber ein bisschen angeschaut. Ich liebe Sprachen, generell, mag ich sau gern. Habe mit einigen angefangen zum Lernen. Ich kann von vielen Sprachen wenig, sagen wir es so, aber nur ein paar. Also gut, Deutsch ist klar. Und Englisch geht, also lesen alles gut. Übersetzen on the fly ist immer schwierig, sage ich jetzt mal, da fehlt mit Übung. Reden kommt drauf an. Ich traue mir's zu. Russisch ist nice. Also Russisch, ich müsste es wieder üben. Kyrillisch lesen konnte ich, aber ich ich kann kein mehr Deutsch reden. Verstand es nicht. Ich konnte es nur lesen. Und aber eine Freundin von mir ist Russin. Und die hat mir da schon einiges gezeigt einmal. Salve ist Lateinisch.
Russisch ist krass schwer, würde ich gar nicht sagen. Russisch ist eigentlich, die Aussprache an Russisch, sagt immer jeder, ist so schwer, weil die S-Laute, haben. Sei gegrüßt, genau. Aber, eigentlich finde ich, also, nimm mal Deutsch. CH. Also, allein das kriegt die ganze Welt nicht zusammen. Unser CH. Oder als SCH dann das kapiert kein Mensch. Ich habe mit einem Russen Kontakt, das ist ein Zungenbrecher. Müsste mir dann eben fallen. Ah, okay. Ich hatte eine gute Freundin von mir, ist Russin. Die Ekaterina. Pater Puni. Okay, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Will hier auf der Ebene ein Blumenbeet machen. Ah, okay, Blumenbeet, okay. Will hier auf der Ebene ein Blumenfeld machen. Wie dekoriere ich dann das Haus? Jetzt hast du mich zu sehr abgelenkt. Wurde von der Wespe gestochen. Ach so, oh mein Gott, in Animal Crossing. Ach Gott sei Dank. Ich hatte vor kurzem das Problem, dass ich wirklich daheim im Zimmer Wespen hatte, die mich dann in der Nacht gestochen haben. Darum bin ich jetzt kurz erschrocken, dass auf der Ebene 1 weiter steht. Please respect my garden, genau. Du willst hier ein Blumenbeet machen. Ich wurde als Kind das letzte Mal von der Wespe. Bei mir ist es auch ewig her. Ich bin als Kind, glaube ich, mal in der Biene reintreten. Und irgendwann als Teenager habe mich mal hier am Nacken eine Hornisse gestochen. Aber das war jetzt nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Aber die Wespen, eine hier, quasi in der Nacht damit kuschelt, sage ich jetzt mal, und eine an der Wade auf der linken Seite. Das war eine giftige Mistmatze, hätte ich was gesagt. Die war massiv giftig, weil das ist jetzt, glaube ich, 1,5 Wochen her. Das sieht man immer noch. Ich bin Gott sei Dank nicht allergisch. Das ist mein Vorteil. Aber es hat wehgetan in dem Moment, aber es war bloß kurzzeitig, es ist nicht angeschwollen. Hornissen sind kotziger. Wespe hat dich am kleinen Finger gestochen. Ah, tut auch weh, ja. Ich sag, das hier unten, hier, also quasi in der Achsel, sage ich jetzt mal, wo es eigentlich wehtun sollte, das hat bloß an einem Tag war das ganz leicht, wie man sich ein bisschen aufkratzt hätte. Ein Tag, dann war es vorbei. An der Wade, das habe ich jetzt seit 1,5 oder 2 Wochen. Das ist der Wahnsinn. Das juckt wie Hölle und das ist eine Katastrophe. Also Haus dekorieren. Meinst du, es ist dein Haus, oder? Oder ist es ein Bewohnerhaus? Wurde das erste Mal in meiner Schwangerschaft gestochen, hatte total Angst. Okay, das ist was anderes. Schwangerschaft ist nicht so toll. Toni, hi. Willkommen aus dem Lurk. Hast dich raustraut. Wir haben dich vorher schon ausgespäht. Grüß dich. Hallo. Mercy Maus, ist das aus dem Lurken auferstanden, ja. Ist das ein Bewohnerhaus oder ist das ein Haus von dir? Aber ich sehe es ja auf der Map. Das ist ein Bewohnerhaus, ne? Toni, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Sehr gerne auch im Lurk. Sehr gerne jederzeit. Vielen lieben Dank. Generell, jeder im Lurk willkommen. Mir geht nichts. Möchtest du dann hier auf die untere Ebene, wo die Tulpen gerade sind, kommt auch noch eins hin. Ah, okay. Ich kriege nicht mal meine eigene Insel dekoriert, so viel kann ich dir sagen. Du möchtest hier quasi, wo die Erdfelder sind, die Tulpen pflanzen. Aber mit dem Lurk unterstützt mich ja. Ja, logisch, Toni, logisch. Jeder, der zuschaut, unterstützt mich. Jeder. Jeder, der die Videos anschaut, der lurkt. Jeder, der ein Follow da lässt. Jeder, der egal was macht. Mit allem. Das sage ich ja. Ist ja auch nicht geschimpft mit Lurk. Überhaupt nicht. Nur Dark Wolf hat dich gefunden. Ja, sogar Dark Wolf. Sogar der.
Na, ernsthaft, also vielen lieben Dank. Also ob ihr was reinschreibt in den Chat, ob ihr followt, scheißegal, ob ihr auf Discord kommt, ob ihr YouTube, wurscht wo, Instagram, Twitter, egal wo ihr mir folgt, egal was ihr macht, ihr helft mir mit allem. Richtig. Ich habe mein Messer nicht dabei. Tag Wolfer, du hast dich einpinkelt, du musst nach Hause. Aber helf mir mal kurz. Wird dann jetzt wieder ausmachen. Danke für die Sachen. Müsste Maus, es wird ja glaube ich nichts. Ich sag danke fürs Vorbeikommen dürfen. Kate ist auch da, ja. Die hat schon Hi Tick Tick Toni gesagt vorhin. Kate ist da. Danke dir. Müsste Maus. Wie gesagt, mit dem Haus, ich schau mal, wenn mir was einfällt, sage ich es dir noch. Aber es ist schwierig. Ich kriege meine eigene Insel kaum. Noch nicht. Ed Kätzchen, ich rufe dich. Tick Tick Cat. Hier spricht euer Captain in Kürze. Werde das die Tage auf jeden Fall machen. Kannst du dann nochmal. Gerne. Merci Maus. Gerne, gerne. Und jetzt glaube ich, versuche ich mal, ein bisschen meine Insel herumzukriegen. Boah, du hast aber auch mega viele Blumen. Meine ganze Insel ist ein einziger Wildwuchs. Ein einziger Wildwuchs. Ich habe ewig viele Bäume, Büsche, Blumen ohne Ende auf meiner Insel. Ja. Und jetzt habe ich überhaupt keinen Platz, um was zu bauen. Bei mir waren auch schon mehrere Leute auf der Insel drauf und haben immer fleißig gegossen, die Blumen. Durch das wachsen die noch besser. Ich dachte am Anfang, ich züchte die ein bisschen, dass ich es habe. Ich bin auch weg. Ach die. Okay, danke Wolf, danke dir. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Hier müssen dann aber. Genau, hier sind auch welche. Oh, ein Donut. Messi Maus, gute Nacht. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Blumengießen war. Ja gut, ich habe selber auch noch mal gegossen, so ist es nicht. Aber es ist schon einiges. Es war ja einiges an Blumen da. Es sind ein paar Kreuzungen rausgekommen. Ich war kurz so nicht, das ist echt. Ha, so Donut wäre jetzt nice. Was fehlt dir denn zum Beispiel? Hast du alle Früchte? Mal die erste Frage. Früchte habe ich, aber mir fehlt die schwarze Lilie. Die schwarze Lilie? Hier? Ich glaube, die habe ich auch bloß einmal tatsächlich. Wie kann ich denn die vermehren? Rosane kann ich dir gerne nicht geben, ist kein Problem.
Oder so, Cat. Wie viel mehr man eigentlich die Blumen in der gleichen Farbe? Das würde mich interessieren. Die hellblaue Rose auch, aber davon scheinst du auch nur eine zu haben. Eine hellblaue Rose habe ich mehr. Da habe ich mehr. Moment. Hier unten, glaube ich, habe ich noch welche. Ich habe mir wieder eingepflanzt. Hier. Auspflanzen, separat gießen oder... Ui. Rosen kann ich auch nachliefern, die wuchern bei mir. Rote und rote Lilien, was? Rote und rote Lilien nebeneinander stellen und gießen. Dann bekommst du schwarze raus. Ach, rote und rote? Also die hier quasi da oben. Direkt nebeneinander. Osterglocken, die habe ich auch geschenkt gekriegt. Die kannst du, glaube ich, gar nicht vermehren. Die, glaube ich, kriegt man durch die Insel irgendwann. Also ich krieg's gerne eine, wenn es wächst, kein Problem. Aber ich glaube, dass man die nicht vermehren kann, glaube ich. In Schachmuster musst du die Blumen aufstellen. Die Switch leider heute, da gibt es die gibt's ab 5 Sternen zufällig. Ah, okay. Alles gut. Aber ich krieg's gerne. Cat, ich muss im Schachmuster aufstellen? Oder nebeneinander direkt? Cat laden. Also so. Und dann gießen, dann kriege ich schwarze raus. Dann hole ich mir gleich ein paar. Wie, wenn ich zu dir darf, kann ich ja die Blumen umkreisen, die ich brauche. Du kannst dann entscheiden, ja oder nein. Können wir machen. Also ich müsste dich mit Freundescode dazu hauen, glaube ich, weil sonst kann ich dir, glaube ich, nicht geben. Ich glaube, ich kann den nicht fallen lassen. Vor allem weißt, gerade dazu kommen wir schon, heißt ich wieder Mietz. Nee. Mietz ist schon gut, Mietz ist schon gut. Das passt schon. Mietz. Ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal ist der Name aufgekommen, glaube ich, bei Mario Kart. Mit der Easy damals. Die hat auch gesagt, Mietz, geh mal weg. Und seitdem ist das irgendwie hängen geblieben. Aber es sagen immer wieder Leute. Also ich heiße Martin. Ich dürfte gerne Martin zu mir sagen. Aber Mietz ist auch okay. Ich habe kein Problem mit Mietz. Ich finde es sogar lustig, muss ich ehrlich sagen. Ah, Gott. Ich mache es trotzdem ganz kurz auf Pause, wenn ich dich kurz hinzufüge. Hat den Hintergrund, ich lade die Streams auch auf YouTube hoch. Den Chat sieht man danach nicht mehr. Aber dein Freundescode wäre für alle Ewigkeit im Video. Nur zur Info. Deswegen mache ich es kurz so. Bin gleich wieder da. Ich füge es kurz dazu. Für mich heißt Mietz, komm her und guck dir meine Fische an. Das ist auch richtig, ja. Bin gleich wieder da, Moment. Ich schreibe das kurz auf. Ich rede nebenbei. La 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 la. Ich rede. Ich gebe nebenbei Code ein.
Also der Name auf der Switch hat jetzt nicht so viele ähm, mit dem Twitch-Namen zu tun, sage ich mal so. Kein Problem, kein Problem. Also ich denke, ich krieg einige von den Blumen von den anderen wieder, von dem her soll es mir ziemlich egal sein, muss ich ehrlich sagen. Du quatscht gerade mit dem Udo. Also, der Udo und der Bodo. Von dem her Philipp, Kite etc. Ich denke, wenn ich Blumen brauche, ist kein Problem, hoffe ich. Oder ist kein Thema nicht drum. Ja, irgendwann schon, warum? Also ich habe versprochen, ich tue die ganzen Streams hoch. Ich will es ja als Streamarchiv nutzen, den YouTube-Kanal, unter anderem natürlich auch für andere Sachen. Ähm, ich bin aktuell im Ende Januar. Ich habe also ich habe 3. Dezember war der erste Stream, 16. Dezember ist eigentlich richtig losgegangen, sage ich jetzt mal. Ich bin aktuell Ende Januar, also beim 22. oder beim 28. glaube ich, bin ich aktuell. Irgendwie sowas. Es ist eine Katastrophe. Nur die Tags hinzufügen, die Spiele hinzufügen. Oh mein Gott. Also, es dauert wirklich. Jetzt ist mir eingefallen, ich könnte eigentlich noch Playlisten machen. Jetzt habe ich es noch ums Streamer-Archiv 2020 und 2021 erweitert. Dann ist mir eingefallen, oh, ich könnte Playlisten mit den Spielen machen, dass man es leichter findet. Wäre ganz interessant, ja. Drum nicht wundern, wenn ich sowas wie Dodo, also Dodo-Codes sind ja wurscht eigentlich. Aber wenn mir jemand privat einen Dodo-Code schickt, dann zeige ich ihn im Regelfall auch nicht. Und wenn ich einen Freundescode quasi habe, dann gebe ich ihn im Regelfall auch nicht ein. Deswegen pausiere ich kurz. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal jemanden interessiert, keine Ahnung, aber es muss nicht sein. Bis ich soweit bin, dass das Zeug hochgeladen wird, hat wahrscheinlich Nintendo eh schon die übernächste Konsole rausgebracht. Also, von dem her. Du muss ich Werbung machen. Ich freue mich auch, wie in der mal auf YouTube folgt eventuell. Schamlos Werbung. .tm. Hier bringt es mir nichts, gell? Ich mach mal auf. Ich mache den. Oh, ich gieße mal den Flughafen, dass er größer wird. Nur, also, es ist die einzige Absicht. Ich mach mal auf. Ich werde nicht mehr allzu lang machen heute, sage ich gleich schon dazu. Vielleicht noch maximal eine halbe Stunde. Aber ich mache noch auf. Könnt noch kommen, wenn ihr so wollt. Aber Cats Switch ist leer, ne? Online-Spiel. Cat will die ganze Insel voller Blumen sehen, ja. Roshi. Ja, leider. Klar. Flugsteig ist offen.
wenn du DIYs brauchst, Ilva Kutsune, gerne hier nehmen auch. Wenn du was nicht hast. Die habe ich doppelt. Sind zwar ein paar so ganz Standard-Dinge dabei, aber wenn du welche doppelt hast, auch gerne mitbringen. DIYs mag ich immer. Hallo. Oh. Cleo hasst mich. Ist ja auch bloß ein Insekt, Gott sei Dank. Richtig. Machtl hat am besten Namen der Welt. Er heißt Martin. Udo nervt. Ich hoffe, es gibt jetzt dann einmal ein Martin und Martin Phasmo. Achtung, bin gleich unterwegs. Ich duck mich, falls der Flieger recht tief fliegt. Die Vanni aus Atlantis. Der Machtl hat, glaube ich, am Sonntag zum Mario Kart auf dich gewartet, hat er im Stream gesagt. Am Sonntag? Ernsthaft? Also ich wollte Sonntag auch zuerst Mario Kart machen. Hab's ja auch im Discord gefragt gehabt, etc. Und bei mir ist Mario Kart also eigentlich immer sonntags. Allerdings hat von mir dann keiner Zeit gehabt von den Bekannten, mit denen ich normalerweise immer spiele. Und so von eurer Seite war dann auch eher weniger Interesse da, sage ich jetzt mal. Dann habe ich es dann am Sonntag lassen. Der einzige, der fahren wollte, war eigentlich Lukas tatsächlich, hat mir auch leid getan. Und er hat, glaube ich, Machtl gefragt im Stream, das kann sein, ja. Er hat sich wohl Zeit dafür genommen? Ernsthaft? Oder wir haben eigentlich nichts ausgemacht gehabt. Ja, nimm die Anleitungen, nimm sie gerne. Nimm alle, wenn du sie brauchen kannst. Das tut mir, also, Problem ist bei mir immer, Mittwoch kann ich nicht streamen, weil ich arbeiten muss. Darum bin ich ja nicht online. Darum kann ich leider beim Machtl nicht zuschauen. Darum kann ich ja nicht Mario Kart mitfahren. Das ist immer schade. Und kannst du den nicht aufheben? Aber es tut mir dann leid, das wollte ich nicht. Also ich habe das dann falsch verstanden. Wir hatten für Samstag, für Sonntag für Mario Kart nichts. Phasmophobia haben wir gesagt, machen wir mal. Aber da war noch kein Termin nicht bis jetzt. Das tut mir dann wirklich leid, das wollte ich natürlich nicht. Also ich würde mich freuen, wenn er natürlich mitfährt, logisch, klar. Es ist nur dieses Mal wirklich saudum ausgegangen, weil keiner Zeit hatte von den Bekannten. Ich habe mit dem 8 Lag gefahren, aber ich wusste nicht, er hat nichts gesagt. Er hat auch im Chat nichts reingeschrieben. Nein, das gab ich schon, dass er nicht beleidigt war, aber ich finde es trotzdem schade. Ich wäre lieben gern gefahren mit ihm. Lieben gern. Darum finde ich schade. Jetzt wollte er spontan dazukommen. Kann sein, das weiß ich nicht.
Machtel, zweimal auf der Rennbahn, ja, logisch. Machtel streamt morgen, gell? Morgen ist, nein, ich finde es nur schade, ich mag, also unabhängig von dem, ob ich jetzt zuschaue, ich mag ihn wirklich gern. Morgen ist Grounded, ah, okay. Ähm, Schaut euch, also von den blauen kannst du gerne zwei nehmen. Kannst du drei haben. Oder vier. Nimm da ruhig vier, wenn du magst. Morgen ist Grounded. Und bei mir ist es immer schwierig, wenn ich quasi nicht online bin. Habe ich ganz selten Zeit, dass ich irgendwie zuschaue, das ist mein Problem. Darum ich würde bei Machtel, ich wäre lieben gern öfter dabei, auch bei Gloomy. Glumanda ist dasselbe, würde ich auch gern öfter zuschauen. Die Goldenen habe ich auch geschenkt gekriegt. Was brauchst du? Kannst du ruhig nehmen, gerne. Die Rosanen, nimm dir ruhig beide. Die beiden Rosanen. Nimmst du ruhig. Nimm dir ruhig die zwei. Ich habe nur eine. Und ich kann sie wieder vermehren mit den weißen, das ist kein Problem. Ich finde es wirklich schade, weil ich würde fast so gern spielen mit ihm. Jederzeit. Aber er hat auch nicht immer Zeit, das ist mein Problem. Wenn ich jetzt Streamer mitrechne, habe ich aktuell 3 Jobs. Ich weiß nicht welche, aber eine, der vergisst man nicht, fehlen musste ich auf meiner Insel. Vergisst man nicht, sind es die da? Die hier? Die Pfeilchen? Meinst du die? Aber nimm doch halt ruhig überall eine. Aber sagt ihm auf jeden Fall, wenn sie ihn morgen seht, sagt ihm auf jeden Fall, es tut mir leid, das war keine Absicht nicht. Das wollte ich nicht. Ja, also wenn man Streamen mitrechnen kann. Es ist zumindest offizielles Gewerbe angemeldet. Also ja, nimmt auch ruhig. Also die schwarzen kannst du gerne zwei nehmen von den Tulpen. Rosane habe ich aktuell nur eine. Aber die zwei schwarzen kannst du auf jeden Fall nehmen, das ist kein Problem. Ich arbeite quasi eigentlich Vollzeit, ganz regulär, von 8 bis 5, sage ich jetzt mal. Dann, ich sage, wenn man Streamer dazu rechnet, es ist zeitaufwendig. Ich mache es trotzdem gern. Ich stelle mir manchmal vor, wie ich mich fühle, wenn ich mehrere Stunden eine Kamera vom Gesicht hätte. Ich würde bekloppt werden, wenn mich wundert wird. Ich muss ehrlich sagen, es ist Gewohnheitssache. Ja, nimm sie dir ruhig, die Rosane. Kannst du haben. Nimm's da. Nimm sie dir. Nimm dir die Rosane ruhig. Ich gieße die zwei Blumen wieder, dann kommt wieder neue raus. Kein Problem. Hast du zu viel Gießkanne dabei? Nee, ich gieße die einfach wieder, das passt schon, weil ich habe sie hier eh über Kreuz gestellt. Das passt schon. Aber hier unten sind noch welche, hier. Die Hyazinthen-Dinger da. Da hier.
Auch gerne. Nimm dir ruhig die blaue, ja? Gerne. Ich krieg die jederzeit wieder, das ist kein Problem. Guck mal, was für ein Blumenmeer. Darfst du auch gerne nehmen. Nimm dir die ruhig, wenn du magst. Was ich cool finde an deinem Machtstream ist, dass ihr zwei so chillig seid. Die labern nicht ohne Sinn und Verstand vor euch hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, naja, ohne Sinn, ich laber schon viel. Und ich laber auch viel durcheinander, muss man ehrlich sagen. Ich habe die Anfangsstreams, wo ich gehabt habe, da hat ja keiner zugeschaut, ganz am Anfang. Kein Problem. Gerne, gerne, gerne. Und ich habe eine angenehme Stimme. Das finde ich süß. Danke dir. Aber wie gesagt, ich habe Streams dabei gehabt, da war keiner dabei. Und ich habe trotzdem die ganze Zeit gelabert. Das ist kein Thema. Also, wenn ich was kann, dann die ganze Zeit reden. Ich habe das für den Just-Chatting-Bereich noch ein bisschen Angst. Wenn das Spiel im Hintergrund läuft, ist überhaupt kein Thema nicht, wenn ich ein bisschen hin und her rennen kann. Es gibt Leute, da hat man das Gefühl, die reden ohne Pause und dann nur lol, ey, nice. Ach so, ja gut. Ja, na, das nicht. Das stimmt schon. Das nicht. Habe ich eine Gießkanne? Ich bin halt auch dementsprechend verpeilt regelmäßig, das ist das andere Thema. Das Lustige ist, ich bin aus der ganzen Streamerei eigentlich nur gekommen, weil man gedacht habe, irgendwie, mich hat es immer schon interessiert. Ich mache das wirklich, mir gefällt es ja immer und ich wollte es schon ewig machen eigentlich. Aber der richtige ausschlaggebende Punkt war eigentlich nur das, dass ich auch jemanden zugeschaut habe und dann gedacht, oh, das kannst du auch. Und mehr war es eigentlich gar nicht. Hinter dem Haus ist eine rosene Blume, was ist mit der? Ja, nimm. Nimm beide, nimm beide. Ich weiß gar nicht, wo die her sind. Ich brauche die bloß wieder kreuzen. Das ist kein Problem. Und sie reden dabei schrill, gerade abends möchte ich es zumindest entspannen und dann wird es laut und komisch. Das ist bei euch nicht der Fall. Ja, ich weiß, dass ich nicht lustig bin. Kein Problem. Vielen lieb. Kein Problem, kein Problem. Stimme gehört zu, auch sehr angenehme Stimme. Danke dir. Ich bin selber verpeilt. Das macht das gleich sympathisch. Ach Gott. Ist das lieb. Ich weiß schon. Kein Problem. Witzig, ob ich witzig bin, weiß ich nicht, aber trotzdem danke. Ach Gott. Wenn es lustig ist, wenn es unterhaltsam ist, ist der ganze Zweck erfüllt, deswegen mache ich es. Finde ich auch. Ich lache oft hier. Ah, okay, finde ich schön. Ich meinte, dass sie sehr befremdlich und laute Sachen machen. Ja. Ich meine, ich kann schon mal auch nervig sein, glaube ich. Das ist der einzige Teil, den Machtl geradet hat, wo ich wieder eingeschaltet habe. Okay, nice. Das lassen wir eingehen. Das ist ein Kompliment. Das finde ich cool. Und sogar sehr regelmäßig tatsächlich. Ich habe so lachsfarbene Rosen gefunden. Willst du die behalten? Die mäht die ganze Insel wieder. Wo denn? Nimm sie mit. Nimm sie ruhig. Ich meine es wirklich so. Nimm sie ruhig. Wir gießen die jetzt schon, ja? Und dann kommen da wieder neue raus. Na, weiß ich ja. Ist ja kein Thema nicht. Ich hätte die beste Freundin, die Dinge nicht geben, wenn ich dir nicht trauen würde. Mach dir keine Sorge.
Magst du die auch? Erstmal das rosa, gell? Du wolltest den Lachs. Lachs ist auch so eine Farbe. Aber finde ich lieb von euch, wirklich ohne Scheiß. Also, bedeutet mir auch viel. Ich habe vor kurzem einem Streamer dabei zusehen müssen, der einen Döner vor der Kamera gegessen hat. Ich esse auch oft nebenbei mal Kekse oder so ein Zeug oder irgendwas. Mache ich auch gern mal. Döner wäre jetzt ein Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor der Kamera essen ist ein ganz anderes Thema. Das ist ganz was anderes. Wenn man jetzt sagt, okay, ich mache so ein Ding, ja, aber Döner. Ich mache so einen Mukbang oder sowas in der Richtung oder ich esse irgendwas nebenbei und rede nebenbei, weil ich einfach gerade nebenbei esse. Dann gibt es aber auch definitiv interessantere Gerichte wie Döner, würde ich sagen, wo ich dann nicht danach ausschaue wie die, ich sag's jetzt einfach so, allerletzte Sau, weil ich von oben bis unten angeschmiert bin. Also noch dazu, ich bin ja gut, obwohl ich könnte Döner, glaube ich, sogar essen. Glaube ich, ging sogar. Weil ich Döner immer extrem trocken esse, ohne Soße. Von dem her, glaube ich, ging es sogar bei mir. Meine sozialphobische Seite ist das sehr unverständlich. Ja, es gibt Leute, denen ist wirklich wurscht, das stimmt schon. Weil ich sagen muss, mir ist ehrlich gesagt auch egal. Also, was Leute von mir halten, sage ich jetzt einmal, war mir immer schon wurscht. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin freundlich, das mag ich. Das mache ich ja. Eigentlich zu allen. Ich kann auch mal grantig werden. Ich kann auch mal ekelhaft werden, weiß ich auch. Das ist süß, ja, finde ich auch. Das ist die mit Spatzel. Das sagt Spatzel am Ende. Das habe ich meinen gehabt. Es gibt einmal Tage, wo ich nicht so gut drauf bin, sage ich jetzt mal. Aber Streamen mag ich immer gern. Und es macht halt umso mehr Spaß, wenn Leute dabei sind, die auch dementsprechend nett sind, gut sind, dazu passen. Und da gehört halt jetzt aktuell wirklich alle dazu. Also ich finde das, der Raid von Machtel war super. Und es kommen aber immer mehr dazu tatsächlich, lustigerweise. Und das Schöne ist, die Leute bleiben großteils auch. Das freut mich am meisten. Weil in einem Raid dazukommen, wie ihr sagt, das ist eine Sache. Ne, ist gut, ist gut, ist gut. Geht so, ist gut. Ich will gar nicht so viel gießen, ich wollte bloß die einzelnen Blumen nachgießen. Aber wenn ich alles wieder gieße, oder hier die schwarzen Zweifel will ich züchten, wenn ich alles gieße, dann wuchern mir alles zu. Das passt schon. Das passt schon. Alles gut. Ich hab's. Gut, jetzt haben wir aktuell. Ich kann es kurz sagen, es sind jetzt Stand jetzt 247 Leute, Follower. Ohne Scheiß, danke. Also vielen lieben Dank. Ich kann es immer bloß wieder sagen. Ich bin wie ich angefangen habe, Mitte Dezember, bis dann einmal in die Richtung gegangen ist, hatte ich 3 oder 4 Leute. Ich habe keinen Schimmer gehabt, wie ich jemals die 50 Leute zusammenbringen soll. Für das Affiliate-Zeug. Ich habe überhaupt keinen Schimmer gehabt. Wirklich gar nicht. Ich muss öfter auf den Insel Sandrine, will, dass ich öfter besuche. Jederzeit gern. Jederzeit gern. Und jetzt sind es, also, wie gesagt, vielen lieben Dank. Und deswegen auch zu tun, die vorhin nochmal, ja, jeder, der zuschaut, hilft mir. Definitiv. Mehr will ich ja gar nicht. Ich freue mich. Der Rest kommt von ganz allein. Aber wo? Heißt, es rennen alle Bewohner hier unten rum, wo ich es vorhin gesucht habe. Ich habe leider zur Zeit nur die Testwoche, die feste Online-Nutzung muss ich mir noch holen. Überhaupt kein Problem. Hab dich vor dem Raid mal bei einem Stream gesehen und mich gefreut, als der Raid zu dir kam. Ach nice, okay. Cool. Warst du vorher schon mal da? Ich weiß gar nicht. Auch beim Animal Crossing Stream oder war es ein anderer?
bin nämlich anfangs total schüchtern und hatte mich nicht getraut, was zu schreiben. Das merke ich aber jetzt aktuell tatsächlich gar nicht. Okay. Machst du wieder gehen oder bleibst du nur da? Aber mit dem Raid war das gar kein Problem. Ach so. War auch Animal Crossing. Toni ist auch schüchtern. Irgendwie merkt das Song irgendwie lustig, weil es ganz, ganz viel. Aber irgendwie kommt mir das also vor. So, danke nochmal. Ich bringe die Blumen auf meine Insel. Vielen lieben Dank nochmal. Kein Problem. Bitteschön. Gerne. Tschüss. Bitteschön. Aber geh über den Flughafen raus. Genau, passt. Nicht, dass du irgendwie beendest, sondern sind nämlich die Blumen wieder weg, glaube ich. Bin nur wegen dir mitgeradet. Toni. Ja, Philipp mag das Raiden nicht, ich weiß das, ja. Hat er schon mal gesagt. Was ein Einfluss, ne? Nein, dann passt. Gibt's nicht, dann passt, das ist gut. Ich glaube, wenn du selber beendest und rausgehst, dann glaube ich, kann es sein, dass der Inventar verschwindet wieder. Ich freue mich vor allem auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann Leute dabei sind, ich meine, war jetzt bei euch auch schon öfter der Fall, die dann bei anderen Spielen kurz reinschauen. Auch wenn es es vielleicht nicht interessiert, kurz Hi sagen, wieder gehen, überhaupt kein Thema, freue ich mich ohne Ende. Oder auch kleben bleiben, freue ich mich natürlich umso mehr. Aber da ist was gut. Ach, kein Thema, nicht wirklich nicht, überhaupt kein Problem. Gerne, gerne, gerne. Lieben gern. Inventar verschwindet nur, wenn mehrere da sind. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist ein allgemeiner Fehler. Und man über Minus abreißt. Ah, okay. Dann kapiert das nicht. Das wusste ich nicht. Ich finde es einfach mal toll, wie super, dass ich jetzt meine Insel weiterbaut habe heute wieder. Ah. Ja, ich brauche mindestens 2 Blumen, damit das Züchten funktioniert. Kein Problem. Wenn man zu zweit ist, kann man diverse Items duplizieren. Okay. Nur bei den anderen verschwindet es. Ah. Ja, duplizieren brauchen wir gar nichts. Kriegen wir auch so hin. Ah. Flugsteig ist offen. Was dazu machen? Ich muss jetzt echt mal hinsetzen und Gedanken machen, wie ich die Insel mache. Aber Kat und Toni nochmal, dass ihr schüchtern seid, habe ich jetzt nicht gemerkt. So, nicht seitdem ihr dabei seid. Das ist ja gut. Kein Problem. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich verstehe es voll und ganz. Ich bin ja, wie gesagt, auch froh, wenn jemand einfach nur so zuschaut und nichts schreibt. Das ist auch kein Thema nicht. Ich freue mich natürlich über jeden, der schreibt. Wirklich massiv. Ich bin am Anfang immer sozialphobisch. Habe immer Angst vor fremden Leuten. Gut, mir ist das jetzt weniger so, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche mal kurz, bis ich sehe, ja, ist das so meine Richtung, meine Wellenlänge? Man sieht es mir auch oft nicht an. Ah, okay. Und ich habe es früher wirklich immer so gemacht, wenn ich jemanden gefollowt habe, quasi auf Twitch auch, oder mache ich heute noch. Gut, zwischendurch bin ich angemeldet, weil ich am Handy angemeldet bin, auf dem Computer überall eigentlich. Aber anfangs habe ich zwar am Handy die Benachrichtigung gekriegt, aber war quasi am Computer und war einfach zu faul zum Anmelden. Chemtrails.
Ich komme auf jeden Fall öfter in den Channel. Vielen lieben Dank. Danke dir. Wie gesagt, nicht erschrecken. Ich spiele auch viel Horror und so Zeug. Ich mag auch Minecraft. Ich spiele generell eigentlich alles. Fast alles. Fast. Ich spiele fast alles und probiere eigentlich alles. Sagen wir so. Das glaube ich trifft am ehesten. Dann kann ich ja froh sein, dass du beim Speedrun da warst. Wie meinst du das, Philipp? Ja, das Spiel vor kurzem hat mir Angst gemacht mit dem Geisterjagen. Das ist Phasmophobia. Das will ich mit Machtlos spielen. Zum Beispiel auch. Blümchen sind gepflanzt. Vielen Dank. Bitteschön. Bitte, bitte. Du meinst wegen Zuschauen? Wegen der Zeit meinst du? Ich hab schon 2-3 Mal, also ich glaube das zweite Mal war es, habe ich gesehen, dass du online bist. Einmal konnte ich nicht. Und genau, ja, da habe ich Zeit gehabt. Wenn ich Zeit habe, lieben gern. Ich glaube, zwischendurch bin ich ja auch angemeldet. Zwischenzeitlich. Ich habe halt meistens, wenn ich Zeit habe, bin ich meistens selber online. Oder oft, oder mache nebenbei irgendwas. Und dann habe ich es auch nebenbei laufen. Bei dir war es tatsächlich so, ich war mal kurz weg, weißt du ja. War auf Arbeit, bin hergefahren, habe es eingeschalten, habe dann nebenbei gegessen, mit dir geschrieben. Und dann, ja, nebenbei immer wieder geschaut, Handy, also ich hatte dich quasi am PC. Anfangs hatte ich dich am Handy und dann später am PC. Gunnar. Schön, dass du hergefunden hast, wie ist die? Ich wollte plaudern. Und ich sage, wenn ich jemanden kenne, ich finde es ja immer interessant und so schön, wie es sich anhört. Ich meine, ihr seht mich. Ihr seht mich, ihr hört mich, ihr wisst, wie ich ausschaue, ihr wisst, wie ich rede, ihr wisst, wie ich gestikuliere, das seht ihr. Ich lese euch nur. Und auch wenn ich euch nur lese und ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie ihr ausschaut, hat man trotzdem automatisch, finde ich, blöderweise, man macht es automatisch irgendwie so unbewusst. Wie könnte er ausschauen? Das macht man irgendwie unbewusst. Oder wie könnte die Stimme klingen, etc. Weiß ich nicht. Also, und von Philipp zum Beispiel, ich wusste, dass du aus dem Bereich Sachsen kommst. Hat man auch anfangs leicht gehört. Wie sehe ich aus? Das kann ich so pauschal nicht sagen. Aber man merkt es einfach nur, ob ich die Rate spiele. Mich konnte man gestern im Mario Kart hören. Ach, du warst dabei, nice. Okay, merke ich mir fürs nächste Mal. Dann kommst du in Discord. Aber das meine ich. Philipp zum Beispiel habe ich das erste Mal dann auch im Stream gehört. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist einfach schön, finde ich, wenn man dann eine Stimme dazu hat, wenn man eine Stimmlage dazu hat, wenn man weiß, okay, der klingt so und so, die klingt so und so. Das finde ich ganz interessant. Nö, ich dusche nie. Nur mittwochs. Logisch. Habe ich mir doch gedacht. Es klingt vielleicht komisch, aber du hast einfach so gut geduftet. Aha. Tschüss, Gunnar. Danke dir. Wenn ich irgendwann die feste Online-Nutzung habe und viele Blumengesichter habe, darfst du bei mir mopsen, die du brauchst. Alles gut. Alles gut, kein Problem. Jetzt war so meinte ich es nicht. Und deswegen habe ich ja überlegt, ob ich es sage. Ich habe keine Ahnung, wie er ausschaut. Weiß ich nicht. Woher auch? Toni ist aus Hamburg, das weiß ich. Also sieht sie wahrscheinlich aus wie eine Hamburgerin. Aber ich finde es einfach schön. Wie Philipp habe ich gehört. Jetzt habe ich eine Stimme dazu. Ich bin so happy. Lieben gern, lieben gern. Wenn ich mir nicht kenne, so lege ich nur für die Hände, wie Bastiger zum Beispiel. Ein Camp. Ich bin kein Hamburger, du bist eine Fritte. Bist du keine Hamburgerin?
Ich dachte, du hast gestern gefragt gehabt, oder? Ob Miau Design vorbeikommen ist? Das war doch ein Maya Hamburg, oder? Bist schon Hamburgerin, oder? Richtig. Ah, okay. Dachte ich mir doch. Ein bisschen was merken wir im Regelfall doch. Ich kann mir nicht alles merken, es ist einfach zu viel, aber ich versuche schon so gut wie möglich. Blond und groß Klischee. Kann mir jetzt trotzdem irgendwie nichts vorstellen. Das ist leider so. Du sagst ja, ist immer interessant. Drum. Echt jetzt. Wenn ihr siehst, wenn es jetzt stimmt von Toni, was sie geschrieben hat, dann hat sich das Kätzchen anscheinend doch anders vorgestellt. Und das meinte ich damit, unbewusst. Jetzt weiß ich, welche fehlen. Die mit den gelben Streifen drin. Egal. Die mit den gelben Streifen drin. Hab ich die? Bei mir muss ich nur eine Vertagung. 1,81. Okay, ich bin 1. Ja, 1,82, 5 oder sowas. Ab 1,53. 1,83 knapp. Nicht groß. Da bist du richtig groß, Toni. Wow. Ah, die da? Wo ich draufstehe. Kitsune. Die da? Oder die da? Ah, die da? Da habe ich ein paar. Jetzt ruhig mitnehmen können. Ich meine, dann nimmt ruhig welche mit. Kriegen wir das nächste Mal. Kein Problem. Kannst du jederzeit holen. Oha, wie wir alle nah aneinander sind von der Größe her. Ja, ich hatte mit den langen braunen Haaren vorgestellt. Ich wusste das. Kein Problem, jederzeit. Aber das meine ich. Man macht, genau das ist ein gutes Beispiel, Catcher. Man macht es unbewusst. Ich habe blau-violette Haare. Ja. Ihr werdet jetzt ziemlich schnell merken, dass die pennt gerade ein, oder? Nee. Dass mir das Ausschauen immer schon wurscht war. Also egal wie wer ausschaut, egal wie wer, was für der Kleidungsstil aus derjenige hat, welche Richtung ist mir. Es muss halt zu demjenigen passen, das ist ganz klar. Und meistens tut es dann halt auch, wenn man so kennenlernt. Dieses Eiche ist so sweet. Neues Set ist super. Ja. Aber du hast es gerade mit. Hat sie die Trachtenuniform angehabt? Die hat so ein Trachtenhemd meistens an. Oder Trachtenbluse, je nachdem. Finde ich ja. Ich habe ja ziemlich durch die Bank relativ alles dabei an Freunden, sage ich jetzt mal. Wenn ich die finde, hole ich sie auch. Zuckerschock. Neues Set. Die habe ich tatsächlich zufällig gefunden auf einer Insel. Ich wusste gar nicht, dass die gibt. Die war bei mir auch Zufall. Auf einer Meileninsel. 5. oder 6. Bewohner, glaube ich, bei mir. Die ist süß, ja. Das stimmt wirklich. Außerdem ist sowas von egal. Charakter ist das, was wichtig ist. Ja, finde ich ja. 1,86 Meter. Da bist du größer wie ich, aber mal definitiv. Ich mag Eichis, dann habe ich 2 Eichis hier. Kannst du Eichezucht aufmachen. Ihr seid alle so groß. Meter 78 ist auch groß, finde ich. Was ich vorher sagen wollte, und jetzt nicht falsch verstehen, auch überhaupt kein Muss in keinster Weise. Trotzdem am Discord habe ich extra jetzt einmal ein Ding reingemacht mit wer bin ich. Wenn wer Lust hat, nur wenn, gerne mal ein bisschen was reinschreiben für euch. Das heißt dann richtiger Name, also nur der Vorname reicht vollkommen. Grobe Richtung, wo ihr herkommt, egal was.
Was ihr erzählen wollt, erzählt's gern. Würde mich freuen. Wenn nicht, überhaupt kein Thema. Ich verstehe, dass ich es nicht mag. Verstehe ich voll und ganz. Aber ich freue mich, wenn ich mehr weiß über euch. Logisch. Deli kommt mir gerade wie ein Zwerg vor. Wie groß bist du, Deli, wenn ich fragen darf? Hast du Huschke oder Natalia? Natalia ist ein Stinktier. Oh, aber eine richtig coole Bewohnerin. 1,73 ist doch auch nicht klein. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Herr Vanessa Erk, komme aus Frankfurt am Main. Wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich würd mich freuen, wenn es im Discord drin steht. Weil ich es dann nicht vergesse. Mit der 66 ist auch nicht geil. Also, ich sag mal, wenn ich meine Freundinnen, die ich so gehabt habe über die Zeit, mal anschaue, ich glaube, die kleinste war 1,48 Meter. 1,48 Meter. Und ich glaube, die größte Meter 64, Meter 63, irgendwie so, glaube ich. Also, da will ich mich. Auf Discord wirst du dich wieder löschen. Bist du auf Discord drauf bei mir? Nee. Ich glaube nicht, oder? Ach so, Frankfurt, also Hessen, jetzt komme ich mit. Leider nein. Äh, da können wir ein bisschen hessisch babbeln. Hessisch babbeln. Kennt ihr den Kochkanal Yamtamtam? Zufälligerweise YouTube-Kanal. Ich nicht leider. Okay, also es sind, früher waren es 3, jetzt sind es aktuell nur 2. Also Mode, Designerin, sage ich jetzt mal, Bloggerin etc. von, ich glaube Breeding Unicorns heißt der Kanal, ist da dabei, unter anderem ich glaube Musiker ist es eigentlich, Felix, der ist auch aus Hessen. Und ab und zu macht er auch mal Rezepte in Hessisch, darum finde ich es ganz lustig. Ich will es lernen, aber ich habe noch viel andere Akzente im Wortschatz. Oh je. Ich kann es auch nicht gut. Aber, was meintest du vorher mit, da will ich mich wieder löschen? Bei Discord oder wie? Ich hatte, ist ja kein Ding nicht. Ich wollte so sagen, wenn ihr mögt, würde ich mich freuen. Definitiv. Weil ich da nicht freigeschaltet werde. Bei Discord? Wie nicht freigeschaltet? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Muss man da freigeschaltet werden? Ich habe das schon so lange, ich könnte es gar nicht mehr sagen. Normalerweise hast du ja quasi du meldest dich an, bestätigst die E-Mail-Adresse und ich glaube, das war's, oder? Also wie gesagt, mich fragte mal ein Polizist, woher ich käme wegen meinem Akzent. Ich sagte nur, dass er raten solle. Er vermutete aus dem Osten. Ja, muss man, ich kann da nichts schreiben. Ich hätte es bloß auf. Mich würde es nur interessieren, magst du mal versuchen, dazu zu kommen? Mich würde es interessieren. Wenn ich dich anschreibe, kannst du dann mal schon schreiben. Wo ist dann dein Hi-Hu, hä? Was? Wo willst du dann dein Ha-Hi-Hu, hä? Wo willst du denn ein Heu hin haben? Ach so,
Wo ist denn dein Hai hier? Ha? Also ich. Wo ist denn dein Hai hier? So kennen sie. Das wäre bayerisch. Wo ist denn dein Hai hier? Wo möchtest du dein Trockengras lagern oder haben? Ich sag anstatt ich habe eher ich hab. Das wäre bayerisch eher. Ich hab. So wie du das gesagt hast, klingt das nach meinem Vater. Tiefster Sacke. Tiefster Sachse. Was? Ernsthaft? Okay. Wo ist denn der Hai hier? Kein Plan. Nein, mir hat so gewundert gehabt. Also ich sage auch, ich hab. Oder ich hab. Ich hab. Oder ich ho. Eigentlich ohne B. Ich ho. Tiefster Sachse, okay. Habt ihr Wer bin ich Kanal? Oh, danke dir, Philipp. Vielen lieben Dank. Freue mich. Ja, moi. Was? Ja, moi, wo ist dann die Maus zum Beispiel auch? Ja, moi. Ja, moi sage ich nicht. Ja, Mai. Mai. Ja, Mai. Wo ist denn die Maus zum Beispiel? Ja, gut. Aber ja, es Moi. Moi ist, glaube ich, wieder ein bisschen eher fränkisch, meine ich. Aber das kann schon sein, dass wieder mehr dabei, ja. Das ist richtig. Wenn du sagst, da ist ziemlich viel Mischmasch drin, ja. Ich sag, weil ich auch einen YouTuber gerne gucke. Icke statt ich. Ah. Ja, Icke ist wieder eher berlinerisch, oder? Oder Berlin-Richtung. Icke. Seit ich hier bin, gucke ich kein YouTube mehr, auch sowas. Wenn man sich bei Discord vorstellt, sehen dann das alle User oder nur die Gruppe? Wenn du bei Discord, also Discord kannst du so vorstellen, du kannst auf Discord private Nachrichten schreiben, aber dazu musst du mit den Personen entweder befreundet sein oder auf dem gleichen Kanal sein, auf dem gleichen Server. Das Mietshaus, wo quasi ich da bin, wo ich drauf bin, wenn du was in den Kanal reinschreibst, zum Beispiel jetzt in den Wer bin ich Kanal, dann sehen das alle Mitglieder vom Mietshaus, also von meinem Server. Alle, die auf meinem Server drauf sind, aktuell um die 40 Leute, glaube ich, sehen das dann. Und auch alle, die irgendwann draufkommen, ja. Man kann dann, ja, berlinerisch, man kann einen Kanal auch oder einen bestimmten Bereich auch privat machen. Man könnte zum Beispiel sagen, ich mache jetzt nur Leute rein, die, keine Ahnung, die ich auswähle. Ich kann sagen, ich mache nur Subs rein, ich kann sagen, ich mache nur Follower rein. Ich kann man alles machen, wie man will. Aber generell, wenn du quasi jetzt bei mir am Mietshaus was draufschreibst, sehen das alle, die im Mietshaus sind. Schreibst du mir privat was, sehe es nur ich. Aber es muss ein Mitglied vom Mietshaus sein. Sprich, und wenn es ein Mitglied vom Mietshaus ist, ist es im Regelfall auch ein Mitglied vom Stream. Normalerweise. Oder ein Follower vom Stream, sage ich jetzt mal. Weil wer würden sonst draufgehen? Kennt ja sonst keiner. Oder woher sollten es denn die? Haben wir keinen Bezug dazu, sage ich jetzt mal. Also ja, alle, die im Mietshaus drauf sind oder dazu kommen, sehen das. Du kannst es aber jederzeit löschen. Richtig, das war die Absicht. Das heißt Mietshaus. M-I-E-Z. Das ist die Absicht. Die Seite ist doof. Also, es war. Ich habe am Anfang überlegt, wie nenne ich den ganzen Zeug. War ja auch so für Subs. Ich wollte eigentlich sagen, hey, willkommen im Mietshaus oder sowas in Richtung. Ich mag Katzen. Also, ich mag Katzen, ja. Ich bin ein Katzenfan, ich mag aber auch, ich liebe alle Tiere. Ich mag auch Hunde sau gern. Mein Bruder zum Beispiel hat einen Hund, einen Zwergpudel. Ich liebe das Viech über alles. Aber generell heißt es Mietshaus und deswegen habe ich ja die Katze hier quasi als Emote oder die Emotes im Channel sind auch Katzen, weil es die Erdbeermiets ist. Die Erdbeermiets ist aber nur entstanden durch das Logo, durch die Erdbeerkatze, die ich habe. Ende. Mehr war es nicht. Ich habe das Foto gesehen, denke mir, ja, sau cool, das ist die Erdbeermiets. Erdbeermiets tut's. Ist das Zeug noch frei? Es war eigentlich überall frei, bis auf Instagram, da bin ich Erdbeermiezi. Egal.
Und aber passt. Seitdem bin ich die Erdbeermies. Und seitdem baue ich den ganzen Kanal um das Zeug drumherum. Sprich die Emotes, den Hintergrund, alles. Ja, das ist wohl dein Lieblingstier. Ich muss leider gestehen, ich mag Katzen nicht. Ich bin eher der Ratti, Mäuse und Fuchsi-Freak. Ja, mag ich. Ich will in Japan auch definitiv in das Kitsune-Dorf noch rein. Also in das Kitsune Mori, glaube ich. Inaka ist ein Loch, das ist ein Kauf. Zeig gerade mal was. Mura. Kitsune Mura, glaube ich, heißt es. Toni, gute Nacht. Vielen lieben Dank. Danke dir. Gute Nacht. Hör auch auf. Ich bin eigentlich schon wieder drüber über der Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Danke dir. Vielen lieben Dank. Gute Nacht und schlaf gut. Bis bald. Moment. Kannst du kurz lesen? Aber ja, ich mag Katzen sehr, sehr gern. Ich liebe Katzen über alles. Aber ich verstehe. Muss ich wieder mit dem Bruder anfangen. Der hatte 5 Ratten. Zeitweise. Sansa. Dann die Sia. Sansa, Sia, Rosita und dann noch Pommes und Ketchup. 5 Ratten. Kurzzeitig. Waren auch mega süß, die Viecher. Mag ich alles. So, ich schlaf gut. Pfiat dir. Gute Nacht. Also Moment was. Ich mache auf der Arbeit mit Kindern die Bärenjagd und dabei betone ich das drüber und drunter so komisch, dass eine Kollegin meinte, das wäre nicht hessisch, sondern ein anderer Dialekt. Mir selbst ist nicht aufgefallen, okay? Drüber und drunter, Jetzt bin ich gerade draus. VN, der macht doch die coolen Tutorials und Tipps, Tricks, oder? Bin jetzt gerade irgendwie rausgefallen aus dem ganzen Ding. Moment. Ich weiß nicht, wann jetzt auf den VN da kommt, oder Founder oder VN da kommen, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ja, aber ich wollte dem nicht, der ist mir zu doof, dass jeder begrüßt wird, dass ich. Was? Der ist zu doof, dass jeder begrüßt wird, nur ich nicht. Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo ihr gerade seid, muss ich ehrlich sagen. Jana Denise Rost, hallo, grüß dich. Hallo. Willkommen. Ja, ich betone das so wie du, fällt mir gerade auf. Wie ich? Drunter und drüber? Also anderes Streamer hier, okay. Also ich soll wer reinkommt, wird begrüßt, würde ich sagen. Achso. Gerade gesehen. Meine Babygirls hießen Nana, Phoebe, Stella, Shoki, Lily und Angel. Cool. Wow. Das waren 2, 4, 6 Stück hast du gehabt, oder? 6 Stück hast du. Wahrscheinlich hießen, also hattest du. Ich mag Leute, die auch mal mit mir reden und mich nicht wie Luft behandeln, deswegen bleibe ich auch gern hier. Ach, danke dir. Ich muss sagen, ich verstehe es aber nicht, wenn die Leute reinkommen und ich sage doch Hi, oder? Normalerweise ist das ganz normal, jetzt zumindest einfach nur Hallo. Ach, macht auch eine Mail. Okay, kenne ich nicht. Also ich sage, ich bin da ziemlich, wie sagt man es, ziemlich ohne Vorurteile, ohne alles in die ganze Sache reingegangen. Ich habe bestimmte Kanäle, die ich anschaue, muss ich ehrlich sagen, ist es schon, wenn ich mal Zeit habe. Aber generell, und früher habe ich es mir ganz, ganz viel angeschaut, jetzt mache ich selber das Zeug. Aber vom Prinzip her muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich jetzt aktuell neuere, oder die, wo das auch machen, weniger. Ich kenne jetzt einige durch den Raid, ja, die dann mal da waren, habe ich auch schon mitgekriegt. Drum, die habe ich ab und zu mal angeschaut. Aber ich glaube, meistens bin ich selber live oder muss dann leider arbeiten. Ich hatte auch Felix und
Diego konnte die aus diversen Gründen leider nicht behalten. Ah, okay, schade. Aber Ratten sind süß. Farbratten waren das bei meinem Bruder. Farbratten und das hat Hoodies, Hooded hat es gegeben. Und das weiß nicht, wie es bis zweite geheißen hat. Farbratten waren halt allgemein die gemischten und waren auch mega süß, die Viecher. Und eine Husky, oh mein Gott, noch eine. Und Moment. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Hooded. Hooded waren die mit der Haube, die quasi aufgeschaut haben wie so eine Farbhaube. Weißt du, das hat noch einen Typ gegeben. Die haben anders geheißen. Kein Problem, kein Problem. Ach, eine ganze schwarze, süß. Die ist süß, ja. Aber die sind überall hochkommen. Überall. Katastrophe. Ach so. In Animal als Eichhörnchen. Ach, jetzt. Jetzt komme ich mit. Es gibt auch noch Rudolf, oder war es F? Der ist ein Miesewitter. Ah, deswegen, okay, jetzt komme ich wieder mit. Weil Felix und Diego gibt es auch, oder? Alles klar. Schwarzbrauner Kopf, manchmal so einen Streifen über den Rücken, Rest weiß. Also ich habe gerade verschlafen, ich bekomme nicht andere Nachrichten. Ich bin müde verpeilt. Ich ja tatsächlich. Ich werde jetzt auch für heute beenden, würde ich sagen. Muss morgen wieder raus. Morgen leider wieder arbeiten. Bah. Aber morgen Abend bin ich wieder live. Definitiv. Ich weiß noch nicht, bloß ich kann euch nicht versprechen, Animal Crossing muss ich schauen. Vermutlich morgen nicht. Morgen wirst du wahrscheinlich wieder eher Richtung entweder Arc oder Horror Richtung gehen, würde ich sagen. Vermute ich mal. Aber morgen seid ihr bei Machtel. Weiß ich, Philipp. Also halt der Mod. Menu. Ich werde es jeden Tag machen können. Und morgen wird es Viertel nach 8 werden, denke ich mal, bis ich online bin. Wird ein bisschen dauern. Oder, ja, Viertel nach 8. Könnte ihn haben, halb 9 maximal. Ilva, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, wenn du probieren magst, also wenn ich dir bei Discord irgendwie helfen kann, gerne, überhaupt kein Problem, wenn ich dir helfen kann, wenn du überhaupt magst, wenn nicht, ist überhaupt kein Thema nicht. Und ansonsten, wie gesagt, gerne. Kannst mir auch flüstern per Twitch, wenn du magst. Ansonsten überhaupt kein Thema nicht. Ich muss morgen Gitarre üben, werde also nicht kommen. Gitarre üben, nice, okay. Ich habe Akkordeon gespielt. Ich kann es aber fast nicht mehr, das ist ewig her. Den Eiche hat es mir angetan. Na, seht ja. Sie macht gerade Sport, deswegen hat sie das Unterhemd an oder das T-Shirt. Das war wirklich süß. Was, wie cool. Naja, ich kann es leider nicht mehr. Also nicht mehr so gut. Man ist ziemlich schnell wieder drin tatsächlich, aber ich habe leider, ich kann nicht niesen. Ich hab das Emote nicht. Ich habe das leider nicht. Ah, ich lösche das immer versehentlich, das ist so blöd.
Schaut sie traurig. Freut sie sich? Freut sich auch. Da komme ich direkt nochmal aus. Gut, gern. Können wir machen. Ich hoffe, dass ich die Emotes, also ich habe jetzt eh einige gekriegt tatsächlich. Das waren jetzt auf eine Woche, habe ich jetzt fast die ganze Reihe hier voll gekriegt noch. Ich weiß, es sind noch einige mehr. Auch auf der zweiten Seite gibt es noch. Aber zumindest habe ich jetzt zwischendurch das wenigstens einmal. Die Begeisterung, das ist immer ewig abgegangen. Lachen fehlt mir noch. Erschrecken fehlt mir noch. Ich habe ein paar noch, die fehlen. Hast mehr als ich, mir fehlt das Lachen. Lachen habe ich auch nicht. Lachen fehlt mir auch. Erschrecken ist Halloween. Ganz kurz, Jana. Tut mir wahnsinnig leid, ich bin jetzt leider schon am Aufhören. Du bist gerade reingekommen. Tut mir leid. Ich muss bis morgen wieder raus. Das ist eine der wichtigsten Emotionen mit dem Niesen oder das Lachen. Nein, Erschrecken meinst du? Also Niesen gibt es. Das habe ich auch schon irgendwo gesehen. Irgendwer hat das schon mal gemacht gehabt. Kathi hat noch das Entschuldigen. Was immer sagt, das ist Headbangen. Schau dich mal, die schauen dich an, als hättest du Corona, oh mein Gott. Na gut, vielleicht kommt es auch von dem her. Vielleicht fehlen mir aber die Bewohner dazu, dass ich es kriege. Die meisten Emotes tatsächlich habe ich bis jetzt von Fatima gelernt. Die haben mir die meisten bis jetzt beibracht. Registrieren. Das ist der andere. Okay. Ich wollte das da. Die Brückenpreise sind furchtbar, ja. Die Japan-Brücke hier unten. 290.000. Ich habe welche gekauft am Automaten, Philipp. Ja, das waren die hippe Emotionen, glaube ich, heißen sie. Wenn ich mich täusche. Die gibt es bestimmt auch. Genau. Die habe ich schon. Das war's Hinsetzen zum Beispiel und so Zeug. Haben wir noch gekriegt. Ich finde es aber cool, dass man die durch Bewohner kriegt. Durch das wird es interessant. Aber ich sage, die meisten habe ich bis jetzt von Fatima gekriegt. Ich glaube, eines von Morpheus. Die Japan-Brücke sieht nice aus. Finde ich ja. Das ist die schönste. Also, gefällt mir am besten. Vor allem die rote. Ich erinnere mich immer an Japan, an die ganzen Tempel und das ganze Zeug. Liebe ich ohne Ende. Ach, mit den Puppeln da drauf, mit dem schwarzen. Gibt es ihn, glaube ich, in Braun, in hellbraun noch. Ohne die, ich weiß nicht, wie die Zwiebeldinger da drauf heißen. Stimmt, da war ja was. Ich habe mich so weggeäumelt, weil die auch kurz hinterher schauen. Ach, oh Gott. So Karneval gibt es auch welche tanzen zum Beispiel. Tanzen habe ich auch noch nicht. Ich denke die Konfetti, oder? Viel wahrscheinlich auch noch, denke ich mal. Ah, okay, cool. Ja, mal schauen. Haben wir ja Zeit, dann nachher noch. Kriegen wir schon. Halloween kriegen wir auf jeden Fall bald. Macht es, ich mache das so oft. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Jetzt hast du die Kunden.
Ja, jetzt, genau, das wollte ich haben. Das Rot. Schüchtern habe ich nicht, leider. Habe ich auch nicht. Ich finde das Lachen super schön. Ich finde schüchtern ist auch cool, du hast recht, ja. Stimmt, das machst du öfter, genau. Halloween-Stream hätte ich schon vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß bloß nicht mit was. Was ist das für ein Tag dieses Jahr, Halloween? Ein Sonntag. Das ist scheiße. Da kann erst wieder so spät. Kann erst wieder um Viertel nach acht oder sowas. Das ist irgendwie, mei, mal schauen. Aber ja, hätte ich, also auf jeden Fall. Halloween werde ich da sein. Muss mal schauen dann. Mal schauen, was ich mache. Vielleicht hat er davor schon ein bisschen. Muss man ein bisschen rein. Also ich liebe Halloween eigentlich ganz gern. Ich liebe es ohne Ende. Ich mag auch die Horrorrichtung ganz gern. Aber Halloween ist eigentlich mehr Horror. Aber an Animal Crossing wäre auch ganz cool einmal. Mal schauen, vielleicht komme ich Nachmittag dazu eventuell. Oder Samstag zumindest schon. Wie lange geht das Halloween-Event? Ist es wirklich nur am Sonntag, am 31. oder geht es einen Tag oder davor auch schon? Animal Crossing kann man nachholen. Gut, das stimmt. Das wird gehen. Ach, ganze Woche, okay. Ja, optimal. Dann sind wir im Animal Crossing auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. Doch, 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 doch. Denise, hi, grüß dich. Im Oktober kommt das Café Lloyd. Hi, grüß dich. Der Höhepunkt ist dann am Sonntag. Café Lloyd, was ist? Ist es die Taube? Denise? Das ist die Taube. Ach, Leute. Im Oktober kommt das Café Leute, meintest du? Ach so. Update? Ernsthaft? Es kommt wirklich? Gerade geleakt? Gut, schauen wir mal. Herbst-Update. Im Oktober Herbst-Update. Ah, ich schaue natürlich von letztes Jahr was anderes, ist super. Ich finde das gar nichts. Muss ich Bescheid geben. Vielen lieben Dank. Danke dir. Dankeschön. Freut mich. Also ich finde das zwar leider nichts, aber es ist ja mega nice. Lieber Kitsune, viel Glück. Ich drücke dir die Daumen. Geht um die neue Set. Gerade ist die direkt von Nintendo. Ah, doch. Na. 18.09. heißt er bei mir Play Central. Müsste nur das Live geht ein bisschen zurückspulen. Ach so, auf Dinge auf der Switch ist quasi gerade. Okay. Eine neue Kirby-Spiel. Ach so, auf der Nintendo Live jetzt, okay. Mega nice.
freue mich. Ich sehe es gerade auch, genau, könnte. Heißt dann bald, aber das wird ja schon da ist. Das Kaffee-Feature. Ich muss aufs Klo kommen, ich habe hier nicht losreißen. Finde ich süß. Dankeschön. Kenne ich irgendwo. Ich muss einmal ewig lang, bis ich dann endlich mal kurz aufstehe. Im Oktober jedenfalls das Café, aber ein genaues Datum könnte ich noch haben. Vielen lieben Dank, Denise. Dankeschön für die Info. Freut mich. Dankeschön. Oktober wird teuer. Warum? Achso, wegen den Spielen. Kennen wir schon. Okay, aber ihr Lieben, ich muss wirklich auf, es ist schon 12:30. Ich muss mal wieder raus. Denise, ich spiele es zwar erst seit August, Ende August. Kitsune, du musst Grundstück frei haben. Wenn du kein Grundstück frei hast, findest du keine Bewohner. Wenn du Grundstück frei hast, müsstest du Bewohner sehen. Eigentlich. Oder es war wirklich gerade kein Glück nicht, das kann auch sein, ja. Ich habe 2 freie Häuser, dann musst du auf jeden Fall Bewohner finden. Doch, doch, dann schon. Wobei es bei mir oft so war, wenn ich es gerade gekauft habe, das Grundstück, gerade in dem Moment quasi freikauft habe, dann war es bei mir so, dass ich äh, erst am nächsten Tag das hatte. Das eine Haus zieht Nora ein. Ein Lagerfeuer ist immer ein Indiz dafür, dass ein Bewohner drauf ist, ja, oder ein neuer, das stimmt. Das ist ein Indiz, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich hatte es auch schon mal, dass ich quasi wirklich so mal so um dreiviertel 12, 12 rum oder um 1 früh habe ich noch Grundstück gekauft und dann bin ich quasi am selben Tag habe ich keinen mehr gekriegt, genau. Cat schreibt gerade, stellt sich erst um 5 Uhr um. 5 Uhr morgens, genau. Aber ich habe dann quasi wirklich am nächsten Tag erst wieder Bewohner gefunden. Das war bei mir das Komische. Aber eigentlich dürfte sie keinen automatischen kriegen, weil du sagst, weil sie es ja erst umstellt. Um 5 Uhr. Also das weiß ich, das hatte ich ja mal. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob es ein Fehler war. Keine Ahnung, aber ich habe das jetzt einmal gehabt auf jeden Fall. Ich dachte, aber auch sau cool, kaufst du schon ein Grundstück, voll nice, gehst los, dann habe ich 5 oder 6 Inseln, habe ich keinen Bewohner mehr gehabt. Am nächsten Tag hatte ich dann welche. Grundstück war nicht verkauft. Aber ich hatte den Fall ja schon, dass ich Grundstück, glaube ich, 3 oder 4 Tage offen habe. Weil jeden Tag eine neue Einzug ist. Das war das Komische. Das Grundstück ist heute offen. 1 oder 2 Stunden. Also es kann wirklich sein, dass es bei dir eventuell am selben liegt wie bei mir. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das gewollt ist. Ich kann es nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Das weiß ich nicht. Komm aus.
Das wäre eine Option eventuell. Das ist möglich, das weiß ich nicht. Also ich hatte den Fehler ein einziges Mal. Oder vielleicht auch nicht Fehler. Bevor ich auf deine Insel kam, konnte ich noch jemanden holen. Das hat mit der Insel nichts zu tun. Ich war auf X Inseln drauf, das war kein Problem bei mir. Das war wurscht. Das war egal bei mir. Es ging nur um die, wann ich das Grundstück, glaube ich, gekauft habe. So war es bei mir zumindest, glaube ich. Aber ich kann es nicht sicher sagen. Bin da auch zu wenig drin. Was er da sagen kann, zumindest war es bei mir so, ähm, ich sag, ich hatte es auch schon mal. Ich habe drei, vier Grundstücke gekauft und habe die nacheinander hinpflastert. Dann bin ich los und habe Bewohner gesucht. Ich habe ein Grundstück gehabt, ich weiß nicht, vielleicht weißt du sogar noch, Cat. Es war bei mir 3 oder 4 Tage frei. Weil ich immer Angst gehabt habe. Ich habe mir gedacht, nach 3 Tagen zieht automatisch jemand ein. Es war eigentlich am nächsten Tag ist automatisch verkauft, eigentlich. Bei mir war es aber schon länger dauert, weil ich denke, Animal Crossing funktioniert nur so. Jeden Tag ein neuer Bewohner. Einer. Du kannst ja 4 am gleichen Tag holen und trotzdem kommen die nach und nach jeden Tag einer dann. Und ich denke, das Spiel war einfach überfordert damit. Sprich, es zieht jeden Tag einer ein und wenn dann keiner eingezogen wäre, wenn quasi an einem Tag keiner gekommen wäre, denke ich, wäre das Grundstück verkauft worden an dem Tag und am nächsten Tag wäre dann wieder ein neuer Bewohner, ein random Bewohner kommen. So denke ich, war es, glaube ich. Weil bei mir war das wirklich, ich glaube sogar 4 Tage frei. Ich habe mich sogar noch gewundert, auch, weil es eigentlich innerhalb von einem Tag gehen sollte. Aber wie gesagt, ich habe 4 oder 5 Grundstücke gleichzeitig gekauft. Habe die hinbaut und habe es voll gemacht. Nee, das ist bei mir nicht gegangen. Ich habe mehr Bewohner geholt an einem Tag. Ich habe sogar Streambeweise. Ich habe Videobeweise gehabt. Also bei mir ist es gegangen. Also ich habe 2 oder 3 habe ich safe geholt an einem Tag. Dann war der Fehler gut oder es war die Ding, dass die das dann gegriffen hat im Spiel. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich meine auch, dass mehr gehen. Ich glaube auch ziemlich Sicherheit. Ich denke, die ganze Sache ist vielleicht ein bisschen buggy oder vielleicht kommt darauf an, wann du das Grundstück kaufst. Vielleicht kommt es darauf an, wie viel das es sind, wo du hinkommst, je nachdem. Ich denke mal, an dem liegt es vielleicht. Technik, die begeistert, ja. Ich finde es ja komisch, dass jeden Tag nur ein Bewohner einziehen kann. Ist auch komisch. Aber naja, kurz die Kopfhörer runter. Das war vor wenigen Stunden 2 Grundstücke. Ja gut, aber wenn du eines vergeben hast und du hast danach noch einen Bewohner gesehen, oder es geht zu einer bestimmten Zeit nicht mehr, aber ich habe auch ach Gott, dann habe ich einen Bewohner geholt. Ich glaube auch in der Nacht einmal irgendwann. So um 1 auf jeden Fall, glaube ich noch. Ich weiß, es war irgendwann eine Zeit drin, wo ich dann überlegt habe, da ist es nicht mehr gegangen, weil man gedacht habe, hä, spinnt jetzt das Spiel? Ist der Fehler oder soll es so sein? Ich weiß es nicht. Ich dachte, vielleicht gehen die Bewohner irgendwann schlafen, kann ja sein. Dass irgendwann auf eine gewisse Zeit keine mehr auf der Insel sind. Ich weiß es nicht. Könnte sein, keine Ahnung. Arg mein Akku aus dem Löffel aufgegeben. Ah, scheiße. So. Oh no.
Aber gut, ihr Lieben, Mist jetzt, was Mist, jetzt habe ich den Stecker drin. Bist du bestimmt weg. 9 dagegen. Philipp, du sagst es. Ich wollte mir eigentlich auch gerade verabschieden nochmal. Okay, nochmal. Ihr Lieben, ich muss leider wirklich los. Ich muss ins Bett. Nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für alles einfach. Fürs Reden, fürs Unterhalten, fürs Dasein, einfach fürs Zuschauen. Kitsune, danke fürs Vorbeischauen auf der Insel. An alle danke, die mir die Insel gezeigt haben. Vielen lieben Dank. Ähm, Dankeschön. Mehr kann ich aber nicht sagen. Das heißt, ja, war gerade Brenner AFK, kein Problem. Okay, nochmal. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Vielleicht sehen wir uns morgen, würde mich freuen. Oder zumindest die nächsten Tage wieder. Gescheit, ich bekomme halt die Online-Nutzung. Dann sehen wir uns bestimmt definitiv wieder, ja. Auf der Insel dann irgendwann mal. Okay, aber jetzt, ich muss los, tut mir leid. Äh, Gute Nacht, schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Pfiat euch. Habe die.